Jetzt müsste das anlaufen. I hope so. Ja, sieht gut aus. Troy ist auf YouTube beantwortet. Nein. Ich bin tatsächlich mit dem falschen Account drin gewesen. Muss noch mal schnell ein bisschen raufgehen da. Streng ist sie gewesen und wird es noch sein. Das Projekt, wo ich dran bin, verlangt ein bisschen viel von mir ab. Römer. Da kannst du mehr darüber sagen, was es ist. Grüezi Zettig Weiratscher 03 auf YouTube. Grüezi wohl, schön bist du da. Kannst du mehr darüber sagen, Römer? Also du musst nicht. He? Vielleicht ist es ja auch Top Secret, I don't know, für die Regierung und so. Aber hey, ich wünsche dir in dem Fall viel Erfolg beim Projekt. Und ich hoffe, es wird ein bisschen entspannter. He? Ich hoffe, es wird ein bisschen entspannter. Jetzt nimmt es mich gerade Wunder. Ah ja, als geiler Scheibe Racer, dir fehlt ja, glaube ich, noch eine, oder? Dir fehlt noch eine. Troilina-Karte fehlt dir. Okay, let's go. Das ist aber doch super Musik. Ja, jedem das seine Art, jedem das seine. Oh nein, Paui, du kannst nicht. Paui, was willst denn du herstellen? Ich muss schnell schauen. Sie Season 2, ja, du hast ja nur 2 Dunkelwahlkarten, Paui. Das geht doch nicht. So funktioniert das nicht. Du musst zuerst alle 5 Karten haben. Und dann kannst du die Hauptkarte. Wir wissen ja jetzt auch, was das für eine ist. Torlina. Hauptkarte kannst du dann herstellen, wenn du die anderen 5 Karten hast. Hallo, Trajamerek. Sehr gut. Ja, Pauli, das geht nicht. Oder was ist denn deine Idee? Was müsste deiner Meinung nach gehen? Ja, es ist eine Art Erweiterung von einer Heizung und das alles in einer grösseren Firma. Es geht wahrscheinlich noch weiter. Okay. Schnell schauen, ob ich es selber finde. Ich sehe gerade noch einmal, wo ich das Komma setzen kann. Auf der Webseite, okay. FAQ unter der Herstellerinfo. Oh, dann tue ich mir das gerade schnell notieren. Das mache ich dann offstream, aber merci fürs darauf aufmerksam machen. Machen wir schnell eine Erinnerung, let's go. Merci vielmals für den Lurk Support, Swiss Uli, danke vielmals. Es handelt sich um eine Deckenheizstrahler, Gesamtlänge 153 Meter. Holy shit, okay, krass. Und so eine Platte hat 6 Meter mal 1,5 Meter. Okay, krass. Das ist ja riesig nachher. Was wird denn da geheizt strahlt? Aber krass, Römer, okay. Ja, jetzt sehe ich so ein bisschen, was du meinst mit grosses Projekt. Okay. Füllt Satzzeichen-Kessel auf. Merci vielmals, SDTLC. Ich schicke dir dann einen Screenshot im Discord. Hey, sehr gern. Paui, merci vielmals. Danke vielmals. Und die müssen wir bei laufendem Betrieb aufhängen. Aber, okay. Krass. Merci, Paui, danke vielmals. So, Chat, Moment schnell, bin gerade wieder da. Whoa, radioactive. So. Wirklich geil. Aber wirklich geiles Cover. Und ich habe tatsächlich Within Temptation habe ich früher mega häufig gehört. Was geht schnell überlegen? Ich glaube, ich war dort noch in der Lehre.
Ich glaube, das war Andy Lear, wo ich Within Temptation häufig gehört habe. Das Andy vom Chat. Es ist in einer Produktionshalle und die Strahlen sind auch zum Heizen da. Okay, ja, macht Sinn. Er hat kurz müssen was an seiner Eichel machen. Hey! Psst. Das Ende vom Chat, ja, jetzt ist es soweit, oder? Heute haben wir es schnell geschafft, lieber Chat. Würde ich sagen, gehen wir direkt ins Gameplay rein. Jetzt mache ich schnell etwas, lieber Chat. Mache schnell einen Poll. Auf was habt ihr Lust nachher? Shit, ich weiß gar nicht, wie das neueste Life is Strange heisst. Ich sage jetzt auch mal, was ist es? Life is Strange 3? Wäre es denn das 3? Man weiß es nicht, ne? Oder ist eben auch Life is Strange? Aber ich werde nur schnell rausgespüren. Chat, das ist noch nicht die definitive Umfrage, aber ich werde es schnell ein bisschen rausgespüren. Auf was ihr Bock habt, weil je nachdem könnte ich... Double Exposure, ja genau. Je nachdem könnte ich dann schon, wenn es zum Beispiel Life is Strange ist, das Game abladen. Life is Strange Double Exposure. Life is Strange 2, Maverick, haben wir tatsächlich auch mal, das habe ich auch mal gestreamt. Genau. So, nochmal schnell schauen. Das meinst auch nur du, Troy, oder? Um was geht's? Ich habe schon wieder vergessen, um was es geht. Nichts mit Ende. Aha, so meinst du. Ja. Um 20 Uhr Gameplay. Ja, siehst du, da kommt sogar Jutti aus dem Lurk-Chat. Wenn ich um 20 Uhr sage, ne, jetzt gehen wir ins Gameplay rein. Chat, was ist da los? Ja, das ist aber auch sehr schön geschrieben, Jutti, sehr schön geschrieben. Was machst du mit dem Paul? Mit dem Paul Allen? Ich tue ihn bearbeiten mit der Axt. Das mache ich mit dem Paul Allen. Das wäre mal was Neues, true. Aber irgendwann, ohne Scheiß, Chat, irgendwann starte ich den Stream und ich bin einfach schon im Gameplay drin, Chat. Einfach schon im Gameplay. Und alle sind verwirrt. Hey, Karls, grüezi, wie geht's? So schön, dass du da bist, Karls. Gugus geblieben. Und der Paul Walker. Nicht der Paul Allen. Was hast du? So, Chat, let's go, Calls. Wie hast du es? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Krass, wie du Bandel hast, oder was? Jetzt leg ich es gerade an. Wenn ihr es so wollt, dann leg ich es gerade an. So, also angelegt. Zufrieden? Cool. Im Gameplay, Troy im Gameplay wär so cool. Oder so. Ich glaube, es wird Life is Strange. Den lade ich schon mal ab. Chat, den lade ich da schon mal ab. Weil, da bin ich dann auch ready für da. Wenn es dann in 15 Minuten losgeht. Da müssen wir uns schon fast Sorgen machen, dass der Troy dem Chat nachher ist und ins Gameplay geht. Ihr könnt das alles steuern, Chat. Ihr könnt das halt alles steuern.
Was soll ich sagen? Die Subnautica-Sucht kickt heftig an, bist am Subnautica-Sucht-Calls. Ist dann etwas Neues rausgekommen? Also ist irgendwie so ein Update oder eine Erweiterung? Ich habe das eben gar nicht so mitverfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist wieder die andere Version. Ist das die Version, die ich gesagt habe? Es soll ein Metal-Cover sein, aber eigentlich ist es auch eine 1:1 Kopie vom Originalsong. Aber nicht so gut wie das Original tatsächlich. Das war, glaube ich, das gewesen, Chat. Und Jenny, grüezi Jenny, wie geht's dir? Troy the Hammerman. Jetzt aber, hey. Jetzt aber. Troy the Hammerman, grüezi. Ja, grüezi Jenny, wie hast du es? Wir haben vorhin gerade schnell so eine Blitzumfrage gemacht. Und dann ist herausgekommen, dass wir heute wahrscheinlich Life is Strange spielen, so wie es aussieht. Es sieht schon dann aus, als würde ich ein Gameplay gehen, oder, Chat? Das ist mega verwirrend. Es verwirrt mich selber, Chat. Oh shit, ja, ich müsste vielleicht Life is Strange noch kaufen voran, hä? Bevor ich es installieren kann. Ich versuche das nebenbei da schnell ein bisschen zu machen. Life is Strange. So, Moment schnell, ich bin gerade für euch da. Schnell. Ja, ich kann das sauren Ding nicht bedienen. Also die Tastatur auf der Playstation. Das ist so mühsam. Ich mache es auch zu wenig, Chat. Ja, da jetzt, bei diesem Teil vom Lied ist er vielleicht ein bisschen mehr, die Stimme ist ein bisschen mehr Metal. Okay, es ist ein bisschen Screaming, okay. Das muss ich im Lied schon geben. Von dort her wahrscheinlich eine Metal-Version. Ui, what is up? Brother from another mother! Grüezi wohl und merci vielmals für den Resub im 29. Monat, holy shit! Hey Blatsch, wie hast du es? Wie hast du es? Schön, dass du da bist. Wie war deine Woche gewesen? Wo haben wir das? Ah, da, Double Expo. 89 Franken! Chat. 89 Franken! Nein, aber Chat für 89 Franken, da kommt aber jemand, da kommt eine schöne Frau vorbei, oder? Und gibt mir noch ein Küsschen. Ah, Moment, da gibt es noch eine Version ohne schöne Frau. Was ist das? PlayStation Plus? Ah, ist das im Plus dabei? Nein. Ah, da kann ich es eine Stunde lang testen. So ein Scheiß, Mann. Nein, aber... Nein, sagen Sie, schleift das eigentlich? Muss ich mir das jetzt kaufen? Aber was ist denn... Chat, jetzt bin ich verwirrt. Felt a great disturbance in the force. As if millions of voices suddenly cried out in terror. Ja, Obi-Wan, schau dir das mal an. I fear something terrible has happened. Das ist unglaublich hier. Oh, Chat, aber jetzt muss ich schnell schauen. Das ist 59 Franken 90. Ich lese nachher einen Chat, vielleicht haben das schon beantwortet. Was bekomme ich denn da noch? Muss man da rauskommen? PS5. Ja, Chat, ihr wisst das sicher. Ich hoffe es jetzt noch nicht. Ich schaue mal, was der da dazu sagt. Why are you running? Why are you running? Lizzie! Und Blackjack grüezi wohl. Ich sitze da gerade noch gemütlich im Restaurant und höre also nichts. Also kannst du dir also vorstellen, wie heftig mich die Twitch-Benachrichtigung gerade triggert und vor allem enttäuscht. I check, sorry for that.
Sehr gut. Und Lisi, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Lisi, wie war deine Woche? Schnell schauen, was die da noch geschrieben haben. Du schönste Sonnenblume. Ein bisschen schlapp, aber voll gefressen. Oha. Hey, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut, Jenny. Was hast denn gegessen? Was hat's gegeben? Geht so immer noch am Kränkel, aber langsam besser jetzt auch. Nein, da wünsche ich noch eine gute Restbesserung, Plätsch. Ah, shit. Aber wenigstens auf dem Weg zur Besserung, das ist wichtig. Auf Steam 50. Ja, aber ich werde es ja für die Konsole kaufen. Immer noch kränklich. Sag mal, ja, Jesse, hast du ihn angesteckt? Hast du ihm ein Virus mitgebracht als Geschenk? Es steht im Namen. Was steht im Namen? Also, jetzt weiß ich nicht, um was es geht. Es steht im Namen vom Spiel. Ultimate Edition. Ich glaube, ich sehe es jetzt. Was ist denn bei der Ultimate Edition noch dabei? Ah, Standard Edition. Oh mein Gott. Okay, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ja, Chat, ich habe es gesehen. Beschreibung habe ich jetzt noch nicht angeschaut. Das muss ich eben noch schnell vergleichen, was denn da anders ist. Da gibt es noch Add-ons. Kann ich mir noch ein Kätzchen kaufen? What the fuck? Hm. Es ist also schon ein bisschen viel. Es ist also schon ein bisschen viel, Chat. Moment, ich zeige es euch da schnell, was ich sehe. Ich gehe da schnell schauen. Da. Die Ultimate Edition enthält 5 extra Outfit-Packs und exklusiven Katzeninhalt, Chat. Hä? Katzeninhalt? Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Earth Angel, will you be mine? Bestelle die Ultimate Edition vor und sichere dir 14 Tage vor Abzugang zu den ersten beiden von dem habe ich jetzt nichts mehr, oder? Und Ocelot, wow, schon so lange kein Schweizerdeutsch mehr gehört und verstehe es immer noch. Grüße aus dem Ausland. Hey Ocelot, schön bist du hier, wie geht's dir denn? Und ich nehme mal an, also meine kann ja Deutschland oder auch Österreich oder sonst was sein, aber Grüße zurück ins Ausland. Woher kommst du denn? Und woher kennst du denn das Schweizerdeutsch? Hast du mal hier gelebt? Warst du mal länger hier? Hast du in deinem Bekanntenkreis Leute, die Schweizerdeutsch reden? Aber schön bist du hier. Schön bist du hier. So, Chat, noch kurz schauen da. Life is Strange Vollversion. Grusel-Outfit-Pack. Retro-Outfit-Pack. Final Fantasy 7. Fuck you. Shit. Chat, wir müssen die Ultimate Edition kaufen. Das ist ein Final Fantasy 7, das Final Fantasy 7 Outfit dabei. Muss ich es halt kaufen, ne? Chat. Das ist Ultimate-Version dann. Ja. Also was jetzt? Da mit diesen 50 auf Steam ist Ultimate. Wenn es natürlich nur 50 auf Steam ist und dann bekomme ich die Ultimate Edition. Das wäre schon noch geil. Das wäre schon noch geil. Ist denn der Final Fantasy 7 Outfit Pack auch dabei? Hey, Lot! Schnell den Song lauter machen, Chat. Earth Angel, mine, my darling dear. Ich singe nicht mit. I'm sorry. Hey,
Black Chat, bis später und einen guten. Merci fürs Reinschreiben. Und der Abschlusschat. So schön, so schön. Back to the Future. Muss ich auch wieder mal schauen. Nachdem ich Firefly dann noch geschaut habe, das Jahr, gell, Fienchen? Ich weiß es. Ich denke, das hat eher damit zu tun, dass mein Bruder vorher schon nicht wirklich fit war. Okay. Ja, dann ist es halt ein bisschen umgegangen. Burger haben wir bestellt. Wir haben beide nicht so mögen kochen. Ja, ich weiss schon, wo ihr Burger bestellt habt. Ihr habt sicher am gleichen Ort bestellt, wie der Blatsch und ich bestellt haben, wo er da bei mir war und wir Bier gesoffen haben. Oh, schau jetzt, da der High Racer geht alle Infos rein. Standard Edition Vollversion. Ultimate Edition Vollversion Groß. Ja, das hast du da, wo ich gerade vorhin vorgelesen habe. Deluxe Edition Vollversion Grusel Outfit Pack. Retro Outfit Pack 69,99 €. Hey, und Michel Weinen, ho, 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 frohe Weihnachten. Michel, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und Grüße nach YouTube. Und der Fabu, grüezi Fabu, wie hast du es? Schön, dass du da bist, Fabu. Einfach ein Flattern geben, Fabu. Sagen Sie, schleift es eigentlich? So, Chat, wo bin ich da? Okay, also wir haben noch eine Deluxe Edition zwischen. Und auch für Chat auf YouTube, ich bin ein bisschen hinten nach mit Chat. Ich lese noch alles nach, vor allem auch der Twitch-Chat hier. Da haben wir es. Ultimate ist auf Steam. Oh, okay, es ist aber auch 79,90. Deluxe 59,90. Kennt jemand von euch Chat? Also hat es jemand schon gespielt? Life is Strange Double Exposure. Also ich will keine Spoilers, auf gar keinen Fall Spoilers, aber ich will nur so ein ganz grobe. Wie soll ich sagen? Ich will wissen, würde es sich lohnen, die Ultimate Edition zu kaufen? Ich bin schon ein grosser Life is Strange Fan, da muss ich schon sagen. Und wenn es so. Ich nehme an, es kommt nicht an den ersten Teil an, aber wenn es so ein bisschen im ähnlichen Bereich ist wie der erste Teil, würde ich sagen, Ultimate Edition gönne ich mehr. Genau dort, Troy, let's go. Ja, das ist immer gut. Manchmal finde ich es fast ein bisschen teuer, aber gut ist es auf jeden Fall. Correctamundo. Endlich, weißt du, was jetzt erzählen oder was ich einbauen sollte? Die gleiche Szene. Also ich glaube, es ist die gleiche Szene. Auf jeden Fall der gleiche Film. Gleiche Schauspieler. Und er sagt, this is a tasty burger. Big Kahuna Burger. Absolument. Let's go. Ja, Deutschland, ich habe mal in Schluen. What the fuck? Ich habe mal in Schluen. Ich glaube, das wird so geschrieben, gearbeitet. Oh, ich kenne jetzt die Ortschaft nicht. Schluen oder kennt das jemand, Chat? Kennt jemand die Ortschaft? Aber interesting. Okay, du hast in der Schweiz gearbeitet und du kommst aus Deutschland. Dann Grüße nach Deutschland zurück und schön bist du hier. Das freut mich natürlich riesig. Gut, danke selber auch. Hey, Fabu kann mich nicht beklagen. Alles gut, danke vielmals. Freut mich, dass es dir gut geht. Wo ist das? Brauche ja, jetzt schwierig. Nein, da. Big Burger Aufträge, genau. Auf der PlayStation ist alles 10 Franken mehr. Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. So.
Ui. Oh shit, was habe ich jetzt gemacht? Midnight City. Oh, das ist ja ein schöner Song. Das ist ein schöner Song. I like. Ah, Schlieren. Ja, das klingt irgendwie danach. Ocelot, meinst du vielleicht Schlieren? Schlieren. Das könnte noch sein, ne? Weil Schluen habe ich noch nie gehört, aber es klingt so ein wenig nach Schlieren. Es könnte sein, dass du das meinst. Chat, jetzt ohne Scheiß. Jetzt kaufe ich mir hier im Hintergrund schnell das Life is Strange. Ah, ich sage jetzt nicht, welche Version ich mir gönne. Aber deal with it. Ja, deal with it, wenn dann halt da ein paar Kätzchen vorkommen und so. Oh, das ist schon. Schnell den Text ein bisschen studieren. Oh, by the way, liebe YouTube-Leute, ihr hört die Musik nicht. Ne? Wenn ihr euch fragt, zu was tanze ich hier mit, das hört man nur auf Twitch leider. Ne? Auf YouTube hört man die Musik nicht. Einfach, dass ihr das wisst. Oh, da ist okay. Oder Schglui. Oh, in Graubünden. Schgluein. Oh, aha, ja, das klingt aber schon mehr danach, tatsächlich. Neue PS Games immer happig. GTA 6 safe bis 200 Franken. Ja, ja. Gut, aber da muss zuerst noch rauskommen. Aber 200 Franken? What? Kannst du bitte bis um 3 Uhr nachts wach bleiben? Okay. Sandra, für dich mache ich das. Ne? Aber nur für dich jetzt. Okay, also lieber Chat, einfach FYI, wir gehen jetzt nicht offline. Ne? Wir gehen jetzt nicht schlafen. Wir bleiben bis 3 Uhr wach. Wurde jetzt entschieden, das mache ich wegen der Sandra von YouTube. Aber Sandra, wie geht's dir denn? Schön, dass du hier bist. Schluhen. Oh, Ortsteil von Rotrist. Ja, man weiß es jetzt nicht. Haben mal nachgeschaut, ein kleines Dorf bei Laax. Oh ja, okay, da kenn ich mich eher wenig aus, weil das nicht meine Region ist. Aber okay. Aber das heißt schon so, wie es du geschrieben hast. So, Chat, muss noch schnell schauen, dass ich da schnell switchen da. Ich muss nochmal das Final Fantasy 7 Outfit packen. He? Gut, Kusel, alles gut installieren. Gut. So, Chat, wir gehen das Gameplay. Nein, sag ich. Ich habe nur den falschen Knopf gedrückt. Ich habe nur den falschen Knopf gedrückt. Und Peiko, Grüße zurück. Hallo zurück nach Hamburg, aus der Schweiz, aus dem Aargau. Und wie geht's dir denn, Peiko? Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Hey, Listen! Kein Speicherplatz. Oh, der Deckel noch einmal. Jetzt muss ich wieder Zeug löschen. Chat. Also, wait a second. Dann müssen wir da schnell. Ja, schwierig. Was löschen wir, Chat? The Casting of Frank Stone, den ich noch nicht gespielt habe. Verdammt. Ich habe es halt installiert, oder? Nein, aber natürlich. Okay, das tut fast ein bisschen weh, das zu installieren. Aber wir haben es ja durch.
Ich kann sie jederzeit auch wieder runterladen, aber es tut weh, Chat. Es tut so weh. Oh no. Kina, bye bye. Rise of the Ronin. Dann kann ich endlich auch mal löschen. Sackboy, a Big Wet Adventure. Tun wir auch gerade löschen, Chat. Wenn wir schon dabei sind, löschen wir all das Zeich. Tekken 8. Nein, ich glaube, jetzt haben wir genug. Jetzt muss ich nochmal schauen, wie geht das? Spielebibliothek. Double Exposure. Fehler anzeigen. Speicherplatz freigeben. Jetzt ist ja gut. Chat, ich bin gleich für euch hier. Ich muss noch Final Fantasy VII Remake deinstallieren, damit das funktioniert. So, Download läuft. So, Chat. Claudia! Ja, wieso bin ich der Beste, Claudia? Du bist die Beste. Das wissen doch alle. Claudia, danke dir für die netten Worte. Und wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. So, Chat, wo sind wir gewesen? Lag es dem Fall dort, wo ich gesagt habe, im Bündnerland? Ja, okay, dann hast du recht gehabt. Und was machst du morgen so? Der Plan ist, dass ich noch, also wenn du mit morgen nach Mitternacht meinst, wir gehen irgendwann noch ins Life is Strange, Double Exposure rein. Ja, das neue Life is Strange Spiel. Und das zocke ich ganz sicher bis 3 Uhr oder länger. Also von dem her. Ich werde hier sein, Sandra. Quit playing games with my heart. Merci vielmals, Highway Racer. So, Chat. Kurz schauen, ob alles läuft. Deluxe Edition. Nein. Mega cool. Geiler Song, Mann. Geiler Song. So, schnell schauen, ob alles läuft. Download läuft. Sieht, glaube ich, gut aus, Chat. Sieht gut aus. So. Ich meine, also was meinst du denn, Sandra? Also morgen, nachdem ich geschlafen habe. Ich schlafe lange, wahrscheinlich. Es stellt sich die Frage, ob ich überhaupt schlafe. Aber chillen. Morgen wird gechillt. Nach der Zensur habe ich mir mal was Besseres gewünscht. Hey, Oreo? Das finde ich schön. Das finde ich echt schön. Merci vielmals. Das ist auch ein geiler Vibe, oder? Geiler Vibe. Ja, von Talisk Echo. Nice one. Muss ich mir ohne Scheiß gerade vor. Kokainum. Kokainum. Muss ich mir gerade vormerken, schnell. Gerade auf Like drücken. So, ist geliked. Let's go. Aber am Sepsi Katz ist so ein lustiges Lied. Ja, vielleicht ist es schon lustig. Aber es ist immer so, ich will die Leute nicht verscheuchen, Oreo. Bist mir nicht böse.
Offstream würde ich es wahrscheinlich sogar hören und analysieren und mir den Text anschauen und vielleicht fände ich es sogar geil. Aber es ist halt immer so. Im Just Chatting ist es sowieso schwierig, dann noch gross auf Texte zu achten. Darum das ist perfekt für Just Chatting. Weil es hat keine Vocals, wo irgendwie wo dann verwirren, oder? Morgen früh, was mache ich morgen früh? Ja, dann werde ich werde noch live sein. Ne? Morgen früh werde ich noch live sein. Oder dann irgendwann mal offline gehen. Und dann werde ich was essen. Das ist der Plan. Mich persönlich fuckt's ab, aber alles gut. Was fuckt's ab? Also, im Sepp seine Katz. Was für eine Detektiv jetzt. Detektivarbeit vom Chat, true. Aber Chat ist so, ne? Chat, das sind alles tolle Leute hier. Alles tolle Leute hier. Das Lied, also da jetzt, in dem Fall. Ey, ich finde das abartig geil. Ich finde das abartig geil. Also so ein bisschen das Irish-Zeug. Und darum finde ich persönlich eben auch, wenn es Richtung Metal geht, Elvati richtig geil. Weil das halt auch so viele Irish-Elemente hat. Das Nerven. Stopp das Lied. Das nervös. Highway Race. Ich kann dir sagen, was ich nervös finde. Du weißt, was ich jetzt sagen. Die Lieder, die du am wünschst, wenn sie so. Ich sag's jetzt auch so, wie es ist, wenn es die nervösen Lieder sind. Ja? Du weißt, das ist nicht böse gemeint, aber du weißt, was ich meine. Darum finde ich das echt interessant, dass wir dort so die unterschiedlichen Ansichten haben bezüglich nervös. Von wo bist du, lieber grundsätzlich User Luzern Emmenbruck? Also Daniel, ich sage jetzt auch, oder Dani, ich sage jetzt auch Dani. Ich bin aus dem Aargau, Dani. Aargau, Region Aarau. Aber hey, du bist dann voll aus dem Luzernischen, habe ich das jetzt richtig gelesen? Liebe grundsätzlich User. Der Satz ist ein bisschen, macht nicht gross Sinn, aber ich sage jetzt mal Grüße zurück ins Luzernische. Talisk hat viele geile Songs, lohnt sich wirklich zum Reinlassen. Ich habe jetzt wirklich auf Like gedrückt und lassen wir dort mal ein bisschen mehr an. Ja, da meine ich, sorry, ich habe das Wort gerade nicht gefunden. Anime-Songs. Anime-Songs, das habe ich gesucht. Sonst magst du es? Ist das eine Frage? Sonst magst du es? Fragezeichen? Ja, also Irish mag ich sehr, sehr, ja, sehr, sehr gut. Egal, kein Problem, alles gut. Ich habe mir jetzt noch gedacht, dass es Autokorrektur ist. Aha, keine Frage. Sonst magst du es? Aha, wenn nicht Anime, ja. Also allgemein ist immer schwierig zu sagen, aber der letzte Song, den du gewünscht hast, ist, glaube ich, gut gewesen. So viel kann ich sagen, ja. Hast du einen Angelschein? Muss ich kurz gucken, Sandra? Das muss ich kurz prüfen. Wait a second. Einen Engelsschein. Gucken wir kurz. So, besser so.
Chat, das ist Phase 2 vom Bossfight, by the way. Ja, Phase 2. Elvis-Cover. Oh. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Was machst du für Content? Ich schalte da, ich schalte da wieder ab. Das verwirrt mich selber. Was mache ich für Content? Vorwiegend auf Twitch halt mache ich, aber eben gleichzeitig auch auf YouTube im Vertical Format mache ich viel Just Chatting, jeden Samstag ab 19 Uhr auf Schweizerdeutsch vorwiegend, aber ich passe mich auch gerne mal an nach den Raids, also es kann mal Hochdeutsch sein oder es kann mal Englisch sein, haben wir immer mal wieder. Und vorwiegend Just Chatting und Hashtag eventuell auch mal Gameplay, das ist so ein bisschen der Running Gag. Und das ist aber meistens erst nach Mitternacht der Fall. Aber vor allem einfach gelabere, viele Effekte aber auch, viel Interaktivität. Aber das findest du vor allem so bei der Funktion von Twitch, mit Kanalpunkten und so weiter. Da müsstest du auf Twitch vorbeischauen. Genau. Haben wir das heute nicht schon mal gehabt? Oder nicht die gleiche Version wahrscheinlich, Chat? Ich habe extra ein wirklich nervöses Lied gesucht für dich. Oh, das ist aber lieb, Oreo. Das ist aber lieb. Mal schauen, wie lange es geht bis zum Skip. Oh, jetzt hast du dir etwas gewünscht. Okay. Okay, ich schaue jetzt nicht, was es ist. Nein, bleib bei Schweizerdeutsch. Ja, wie gesagt, ich passe mich an. Gell? Ich passe mich an die Viewers an. Und, aber grundsätzlich, Schweizerdeutsch ist die Sprache, die ich seit eh und je als Main-Sprache bei mir on Stream habe. Also von dem her keine Panik, alles gut. Und je nach User tue ich dann halt auch Hochdeutsch reden, wenn ich weiss, dass sie aus Deutschland sind und es einfach länger geht, wenn ich Hochdeutsch rede. Change to English, please. I can't Schweizerdeutsch. So, Chat. Nochmal schnell schauen, ob da der Download läuft. Irgendwie, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir heute schnell im Gameplay landen. Ich weiß nicht, wieso ich das Gefühl habe, Chat. Ich glaube, es ist schon runtergeladen im Fall. Spielen. Holy shit. Okay. Hast du einen Angelschein? Nicht einen Angel. Ich dachte, du meinst einen Engelsschein. Ein Angelschein? Nee, hab ich nicht. Hab ich nicht, Sandra. Sorry, da muss ich dich enttäuschen. Jetzt ist es angekommen. I'm so sorry. Wie gut. Hey, Rumpelmann, wie hast du es, Rumpel? Howdy, grüezi. Schön, dass du da bist. Aber High Racer, du hast es auch nicht gecheckt, oder? Ich hätte jetzt auch gedacht, ja, so Angel und so. Da habe ich eben so. Okay. Was, direkt Gameplay? Nice, let's go. Hey, ich muss jetzt schon noch ein bisschen warten. Es ist schon noch ein bisschen früh. Es ist so früh, dass ich nicht einmal meine Uhr finde. 2046, holy shit. Ja, aber was ist denn mit dem Puzzle? Machen wir dann heute kein Puzzle mehr, Chat? Und wir können auch zwischendrin mal ein Puzzle machen, um ein bisschen runterzukommen. Wenn es mich emotional zu fest mitnimmt. Shield of Reflection für den Rumpelmann. Let's go, GZ. Du bist heute sehr schnell mit im Chat lesen. It's not this wheel, Chat. Die Hälfte war im Saal. Bier. Passiert. Tief im Sinn, Chat. So wie da. Hey, Finchen, ich hole mir tatsächlich schnell
einen Kaffee trinken. Fienchen, das mache ich direkt. Be right back. Jetzt kommen die Turner an schon. Die Österreicher kommen an schon. Hey, Fienchen, merci vielmals für den Coffee Drink. Sammelkarte 1 ist voll. Ja, du stimmt, du hast es ja schon voll, aber du willst es nicht bestellen, gell? Oder vielleicht willst du es erst bestellen, wenn du beide Seasons hast. Das kannst du natürlich auch machen. Ne? Wie du willst. Antonio Margareti. Margareti. Margareti? Margareti. Margareti. Oh, hi Finchenfee. Oh, das ist aber cute. Holt sich ein Kaffee und ein Snickers-Glasse. Ich glaube, ich habe noch eine Calls. Eine habe ich noch. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht habe ich die auch schon gegessen. Okay, nice. I like. Ich weiß nicht, ob ich den Song schon mal gehört habe, ohne Scheiß. Ist aber sehr geil. So. Hey, von Calls gewünscht, hey. Rose Garden bei Lynn Anderson, gewünscht vom lieben Calls. Der Calls ist auch einer, und das sage ich immer wieder. Der Sieg hat einfach einen guten Musikgeschmack. Der Calls hat auch einen starken, sackstarken Musikgeschmack. Mir fehlen noch 2 Karten bei Season 2, dann habe ich die auch. Hey, aber Trini, ich weiß nicht, wie du da machst, ohne Scheiß. Du hast ja so viel Glück gehabt schon bei der Season 1 und du hast auch jetzt auch schon wieder extrem viel Glück gehabt bei der Season 2. Bist du die erste Person gewesen, du bist die erste Person gewesen, die sich Season 1 in physisch bestellt hat. Mal schauen, ob du es auch bei Season 2 schaffst. Und ich habe eben fast das Gefühl, also vielleicht hat es noch andere, die auch gut unterwegs sind, aber da fände ich sehr, sehr sass, Trini, wenn du bei Season 2 auch die erste Person bist. Aber ich würde es dir mega gönnen. Warum sind so wenig Leute hier? Sandra, die sind alle hier bei Twitch. Ne? Der Chat, der läuft hier bei Twitch. YouTube, das läuft nur so, ich sage jetzt mal nebenbei. Ne? Da sind noch nicht so viele Leute aktiv. Aber es wird immer mehr auch da. Aber das muss sich auch zuerst noch ein bisschen entwickeln. Also Sandra, du kannst auch gerne auf Twitch kommen. Ne? twitch.tv/treuhammeren. Genau der gleiche Name wie auf YouTube. Und da hast du dann das breite Format, du hast die Musik noch dazu, du hast den ganzen Chat, den du hier siehst. Nee, hier ist er nicht bei dir. Der Chat, der oben ist wahrscheinlich, den siehst du auch. Und da sind die Leute. Troy, das ist oben so ein Moment, wo wir schon mal hatten. Ada James. True. Es ist so. Ich habe es halt nicht gekannt.
Aber ein guter Song auf jeden Fall. Muss ich noch mal schauen. Lynn Anderson. Das ist auch so etwas, das muss ich mir jetzt einprägen. Etta James, Wax Fang, Lynn Anderson. Wird alles abgespeichert. Tja, gut Karma. Ja gut, das ist true. Ich glaube eben auch an Karma. Hey, que pasa, grüezi, Bär? Hey, wie geht's? Schön, dass du da bist. Wie hast du es? Hello? Wie war deine Woche? Grüezi, Bär. Und auch immer noch der geile Name. Hat mir Freude, wenn ich den lese, ohne Scheiß. Geiler Song. Ich gebe das Kompliment gern an meine Mami weiter. Ich bin mit solcher Musik aufgewachsen und geprägt worden. Ich finde das wirklich noch interessant. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist, glaube ich, bei den meisten so. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber als ich noch jung war, ich sage jetzt mal, als ich noch der Teenager Troy war, bin ich halt eher so ein bisschen der Rebell gewesen. Ja? Ein bisschen rebelliert. Ich wollte nicht da machen und lassen und schauen, wo meine Eltern schauen. Und darum habe ich halt anderes Zeug gelassen. Also ich habe dort so ein bisschen Techno, Hip-Hop, gut ehrlich gesagt Metal, das lasse ich immer noch sehr gern. Und das sind alles Sachen, die meine Eltern natürlich nicht hören. Aber ich habe erst später, im späteren Alter, wirklich die Liebe für die Sachen entdeckt, die meine Eltern halt auch gehört haben. So, zu dieser Zeit 80er-Musik, 90er-Musik oder auch so ein bisschen die Oldies, die sie natürlich auch noch gehört haben. Das habe ich erst dann später so ein bisschen entdeckt oder wahrgenommen, dass ich das eigentlich auch recht cool finde. Aber Kasi weiss absolut, was du meinst. Mir wird halt schon geprägt. Auch wenn es erst noch eine fruchtet irgendwann ist. Ich darf nicht auf Twitch, weil ich 8 bin. Nein, dann darfst du das nicht. Nee, Sandra, dann darfst du das nicht. Haben wir gestern auch um eine ganze... was? Haben wir gestern auch tanzen, gestern auch heute Miniaturen gemalt wie eine Hölzer. Auch Miniaturfiguren angemalt. Also, ich kenne mich nicht so aus, aber mir kommt halt immer so Warhammer in den Sinn, oder? Ist das richtig so? Ja. Oder auch so Pen and Paper, so, I don't know. Ich werde dort, also in Sachen Pen and Paper werde ich noch meinen Einstieg finden, in ein paar Wochen. Aber ich finde es mega faszinierend, Leute, die das machen. Finde ich mega cool. Und geht tanzen auch noch, grüezi Bern. Letztes Mal hast du das, glaube ich, schon gesagt. He? Solltest du nicht ins Gameplay reinschauen? Ja, jetzt läuft wieder der Chat ein bisschen. Hey, und Suri Z und also grüezi Bär, a.k.a. Grizzly, jetzt aber. Hast du jetzt deinen Namen abgeändert? Grüezi Bär auf Twitch. Hast jetzt du deinen Namen aber nicht wegen mir, oder? Ja, ich weiss nicht, wie du geheissen hast, aber letztes Mal habe ich gesagt, ich finde Grüezi Bär einen viel besseren Namen. Und ich glaube, jetzt hast du ihn geändert, oder? Aber sorry, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich habe Guns N' Roses heimlich müssen hören. Heimlich müssen hören? Ja, das heimlich. Ja gut, heimlich, so richtig heimlich habe ich nie gelassen. Wie gesagt, dort bin ich schon ein bisschen der Rebell gewesen. Ich habe dann auch gerne mal ein bisschen zu laut aufgetragen. Vor allem, als ich angefangen habe, Rock, Metal zu hören, wollte ich so ein bisschen zeigen, oder so quasi sagen, nennt das da, nennt das. Aber ich glaube, das gehört irgendwie so ein bisschen zum Teenager-Sein dazu. Bleib lieber auf YouTube. Kein Plan, wie die Regeln auf YouTube sind. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie es auf YouTube ist, aber ich kann so viel sagen, dass mein Content grundsätzlich größtenteils family-friendly ist, aber nicht immer. Ja, es kann auch mal zweideutig werden.
Aber eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, mein Content, egal wo, ist eigentlich ab 18. Ne? Einfach, dass das schnell erwähnt ist. Ja, auf Twitch müssen wir so Leute sperren. Das ist true. Also vor allem Twitch kommt dann selber und sperrt auch. Ja, okay, nicht Pen and Paper, sorry, es ist eher Tabletop. So, ja, das habe ich jetzt so ein bisschen durcheinander gebracht. So, damit ich mitlassen kann, was da für eine Musik läuft. He? Warhammer, D&D etc. malen an meine eigenen Gelände aus Fimo. Okay. Oh, ich habe da auch schon x Videos geschaut, wo es auch so ein bisschen also ich nehme an, wir meinen das Gleiche, so quasi, ich sage jetzt auch mal das Spielbrett, dort, wo man die Figuren nachher so aufstellt und so, oder? Das Gelände, I guess. Das finde ich mega geil, wenn sich dort jemand so unglaublich Mühe gibt. Das finde ich so beeindruckend. Aber grüezi Bär, wir haben tatsächlich einige, ich weiß jetzt nicht, ob alle aktiv sind gerade im Chat, aber wir haben einige in der Community, wo das feiern, wo das auch machen. Also in dem Sinn bist du schon am richtigen Ort. Redbeard, grüezi Redbeard, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Hi. Also bei mir gerade nicht. Die Mutter hat Klassik gelassen und der Vater Hudi-Gäckeler. Wobei, das hat mich dermassen genervt, da bin ich zwangsläufig beim Metal gelandet. Finde ich noch interessant. Ich muss sagen, klassische Musik, ich meine, ich kann mir es jetzt auch nicht nonstop geben. Aber genauso wenig kann ich mir auch nonstop Death Metal geben. Weißt du, was ich meine? Aber klassische Musik fühle ich eben schon noch, muss ich sagen. Aber da Hudi-Gäckel, das ist einfach so ein geiles Wort. Das ist halt einfach auch nicht meins. Aber ich verstehe es auch dort wieder, dass du dann sagst, vor allem eben, wenn du jung bist, oder? Wenn du jung bist, so, die lassen klassische Musik und der lässt den Huren, sag ich mal, jetzt lasse ich halt meinen Scheiß. Und dann drehe ich auch ein bisschen auf. Ja. Ja, aber Ä und Ü gehen nicht. Jetzt komme ich nicht raus. Jetzt komme ich, glaube ich, nicht raus. Ä und Ü gehen nicht. Weil das ist der... Aha. Ja, aber weißt du denn das, Sandra? Also dann bist ja du nicht die Sandra, ne? Dann bist ja du auch nicht die Sandra. Ja, also auch ein bisschen vorsichtig sein, ne? Also Hauptsache, die Mutter weiß es, ne? Das wäre nur fair, wenn sie es weiß. Und vielleicht auch weiß, wenn du da etwas guckst, das vielleicht nicht, ne? Nicht für dein Alter geeignet ist. Oh, Chat. Holy. Music, Chat. Music was my first love. So, schnell schauen. Oh, der Calls ist auch noch auf YouTube auftaucht. Let's go. Rapbeard, habe ich schon gefragt, wie es dir geht. Rapbeard, wie geht's dir? Aber Troy. Sorry, wenn man etwas hören sollte, wegen der tieferen Botschaften, ist Mani Matter King für mich. Hey, also Mani Matter ist auf jeden Fall eine Legend, oder? Also keine Frage. Mani Matter, ja, ganz klar. Und tiefere Botschaften, ja. Ich finde es allgemein immer schön, wenn man so ein bisschen selber Sachen interpretieren kann. Ich nehme jetzt auch mal, es ist jetzt weit entfernt von Mani Matter, aber ich nehme jetzt auch mal Rammstein. Und Rammstein hat für mich eben auch so Texte, wo man mega viel drin interpretieren für sich selber. Ja. Darum habe ich auch sehr lange Rammstein gehört. Ich finde Rammstein auch sehr geil.
Aber ich bin absolut deiner Meinung. Absolut. Ich muss aber auch ehrlich sagen, wenn ich halt schon das Chatting mache wie jetzt und dann auch Musik dazu läuft, ist es halt immer schwierig, wenn ein Song läuft, wo der Fokus auf dem Text liegt. Also vor allem so Rap-Hip-Hop-Zeug, oder? Auch wenn ich es gerne höre, ist es dann fast ein bisschen verwirrend, wenn ich einfach dazu rede und ja gar nicht kann den Text konsumieren in dem Moment. Highway Racer, ich lasse euch da mal schnell schreiben miteinander. Ich tue jetzt das nicht kommentieren. Meine Mutter hat auch Hodigäckeler und Status Quo oder alte deutsche Schlager gelassen und der Vater Elton John, Celine Dion, Barclay James Harvest und eben auch auf der Metal Rock Schiene. Heute kann ich aber alles lassen und kenne Texte von vor 30 Jahren auswendig. Ja, aber ja, das ist genau auch das, was ich meine. Ja, wenn man jung ist, will man noch einfach sein eigenes Ding haben. Es ist dann wie blöd gesagt. Es ist auch für mich schwierig jetzt zu beurteilen, aber ich nehme an, es ist auch Hauptsache nicht da, wo die Eltern hören. Ja? Stell dir mal vor, wenn die Eltern Metal hören, dann hätte ich wahrscheinlich dann hätte ich etwas anderes gelassen, oder? Dann hätte ich nachher nicht klassische Musik gelassen. Aber das ist so ein bisschen das Anderssein. Ich will anders sein. Ich glaube, es ist vor allem das. Aber ist es... Jetzt habe ich so eine Frage. Also Jenny, ich habe Frage eher so an die... an alle im Chat oder auch die jünger sind oder vielleicht auch... I don't know, Kinder haben vielleicht. Was ist denn heutzutage die rebellische Musik? Ich weiß nicht, ob es eben immer noch Metal ist. Für mich ist es so, ich habe eben das Gefühl, Metal ist bei meiner Generation so ein bisschen die Musik gewesen. Aber ist es heutzutage immer noch so? Oder ist es heutzutage, keine Ahnung, K-Pop? Ist so K-Pop da, wo heutzutage, wie soll ich das jetzt sagen? Ist das da, wo früher Metal war? Ist jetzt auch K-Pop? Ich habe es eben noch gedacht, Finchen. Also, oder hast jetzt du... Ich glaube, du hast das von dir ausgeschrieben. Du hast auch K-Pop geschrieben. Finde ich interessant. Da habe ich eben auch so ein bisschen mitbekommen, dass K-Pop so etwas ist. Und Arti auf YouTube, grüezi, hello. Danke, geht mir sehr gut und selber, hey Rappier, das freut mich. Das freut mich zu hören. Ich kann mich nicht beklagen, alles gut, merci. Ja, Klassik finde ich inzwischen hat etwas, ich habe ja auch Geige gespielt, nur das Hodigägler-Zeug kann ich immer noch nicht hören. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber Klassik, das habe ich eben immer gesagt, und das hat Tenacious D ein bisschen wie auch ausgedrückt, eher eine Lieder. Irgendwie hat Metal, oder vor allem, ich sage jetzt mal Power Metal, der melodische Metal, ist sehr inspiriert von klassischer Musik. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Das hat irgendwie gehört das schon fast ein bisschen zusammen. Ja? Also ich glaube vor allem so Power Metal, da gehört mir so am besten raus, oder? My music pulls me through. So. Macht das der Mr. Blatsch auch so? Wenn er dirigiert. Auch geiler Song. Habe ich auch gerne. So, Chat. Ah ja, und Tanzen habe ich halt jetzt im September für mich entdeckt, mit Lindy Hop angefangen, dann von einem Date zum Ballfolk mitgenommen worden und jetzt habe ich nebst dem Lindy
nur noch Walzer, Polka, Mazurka, Scottish und Linientanz. Aber nice. Also ich finde das auch... Aber ich habe selber, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, ich habe auch mal ein paar Jahre lang Standardtanz gemacht. Aber eben, einfach Standard. He. Also der Walzer ist auch vorgekommen, tatsächlich. Mal schnell schauen, ich bin mir gar nicht sicher. Polka. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Walzer auf jeden Fall. Halt so, was war noch dabei gewesen? Tango, Disco Fox, Cha-Cha-Cha, Everybody Cha-Cha-Cha. So Zeug habe ich getanzt ein paar Jahre lang. Ich kann es nicht mehr. Ich glaube, ich kann es wirklich nicht mehr. Aber es ist irgendwie schon noch... Es ist irgendwie noch schön, das zu können oder so ein Hobby zu haben. Also, go for it, grüezi Bär, go for it. Aber jetzt habe ich noch eine Frage, grüezi Bär. Hast du ein Diplom gemacht oder hast du noch vor, irgendwie ein Diplom zu machen? Weil das war bei uns tatsächlich auch mal so ein Gedanke gewesen, vor vielen Jahren, als ich getanzt habe. Aber ich habe nachher leider nie ein Diplom gemacht. Das ist nicht dazu gekommen. Und jetzt verschwinde ich schnell, Chat. Ja, schau, jetzt ein Rammstein kommt von der Trini. I like. Klassik lasse ich gerne beim Programmieren, aber beim Fehlersuchen braucht es dann schon ein bisschen Orbit Culture. Orbit Culture. Oha. Also ich kann euch sagen, lieber Chat, klassische Musik beim Kochen. Es gibt nichts Besseres. Und jetzt wisst ihr genau, wenn der Troy kocht, was er für Musik lässt dazu. Ich liebe es. Gut, natürlich, also ich sage es jetzt auch so, wenn ich natürlich auch schnell Ravioli aus der Büchse mache, dann läuft eine klassische Musik. Aber wenn ich mir so etwas Grösseres vornehme, wo ich vielleicht so eine Stunde oder 3/4 Stunde in der Küche bin, aktiv am Zeug zubereiten, am Kochen, dann läuft klassische Musik. Das muss schon sein. Hast du schon mal einen Angel gesehen? Jetzt ist aber wieder Angel, ne? Habe ich schon mal einen Engel gesehen? Ja, ja, habe ich. Und der ist dann zum Teufel geworden. Hat sich geoutet als der Teufel. Also eigentlich auch nein. Da habe ich den Google aber gut gesagt. Ich habe im Fall, ohne Scheiß, als ich es gesagt habe, Trini, mit all die Kinder haben, habe ich glaube gesagt, habe ich irgendwie gerade an dich und an Google gedacht. Und er ist ja, glaube ich, auch auf Metal unterwegs. Also, ja, dann hast du da auch den, hast du da gut gemacht. Also, entweder ist der Google einfach nicht so der typische Rebell, oder du bist auch die ultra coole Mutter. Ich meine, das gibt es ja auch. Und das finde ich natürlich schon geil. Tokyo Hotel. K-Pop, hä? Das ist heutzutage ein bisschen da wahrscheinlich. Hey, witzig, ich habe einmal mit meinen Eltern gerne Fanta 4 und so weiter im Auto gelesen und mitgesungen. Ich muss sagen, meine Eltern haben mich aber auch Backstreet Boys hören im Auto. Nein. Techno war damals noch ein bisschen aktuell gewesen, vielleicht auch ein bisschen weit. So, ich versuche mich gerade an Szenen zu erinnern im Auto. Sicher Techno. Eine Weile lang dann auch Blink 182, wo wir ab und zu gelassen haben. Aber ich glaube, bei Techno haben sie noch am ehesten mitlassen. Und da habe ich einfach ab und zu geheißen, so, kleiner Troy, du darfst jetzt deine CD rein tun. Oder dein Kassettchen oder was auch immer. Und dann habe ich auch mein Zeug hören. Aber das finde ich natürlich geil. Grüezi, das finde ich geil, wenn man so wenn das so funktioniert. Und die Eltern auch ein bisschen mitlassen, was die Kinder hören. Und vielleicht auch umgekehrt. The way
To keep you coming back to me, everything I do is for you. Ach, Chet, what are we doing, hey? Apache XYZ? Was? Keine Ahnung, da bin ich raus. Also ich habe kein Rammstein hören im Auto. Gut, das Rammstein ist auch zu weit gegangen für meine Eltern. Meine Kleine wollte Katy Perry oder ABBA hören. Aber heute lässt sie K-Pop und Rock. Katy Perry und ABBA. Okay, nice. Für mich war die rebellische Musik halt immer Punk gewesen, in einer doch eher reichen Gemeinde aufgewachsen. Sind wir mit Iro und Springerstiefel der Dorn im Auge von der Bevölkerung. Oreo, ohne Scheiß, Mann. Holy shit, Mann. Jetzt habe ich gerade ein ganz anderes Bild von dir. Nein, es ist halt früher ist mir anders gewesen. Ja? Das ist bei mir auch nicht anders. Ich meine, eben, Metal habe ich gehört. Metal war die Rebellenmusik von mir. Punk ab und zu, aber auch Metal. Und ich bin halt, hey, ich habe Haufen Bändeli gehabt. Nein, also, ja gut, einerseits habe ich die ganzen hure Festival-Bändeli gehabt, aber das finde ich auch heutzutage noch cool, wenn das jemand hat. Aber dann so die Nieten-Bändeli und die Nieten, also ich habe wirklich so einen Patronengurt gehabt, oder? Wirklich so mit echten Patronenhülsen, by the way. Da habe ich immer noch irgendjemanden rumliegen. Also im Kleiderschrank ist der irgendjemand rum. Einfach so echte Patronenhülsen und dann auch ein Gurt. Und das Ding war ultra schwer, aber mit dem bin ich immer rumgelaufen. Einfach, dass die Leute echt direkt wissen, okay, der lässt Metal. Ich habe aber nie lange Haare gehabt, muss ich ehrlich sagen. Hey, und Flöru, ich habe dich nie begrüßt. Flöru, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Flöru, Mann! Wie war deine Woche, Flöru? Gut, ich bin auch noch nicht so weit im Chat. Ich bin ein bisschen nach dem Chat, ich gebe Gas. Stimmt, darum sage ich, Klassik mit Metal ist gegangen, ja, true. Musik einfach eines von der verdammten Meisterwerke, absolut, Jenny, absolut. Genauso nebst dem, dass das eines von meinen Lieblingsstücke ist, das ich schon dirigieren durfte. Ah, geil. Ich glaube, haben wir es auch schon davon gehabt. Ich glaube, wir haben es auch schon von dem Lied gehabt. Wirklich, wirklich einfach geil. Da bist du schnell wieder drin, das verliert man nicht. Ich habe mir das letzte Mal überlegt, ohne Scheiß. Ich habe mir so überlegt, so, Moment, wie gehen jetzt die Tanzschritte schon wieder? Also ich persönlich, meine Disco Fox kann man irgendwie gefühlt zu allem tanzen, oder? Und ist auch mega simpel grundsätzlich. Aber was ich halt geliebt habe, ist Tango. Und ich habe auch Walzer habe ich gerne getanzt. Aber Tango, ne? Das hat Emotionen drin. Das habe ich geliebt. Das habe ich echt geliebt. Das war echt gut gewesen. Und dort hatte ich keine Ahnung mehr. Dort hatte ich wirklich keine Ahnung mehr. Musik und Tanzen machen einfach etwas mit der Hirnchemie. Es ist so toll, Diplom. Nee, auch nicht. Ich habe definitiv noch andere Zeit. Ich möchte mich richtig Arbeitspädagog weiterbilden und Fachbereich Garten. Mit Fachbereich Garten. Okay. Ja, eben, hey, man muss auch immer Prioritäten setzen. Es ist auch so. Also, das habe ich auch erlebt, oder? Unter anderem ist auch bei mir das Diplom dann aus diesen Gründen nicht zustande gekommen. Aber es klingt auch sehr geil, grüezi Bär. Es klingt sehr geil, was du so machst. I like. Aber eine Dosis K-Pop für den Troy, dass er modern bleibt. Sind wir schon so weit? Das ist noch nicht K-Pop. Oder Barcelona, das ist nicht K-Pop. Sandra, was ist denn mit dem Angel? Sandra. Ja, aber High Racer Sandra, ihr macht das gut, ne? Techno ist als Schütti-Pumpi-Musik bezeichnet worden.
Ja, oder einfach allgemein Lärm. Es war immer Lärm. Oder habe ich Metal gehört, ist es Lärm. Habe ich Punkrock gehört, ist es Lärm. Und habe ich Techno gehört, ist es auch Lärm. Aber was es eben ist, so, Metal ist dann eben noch böse. Oder? Metal ist dann noch so, das ist der Teufel. Ne? Ja, das ist die Musik vom Teufel, Chat. Pour un Flirt bei Michel Delpech. Okay. Ich würde sagen, bei die ultra coole Mutter, weil rebelliert hat der Googly auch. Nur hat es mich nicht gestört, ich habe es cool gefunden. Ja, aber das finde ich aber schon noch, das finde ich speziell. Das finde ich aber auch schön. Ja. Und der Googly ist ja schliesslich, der Googly ist zum Googly herangewachsen. Also hast du alles richtig gemacht. Limp Bizkit, und Linkin Park, Slipknot und das so die rebellische Zeit in der Schule, Anarchie. Ja, gebe ich dir recht, Limp Bizkit auf jeden Fall. Ich muss schnell überlegen. Limp Bizkit ist schon auch, dort haben meine Eltern schon auch ein bisschen Mühe gehabt, als ich Limp Bizkit gelassen habe. Linkin Park eher wenig. Ja, aber es ist, ja, ich weiss, was du meinst. Es war bei mir auch ähnlich gewesen. Limp Bizkit, Linkin Park, Slipknot. Slipknot jetzt eher weniger. Oh, haben Sie schon gefüllt, Chat? Song Requests sind übrigens voll, also ich kann nicht jetzt aktuell nichts mehr wünschen. Wir hören zuerst mal die Playlist fertig und dann schauen wir weiter, ob wir noch ein bisschen dranhängen. Aber am Sonntag war immer Philipp Maloney, 10 bis 11 ist einfach Schweizer Kultur. Holy fuck! Butcher, was los? Was passiert? Then sorry on me. Take me on, das ist noch ein bisschen weit. Jetzt ist mir der Bär in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, wieso mir jetzt der Bär in den Sinn gekommen ist. Ich glaube, er hat mir mal gesagt, nein, das singt sich anders. Der Text geht anders. Oh, Chat. Der Bär. Schnell schauen, wo bin ich gewesen? Meine Mutter hört immer Rammstein, wenn sie im Stau ist. Nützt denn das etwas? Meinen Eltern war da alles egal gewesen. Okay, das finde ich jetzt aber auch noch speziell. Also, ist jetzt vielleicht ein schwieriges Thema, aber also haben sie alles gehört, was du auch gehört hast? Oder haben sie auch immer noch ihre eigenen Zeug gehört? Aber haben sich immer gefreut für die Sachen, die du hörst? Ich sage es jetzt mal so. Ja. Kann natürlich für vieles sein. Es kann auch negativ sein, wenn du sagst, hey, meinen Eltern ist alles egal gewesen. Das kann auch sehr negativ sein. Aber darum, ich will jetzt da nicht irgendwie den falschen Nerv verwünschen, sage ich jetzt einmal. Ich habe mich in Oreo verknallt mit einem Profilbild, wo man sonst würde denken, what the fuck, ich nur so, dich will ich. Okay. Das ist aber auch schön. Arti, Oreo, das ist schön. Aber von meinem Vater habe ich Rammstein. Okay, das finde ich jetzt auch noch speziell. Von deinem Vater hast du Rammstein. Okay. Knallblaue Iro, volltackerte Lederjacke, Tartanhose, 20 Lochspringer, alles voller Nieten, etc. Ja, bin recht auffällig gewesen. Okay. Troy meint, ob du jemanden gesehen hast, der schon mal Fisch geangelt hast. Liebe Sandra, ich habe schon Personen in meinem Leben getroffen, die angeln. Ja. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Fische geangelt hat, ja.
Ich habe schon solche Personen in meinem Leben getroffen. Ich hatte einen Nietengurt mit langen Nieten, nachdem es mit dem Töffel auf die Schnauze gehauen hat, habe ich einen Monat lang einen gelöcherten Arschbacken gehabt. Das hast du, glaube ich, mal erzählt. Aber das ist uff. Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage. I'm so sorry. I like. Ja, vor allem Season 1 bis 7. Schnell schauen. Meinst du Arbeitsagog? Falls ja, kann ich sehr empfehlen. Sehr spannende Ausbildung und lernst auch viel über dich selber, zumindest bei mir so. Bin jetzt gerade in den letzten Zügen von Modul 4. Oha, okay, krass. Ich habe selber schon einmal geangelt. Und hast du was gefangen dann? Oder hast du es einfach probiert? Also ich nehme jetzt mal an, du hast auch was gefangen. Einen großen Fisch. Philip Maloney ist geil, sie haben es leider verfilmt, ich hasse das. Okay. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen. I don't know. Guckst mal DC-Fettli, dort habe ich schon kein Iro mehr gehabt. Ich schaue schnell, Moment. Fettli und Videos. Was ist denn? Sorry, wir müssen schnell Discord-Fotos anschauen. Ich musste lachen, ja, aber nicht wegen deinem Bild. Ich habe auch jetzt im Double-Click sein Bild gesehen. Wäre gut. Da müssen wir jetzt schnell anschauen, Chat. Das muss schon sein. Geiler Vibe vom Lied. Das liebe ich. Das ist echt geil. Also vor allem so der Beat, der Flow, Melodie. Nice. Chat, nice. Oh ja, jetzt ist schauen. Jetzt schauen wir dem Dave sein. So. Doppelklick, bist du überhaupt rum? Wir schauen jetzt schnell dein Bild an. Ja, ich muss es noch schnell abspeichern, dann noch schnell. Schau jetzt an. Schau jetzt an. Holy shit, Oreo. Gott, Verdeckel noch einmal. Also, Chat ist schnell vorbereitet, dass ihr das auch seht. Ja, der sieht nichts, hä? Doof. Also, das ist nicht der Oreo, hä? Nicht, dass jetzt da Verwirrung entsteht. Das ist nicht Oreo. Das ist der liebe Double-Click. Das ist der liebe Double-Click. So die hohen Hütchen. Wie gut. Love it. Love it. So schnell schauen. Oh Mann, wieso geht das nicht? Oh, jetzt. Nice one. Chat, jetzt gehen wir mal da hin.
Schaut euch mal das Bild an. Jetzt gehe ich schnell den Chat weiterlesen. Ah, ihr eigenes Zeug hört schon. He? Sandra, ich angle nicht. Ich angle nicht. Sandra, ich angel doch nicht. Ich habe keine Angelroute. Der hat einen Discord. Ja, Ausrufezeichen DC. Grüezi Bär. Ausrufezeichen DC, einmal auf Twitch, auf YouTube ganz nicht. Und dann bekommst du einen Link. Vielleicht ist das inzwischen schon der Fall gewesen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, auf Twitch müssen wir User unter 13 sogar bannen und melden, auch wenn sie es nicht gemacht haben. Ja, ist richtig, ja. Auf Twitch muss ich sie bannen oder melden oder wie auch immer. Ich glaube, sie kann sich so beruhigen, bevor sie auf andere Autofahrer losgeht. Mit der Rammstein, oder? Geil. Ich habe 7 Angeln. Oha. Was gibt es denn da für Unterschiede, Sandra? Definitiv, aber weißt du, was das Beste ist? Ich mache D&D Recap, erste 2 Minuten für eine Session mit dem Intro von Maloney. Okay. Walla. Walla? Das sagt mir jetzt nichts. Was bedeutet denn das? Lizenzgebühren. Karl schreibt Herrgott Donner und mein Bot schreibt Lizenzgebühren an 81 Calls werden fällig. Wir müssen da noch mal schnell das Bild begutachten hier. Ja? Also schon. Das Outfit, holy shit, Mann. Schaut euch das mal an. Krass. Ja, das ist die Fotoqualität von früher, Chat. Das ist die Fotoqualität von früher. Mhm. Let's go. Let's go, Oreo. So, jetzt muss ich da noch schnell schauen, wer sich das angewünscht hat. Du bist so ein Löli, Mann. So ein Löli. Der Oreo ist so ein... Jetzt habe ich sogar das Gesicht zu dem Troll, oder? Da, der Troll da. Wünscht sich da bei mir immer so trollige Lieder. Was soll ich jetzt machen? Haben wir alle Bilder angeschaut? Ich glaube, wir haben alle Bilder angeschaut. Chat, ich glaube, ich muss skippen, oder? Muss ich skippen? Bin mir noch nicht so sicher. Wird es noch besser? Oder wird es immer schlimmer? Okay, es wurde geskippt. Merci, Blatsch. Oh. Das ist mal Kontrast, Chat. Ja, the most beautiful girl in the world. Oh, schöner Song. Holy shit. So, Chat, was haben wir gesehen? Hey, nur so eine Frage, Troy. Ist es okay, wenn ich meine Miniaturen dort checke, so als visuelles Gudeli? Mach nochmal, grüezi Bär, schick das Zeug dort rein. Fettli und Videos oder kreativ Uso. Ich glaube, es wäre sogar kreativ Uso, wäre passender, weil es ja etwas Kreatives ist, was du gemacht hast. Aber einfach reinschicken. Der größte Fisch Deutschlands, ein Walter. Oha, jetzt habe ich was gelernt. Das habe ich nicht gewusst. Ein Walter. Ich kenne schon Walter.
Ja, das ist ein anderer Walter. So ähnlich ist der Google früher auch rumgelaufen. Okay. Willst du nicht noch Food anschauen? Kann ich noch gerne machen. Ich werde aber schnell im Chat noch ein bisschen vorwärts kommen. Ich habe nur was Nervöses gesucht für den Highway Race. Aber denke daran auch, ja, ne? Denke daran. Ich schaue es jetzt. Ich schaue schnell. Ich sage jetzt auch mal, es sind rund 70 Leute, die mitlassen. Ja? Und nicht nur ich und der Oreo. Nicht nur ich und der Highway Racer, sondern du gehst da Musik rein für doch recht viele Leute. Also, schau bitte, dass es ein bisschen passt. Wie gesagt, sonst werden ihr auch blacklistet und dann ist auch doof. Und ich habe es so eingerichtet, dass es automatisiert ist, wenn ihr zu häufig geskippt werden, werden ihr auch blacklistet. Und das wäre dann auch schade, wenn ihr gar nichts mehr wünschen könnt. Mal ein bisschen etwas anderes, okay. Call of Duty Black Ops 6 Chat. Ich habe 3 Spinnrouten und eine Grundroute, eine Fütternroute und 2 Wallerrouten. Ich glaube, Spin, ne? Das ist der englische Begriff Spin. Da dreht was, ne? Da dreht was. Bei der Grundroute dreht es nicht. Und bei der Wallerroute, da wallert es. Etwa so stelle ich mir das vor. Aber nice, okay. Krass. Also ja. Einige verschiedene Routen. Ich kenne mich halt gar nicht aus, ne? Bin selber froh, haben geskippt. Mag so halt nicht mehr. Habe das nie nüchtern gelassen. Das CO6 End Credits Music. Okay. Okay, seid ihr drinnen? Wo kann man den Song Requests, grüezi, sind leider jetzt im Moment zu. Du siehst es immer da, aber wenn da steht SR Off, sind sie zu. Wenn steht SR On, dann kann man mit Ausrufezeichen SR Abstand Spotify Link etwas wünschen, aber jetzt in dem Moment geht es nicht. Aber mal schauen, vielleicht machen wir nachher noch mal auf, aber es kann auch sein, dass wir heute ein bisschen früher ins Gameplay gehen. Mal gucken. Nicht Walter, sondern die Wallerroute. Okay, jetzt ist es angekommen. Okay. Eine Wallerroute, auch Welserroute genannt, ist eine spezielle Angelroute, die für das Angeln auf Waller oder Wels ausgelegt ist. Diese Fische gehören zu den größten Süßwasserfischen Europas und können mehrere Meter lang und über 100 Kilogramm schwerer werden. Daher müssen Wallerrouten besonders robust und leistungsfähig sein, um diesem starken Fisch standzuhalten. Okay. Ja, interessant. Ja gut, Musik ist sehr individuell. Zum Beispiel, das jetzt ist Musik, die ich gar nicht vertrage. Jedoch würde ich in einer Gruppe nicht darüber motzen. Oder gerade in Lurk oder Off gehen. Hashtag keine Diskussion, just my 5 cents. Hey, absolut. Absolut. Aber ich glaube, man kann auch ich, wo gerne Metal hören, wie gesagt, ich sage es immer wieder, ich nehme das immer wieder als Beispiel. Ich höre gerne Metal. Aber on Stream höre ich mit euch, würde ich auch nicht die ganze Zeit Metal-Wellen hören. Es ist immer so, ich glaube, man kann es so ein bisschen rausspüren. Was ist Mainstream genug, dass es alle hören können? Ich glaube, es geht eher ein bisschen um das. Es ist so die Frage,
Und ich wollte jetzt auch, Oreo, hey, ich werde jetzt da nicht irgendwie eine Diskussion mit dir starten. Aber deine Absicht ist es ja gewesen, zu trollen. Und das mag ich nicht. Also, es ist ja deine Absicht gewesen, und das haben wir ja auch gemerkt. Und ich glaube, dort ist so die Grenze, wo ich sage, hey, du trollst uns alle jetzt ein bisschen. Ja, ist mal lustig ab und zu, aber vielleicht, wenn es too much ist, ist es irgendwann dann eben nicht mehr so lustig. Aber verstehe mich nicht falsch, das sind meine 5 Cents zu dem Thema. Ich habe ChatGPT gefragt. Alles gut, Oreo. Hä? Thema erledigt, ist alles gut. Alles gut. So, Chat. So, Chat, wo sind wir? Fötterli. Ja, gib niemals auf. Oder gebt niemals auf, Chat. So ist es. So ist es und nicht anders. So, jetzt muss ich nochmal schnell Bilder suchen hier. Okay, da sind einige Bilder reingekommen wo ja der Legendary Token. Ich tue da schnell ein paar Sachen abspeichern. Stehend auf. Ich stehe da mit dem Mic in meiner Hand. So, ich bin immer noch schnell am Bildchen abspeichern, lieber Chat. Habt schnell Geduld. Sind da einige Sachen reingekommen. So, Highway Racer, kann ich Kategorie wieder auf Just Chatting machen? Was meinst du? Ich glaube, wir können wieder auf Just Chatting gehen. He? Oh shit, hat es jetzt funktioniert? Als No-Cover. Wo bin ich jetzt hin? Just Chatting, Mann. Und jetzt kann. Kannst du einen einrollen? Oh, Chat. Specko, gibt es ein bestimmtes Bild, das ich zeigen soll? Oder einfach die letzten 4, die du geschickt hast? Die neuesten, jetzt habe ich schon alle 4 abgeladen. Also, Chat. Schnell schauen, wo wir anfangen. Wir fangen mal beim Essen an. Das ist gerade das Erste, was aufgeht. Irgendwann komme ich dazu zum Gameplay, lieber Chat. So, wir haben mal ein Bild von der Specko. Specko kann schnell erklären, was wir hier sehen, und ich lese noch schnell den Chat weiter.
Er fischt nicht, hat er gesagt. Danke vielmals, Highway Racer. Ja. So, aber jetzt wird das Thema Fischen einfach ignoriert, ne, lieber Chat. Ich glaube, wir haben es durch. Ne? Ich glaube, da sind die Fragen beantwortet und so weiter. Wasserspinat. Okay, also Specko hat da Wasserspinat gemacht, lieber Chat. Wieso geht das denn? Ah, jetzt. Mhm. Das ist nur für das Auge, oder? Das ist nur fürs Auge. Damit es so ein bisschen Kontrast hat, he? Natürlich. Komplementärfarben-Chat. So, da ist das Auge mit und so. He? Muss ich nicht erklären. Aber jetzt habe ich eine ganz freche Frage. Jetzt habe ich eine ganz freche Frage. Jetzt wollte ich gerade sagen, das hast du nicht selber. Es sieht, bist mir nicht böse, wenn ich das sage. Verstehe mich nicht falsch. Aber es sieht halt schon nach Restaurant aus. Also, okay. Dann ist es natürlich nochmal etwas anderes. Vom Restaurant so serviert, Chat. Bin mit Kollegen im Rest. Ja, genau, das habe ich vorgelesen. Gehen wir schnell schauen. Muss da schnell. Oh, ja, jetzt, sorry, schnell, ich muss da noch schnell das Essen durchgehen. Da haben wir noch etwas von der Specko. Das ist auch im Restaurant, oder? Das verratet es halt, oder? Das verratet es halt. Was ist denn da? Ja, das ist Sojasprossen, Chat. Oh, schöner Song. Gebratene, breite Reisenudeln, Gemüse und Rindfleisch, Chat. Wasserspinat, ist das nicht einfach ein fancy Wort für Seegras? Okay, Chat. Chinesischer Wasserspinat, okay. Wir gehen noch eins weiter da. Oh, das ist einfach immer so fürs Auge. Legen Sie so eins drauf. Da. Was haben wir echt da? Schwierig zu sagen. Spezielle Form? Ich kann es nicht beurteilen. Specko, was essen wir da? Hühnerfüße. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Hühnerfüße schon mal hatte, Chat. Da weiß ich nicht. Ja, Chat, Chat, wenn ihr Hühnerfüße schon mal habt. Aber da ist schon nicht viel dran, oder? Das ist ja so. Da musst du ja. Also, ich stelle mir vor, da ist wirklich nicht viel dran. Geld zum Knagen. Ja, das stelle ich mir schon. Ja, aber wenn es dann eben nur noch das ist. Ja, gut, wenn es natürlich. Hey, ich kann es nicht beurteilen, ich habe es noch nie gehört. Einmal in Portugal gilt als Delikatesse. Okay, interesting. Das habe ich nicht gewusst, dass es in Portugal Delikatessen ist. Wer gerne Knorpel hat, okay. Ja, absolut, kann man es gut vorstellen. Oreo, jetzt schau, was du dir hast wünschen. Das wird jetzt geprüft. Das sieht nicht nach einem Trollsong aus, tatsächlich. Ich weiss, nein, das ist, glaube ich, kein Trollsong. Okay. Aber leider sind Song-Requests deaktiviert, Oreo. In Japan gibt es so ein Restaurant mit allem vom Huen. Allem. Vom Huen. Vom Huhn. Jetzt denkt er so, Huhn. so ein bisschen, keine Ahnung, japanisch ausgesprochen, I don't know. Ja, vom Huhn. Hello boy and chat. Oh lalalala, Mann, wie geht's so schön, dass du da bist. Wie hast du es, Urlen?
Wir schauen uns da gerade das Essen von der Specku an, wo sie allerdings nicht selber gekocht hat, muss man da dazu sagen, sondern das ist Essen aus dem Restaurant. Puh. Das ist es so. Okay. Das sieht irgendwie noch geil aus, aber da muss jetzt... Cheng Fun. Cheng Fun? Sounds like fun. Chat. Ullen! Der bin ich noch eine Antwort schuldig. Kommt noch. Ich weiss nicht, ob ich im Ullen auch noch eine Antwort schuldig bin. Ich habe noch irgendwie etwa, ohne Scheiß 15 offene DMs, die ich noch nicht beantwortet habe. I'm so sorry. Ja, alle, die noch auf eine Antwort von mir warten, die kommen dann schon noch irgendwann. So, Chat. Jetzt wollen wir echt hier an. Was sehen wir da? Aber es ist sehr geil. Das ist sehr geil. Da das Grünzeugs. Also da hat man jetzt eigentlich, ich gehe nochmal schnell zurück, jetzt hat man da schnell aus dem Teller ein paar genommen. Schnell ein paar genommen, draufgeklebt. Draufgeklebt. Aber sehr geil. I like, schön angemalt. Necrons, der Ullen, also der Ullen kennt sich halt aus. Der Ullen kennt sich halt aus. Und Spaghetti. Wait a second. Spaghettinius, was für ein geiler Name, ne? Was für ein geiler Name. Grüezi und hallo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Süßwasserfische in Tessin. PS, der Song ist gewünscht worden von mir, wo es um die Prägung von der Musik gegangen ist. Okay. Aber hat was, ne? Sie haben 100 Grüezi-Bären gewonnen. Schau jetzt, Grüezi-Bären. Du kannst jederzeit noch etwas kommentieren. Ich gehe da einfach mal durch. Ich kenne mich halt nicht aus. Der Ullen, der kennt sich halt aber aus. Ui, aber da... Ohne Scheiß, ich als Noob, wenn ich jetzt das sehen würde ich sagen, das ist der Thanos. Der Thanos mit irgendwie so Rüstungen und so, oder? Und mein Hammer hat er auch noch geklaut, der Thanos. Aber auch da wieder, da finde ich halt mega schön gemacht. Da finde ich hure schön gemacht mit dem Gras und so. Das ist sehr geil. Holy shit, man. Also Kompliment, hey. Sehr geil. Chat, da ist noch Magie drin in dem Hammer. Das ist wie mein Hammer, der hat auch ein bisschen Magie drin. Aber der hat Kaffeetrink-Magie drin. Oi. Das ist... Das Pflänzchen rauswächst, hey. Holy shit. Mit dem Gras, nicht Wasserspinat. Ja, so stimmt, Wasserspinat. Ja. Seetang. Oh. Ja, das ist ein Stormcast Eternal und merci vielmals fürs Lob. Hey, ja, ist es so, wie es ist. Also, ich kenne mich zwar nicht aus, aber ich muss sagen, es ist verdammt gut angemalt und die Details gefallen mir halt schon sehr gut. Ist das jetzt Age of Sigmar? Es sieht aus wie ein Update. Sieht aus wie ein Update vom Mjölnir. Ja, okay. Ja, fair enough. Ja, I see. Es soll ja so Leute geben, die überall Matschi draufgehen. SDTLC, es ist so. Ich habe Matschi gehört in den Schrank hinein, habe ich die Heime, aber ich benutze es tatsächlich eher selten. Es gibt gewisse Gerichte, wo es irgendwie ein bisschen dazugehört, dass ich ein paar Götsch reinmache, aber that's it.
16. Beides, aber ich glaube, das hat euch jetzt gerade so vereint, oder? Grüezi Bär, Ullen, das hat euch gerade so vereint, die beiden 16s. Chat, was haben wir denn da? Ui. Oh, das ist so ein Zwerg. Mit Trommeln, Chat. Mit Trommeln. Und dann da noch so, der tut da die Armee motivieren mit seiner Trommelmusik. Seiner Trommelmusik. Chat, so funktioniert das. Wir bekommen allen Buff über. So, wo bin ich gewesen? Auch da, ich finde auch das finde ich mega beeindruckend. Der Boden ist für mich auch verdammt gut gemacht. Auch schön, hure Details und so. I love it. Aber auch der Rest ist natürlich hammermässig. Das ist ein halber Rocket Launcher, oder? So gut. Chat. Ja, das ist auch aus einem Mittelalter-Setting, das sich eben Age of Sigmar nennt. Okay. Genau, das ist eine gute Frage. Mr. Pletsch fragt, wie lange hast du an so einer Figur? Grüezi Bär. Wie lange hast du an so einer Figur? Das ist wirklich eine gute Frage. Da noch schnell. Okay. Ich stelle mir das noch recht tricky vor, so die Hautfarbe schön hinzubekommen. Weißt du, was ich meine? Oder weißt du, was ich meine, Grüezi Bär? Hautfarbe? Vor allem dann da noch so die. Es ist ja nicht auch eine Farbe, es hat da noch ein bisschen so leichte verschiedene Töne drin. Das alles zu bereichen, ist noch tricky, könnte ich mir vorstellen. Hey, wenn der Base gefallen, ich gieße aber sogar welche aus Resin, die schicke ich schnell rein. Also etwa 1 Stunde oder so, kommt ein bisschen drauf an. Okay, 1 Stunde. Ja, Chat Galaxy S24 Ultra. Geil. Okay, da noch hinten, da sieht man jetzt nochmal da, wo ich gesagt habe. Nice. Ein Riesenhorn hat er dabei. Ein Riesenhorn. Holy shit. Dann schauen, haben wir da alles. Oh, da haben wir den Oreo nochmal. Ich glaube, das sind alle gewesen. Ich schaue nochmal schnell, ob etwas reingekommen ist, was wir noch zusätzlich anschauen. Wir schnell wechseln da. Celtic Lords, Riverdance. Okay, das habe ich schnell gesehen. Tiliabo, Mann! Tiliabo, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello, hello! Wie hast du es? So, schnell gucken. Aber das sieht auch richtig geil aus. Auch vom Grüezi-Bär. Nochmal schnell ein bisschen essen. Nochmal schnell ein bisschen essen, Chat. Oh, was war es? Jetzt habe ich es nicht gesehen. Tliabo mit dem Shield of Reflection. Okay, nice, man. So, da nochmal schnell rein. Da gehen wir jetzt wieder baden. Da gehe ich baden, Chat. Ui. Oh nein, ich habe jetzt. Ja, das ist schwierig. Ui. Ui, was passiert da mit dem Beat? Gefährlich.
Okay. Da nochmal schnell. Chat. Also, okay, what do we have here? What do we have? Oh, da. Chat, da hat's Platz. Ja, also, richtig geil. Richtig geil. Holy shit, Mann. Oh, shit. Fuß-Content. Fuß-Content. Das müssen wir da direkt zensieren. So, hoffe bald ist der Husten ganz weg. Oh, hey, dann wünsche ich dir noch eine gute Restbesserung, Zeliabo. Das ist immer mühsam. Husten, ich hasse es. Ich hasse es. Ah. Alles gespielt mit dem MIDI-Akkordeon. Da, wo wir jetzt hören. Okay, interesting. Ein Typ, ein Akkordeon und ganz viel Pedal dazu. Okay, ja, man hört es ein bisschen raus. Hardcordeon heisst es einfach, verdammt gut. Oh, Italy, aber wir haben sie leider zu. I'm so sorry, wir haben sie zu. So. Dutzke, Datzke, Dutzke, Datzke. Ja, Chat. Let's go. Haben wir alles? Haben wir alles, Chat? Da muss ich noch mal schnell schauen, ob etwas Neues reingekommen ist. Ah, da ist noch... Ui, oh, das hört nicht auf. Lisi, Mann. Lisi geht schlafen, Chat. Gute Nacht, hey Lizzie. Möge dein Schlaf so ruhig sein wie das Plätschern eines Otters im Wasser. Träume süß von funkelnden Armbändern und abenteuerlichen Reisen mit Sailor Moon und Yoda. Lizzie, mach's gut. Schön bist du dabei gewesen. Schlaf gut, schöne Sonntag und bis bald. Bye bye, tschüss. Und viel Spaß beim Film schauen. Let's go. Oh. Ich muss mich da schnell neu platzieren. Moment schnell. Chat. Risch sein. Ich schaue mir, ja, das ist sehr geil. Ich pick mir schnell, grüezi Barisch, ich pick mir da schnell ein paar raus. Das ist sehr geil, das ist richtig nice. Holy shit, das ist eine richtig gute Base. Und das da ist ein Murloc, oder? Das ist ein Murloc. Nein, ich weiss, dass es kein Murloc ist. Das ist grün, das ist sicher der Zelda. Schnell lesen, was ich noch verpasst habe. Chat. Ja, du musst jetzt gar nicht alles, was ich da reinstelle, zeigen. Ich will da nicht das Spotlight klauen. Nein, alles gut. Ja, darum habe ich gesagt, ich picke mir noch schnell ein paar raus. So, lieber Troy, ich hau mich mal in Lurk, muss noch ein bisschen Storywriting machen für unser Abenteuer. Let's go. Hey, viel Erfolg, Ullen. Sehr geil. Schön, bist du dabei gewesen und merci für den Lurk-Support. Danke vielmals. Aber wenn jemand Freude an meinem Arbeiten hat, kann ich eben nicht anders. Nehme ich ja anders. Alles. Ah, ja, alles gut. Musst dich gar nicht entschuldigen. Alles gut. Für das ist ja der Discord auch da. Ich sage auch immer, hey, wenn wir Zeit haben, dann zeigen es. Wenn wir keine Zeit haben, zeige ich vielleicht nicht alles oder auch gar nicht. What a quack!
Was für ein geiler Name. Was für ein geiler Name. Wünsch dir ein schönes Weekend. Hey, what the quack, das wünsche ich dir auch. Und grüezi wohl. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. So, Chat, möchte ich noch schnell etwas anschauen? Das möchte ich noch schnell anschauen. Aber das ist einfach auch sehr geil. Also, Chat, ich weiß es ja nicht. Für das, dass ich mich nicht auskenne bei diesem Thema. Schaut euch mal die Bases an. Hey, holy fucking shit. Aber da hast du ja mehr als einen Stunde dran, oder? Grüezi Bär. Da hast du aber mehr als einen Stunde dran. An dem Teil. Ich nehme an, beim Malen ist eine Stunde. Ja, aber da ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als eine Stunde. Das sind sogenannte Seraphons, so Echsenmenschen, die ich zu Kuotao Wasserbumser. Ambusher umprogrammiert. Oh, okay, holy shit, Mann. Ja, die ganze Lore, die wir da noch ein bisschen mitbekommen. Aber sehr geil. Also da finde ich halt, echt beeindruckend, so Zeug. Also, grüezi Bär, ich möchte gerne einen ganzen Tisch, einen ganzen Tisch so in diesem Stil. Also mit LEDs drin und so. Da fände ich geil, richtig geil. Holy shit. Vielleicht hast du so etwas sogar schon gemacht, könnte ich mir noch gut vorstellen. Wenn du so ein bisschen Talent dafür hast, hast du sicher schon viele Sachen gemacht. So, Chat. Ich schaue auf die Uhr, ich finde sie nicht. Wir haben 22:04 Uhr. Chat. Schnell alles zumachen. Auch. Schnell den Clip schauen. Ja, das ist halt perfekt für mich. Gerade wieder Hunger. Hey. Gerade wieder Hunger. Merci für den Clip, Specko. Danke vielmals. Es ist sein Content. Ohne deine Bilder hat er nichts. Oh. Okay. Ja, aber das ist es. Das ist es so, Chat. Ohne euch gibt es da keinen Content. Ja. Es braucht da ein bisschen, es braucht Viertel, es braucht Songwünsche, es braucht euch. Ja. Ab und zu haben wir mal das Thema Angeln. Ja. Und dann nimmt es manchmal ein bisschen überhand plötzlich und dann ignoriere ich es einfach. Ich habe noch ein Viertel rein von meinem neuen Mitbewohner. Was kommt jetzt? Ich traue. Du merkst, ich traue dir nicht mehr. Ja, ich traue dir nicht mehr so. Aber ich gehe mal schauen. Habe ich es jetzt auch nicht gemacht. Okay, na, alles gut. He? Entwarnung, Chat. Der neue Mitbewohner von Oreo, Chat. Let's go. Hast du noch... Hat irgendjemand noch ein paar Worte zu dem schönen Fisch? Ja, aber der wird nicht geangelt. Ja? Also packt eure Route wieder ein. Ja? So, Chat, wo sind wir? Zaffin, grüezi, Zaffin. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Dann schnell lesen. Also der Guss ist sehr schnell gemacht und dann mache ich viel mit Kork, wo ich nur aufeinander kleben muss. Okay. Schon 10, jetzt geht hier aber kein schnell. Hey, für mich auch. Für mich auch. Das ist der Alex. Wie gut. Das ist der Alexander, der grosse Chat. Und das Geilste ist, der Alexander, der Grosse, der schaut sich gerade selber im Spiegel an.
Er bewundert sich selber im Spiegel. Schaut euch das mal an. Wie stolz als er sich selber anschaut. Ist er hoffentlich nicht allein? Oder Alexandra? Ja, er hat ja sich selber, Tliabo. Ja? Also ich mache mir da keine Sorgen. Das ist ja bei uns auch so. Dann schaust du auch schnell in den Spiegel und dann bist du nicht mehr allein. Ja? So macht man das. Ich denke, ich habe mich aber auch mal her und hey, dieses Format ist safe etwas vom Besten, was ich darüber gestolpert hätte können. Oh hey, im Oresi-Fisch würde ich gerne in Resin eingießen. Don't do it. Das ist der Alexander, der Große. Also vielleicht, wenn er dann mal irgendwann das Zeitliche segnet, dann kann man ihn noch schnell verewigen im Resin. Hey, aber grüezi, dann wünsche ich dir noch ganz gute Nacht. Danke vielmals für deine netten Worte. Das lese ich mega gerne, so etwas. Und ich finde es auch schön, hast du zu uns gefunden. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schlaf gut. Und schönen Sonntag dann noch. Bye, bye, tschüss. Und bye, bye, Sandra. Bye, bye. Mach's gut. Was okay didn't know. So schön. Wie viel haben wir denn noch in der Song Queue drin? Muss ich anschauen. Ja, noch einiges, hä? Noch einiges. Schiberen haben wir noch, APT, Mr. Simple, Buch en Fleur, Na, Showdown, Kinder des Zorns von Bettontod. Holy shit. Und Cyberhex von Motionless in White. Okay, sehr schön. Chat, dann würde ich sagen, dann lassen wir die Songs noch fertig und dann würde ich dann langsam mal ins Gameplay reingehen, oder? Ein bisschen früher und so. Hey, das Emote eignet sich sogar als Anti-Angeln-Emote. Hey, das ist true. Das ist halt true. Absolut. Carnage, weißt du, was mir letztens aufgefallen ist? What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammerin. He does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it hashtag eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Wupsla. Nee, weißt du, was mir letztens aufgefallen oder in den Sinn gekommen ist? Ich war mal bei dir im Stream, ne? Und dann hatten wir eine Idee zu einem Command. Und dann hast du noch gesagt, oh, dann weiß ich ja, was ich das nächste Mal beim Troy probieren muss. Und du hast es halt nie gemacht, ne? Du hast es halt nie gemacht. Und wir haben einfach so ein Easter Egg, das nie gefunden wurde, weil Carnage das nie gemacht hat. Und das schon seit Monaten. Und das hab ich gestern das gesehen, dass das immer noch da ist. Und ich habe das extra eingefügt, weil du gesagt hast, du probierst das aus bei mir. Tja, aber jetzt, ne? Das ist der einzige Tipp, den ich gebe. Nee, es ist nicht this is fine. Es ist nicht this is fine. So, Chat. Schnell zumachen da das Zeugs hier. Tüdelü treu, das Problem wäre, ich würde weiter verrotten. Er würde weiter, ja, ich meine, so einfach ist es nicht. Vielleicht, ich weiß nicht, ich bin da kein Spezialist.
Aber ich glaube, da muss man noch so eine Infusion machen. So Infusion und dann dort die Flüssigkeiten ersetzen. Und, ich weiß es nicht. Aber es könnte noch recht aufwendig sein. Und der arme Alexander, auch wenn er dann noch nicht jetzt, zum Glück, hoffentlich lebt er auch noch lang, lieber Oreo. Aber wenn es dann so weit ist, wenn wir ihn nicht noch weiter plagen. Ist gut gemacht, das mit Rick and Morty Abo, merci. Ja, das ist das Hashtag eventuell auch mal Gameplay, das man auslösen als Abonnent. Ja, klar, ja, als Abonnent. Hackfleisch. Oh, Was war das nochmal? Ja, jetzt Carnage, ne? Rage Mode, Rage Quit. Ja, es ist so ein bisschen, es geht in die Richtung. Also ja, ist jetzt schwierig. Es geht so in die Richtung aggressiv. Ne? Das hat jetzt aber nichts mit dem Wort aggressiv zu tun oder Rage oder I don't know. Aber es geht so stimmungsmäßig in die Richtung. Ne? Ja, der Carnage sucht jetzt alle Chatlogs für. Da wird wahrscheinlich noch, wenn du all deine Chatlogs hast, da wird wahrscheinlich etwas bringen. Immer sind es die Dinge, die man nicht ernst nimmt. Und ey, Carnage, ich weiß, es ist schon so lange her, ich weiß nicht mal mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind. Wie wir auf diesen Begriff gekommen sind, den ich jetzt als Easter Egg schon länger drin habe. Gottfried Stutz. Heiland Zack. Das ist auch gut. Das ist auch gut, shit. So, ich nehme mal den Controller ein bisschen näher da. Ich habe zwar gesagt, vorhin bei der Abstimmung, ich tue noch mal abstimmen, aber ich glaube, es sind genug Stimmen reingekommen. Ich bin mir eben nicht sicher, wie viele Stimmen noch reinkommen. Aber ich glaube, es sind genug Stimmen reingekommen für Life is Strange Double Exposure, dass wir das heute machen. Und für die jetzt denken, ja, aber Song of Horror, lieber Troy, was ist denn mit Song of Horror? Vielleicht dann mal schauen. Ich brauche jetzt mal wieder ein bisschen gemütliche Sachen. Mal ein bisschen weg vom Horror. Ich meine, wir haben jetzt Song of Horror gehabt, dann haben wir Alan Wake DLC gehabt, wo ja auch noch mal irgendwie so im Horror-Genre inne war. Ich brauche jetzt mal etwas Entspannendes. Nee, ja, das wäre jetzt naheliegend gewesen, aber nee, das ist es nicht. Es ist auch nicht verwandt mit dem. Gipfeli. Bananen. Sürmu. Lappi. Glönki. Ja, Chat. Moment schnell. Also Easter Egg Hunt. Ich habe jetzt schon einen gestartet. Darum gebe ich euch noch einen Hint. Aber es ist nicht einfach, Chat. Das ist nicht einfach. Wenn man so ein bisschen aggressiv ist, Chat. Man nehme an, man ist aggressiv, ne? Was könnte dann passieren? Was könnte man da tun? Ja. Und es ist, wie immer sage ich euch auch, welche Sprache das ist. Es ist Deutsch, Hochdeutsch. Okay. Jetzt, ich merke, ihr seid auf dem richtigen Ding, in die richtige Richtung unterwegs und darum lasse ich das einmal so stehen und ich kann mal ein bisschen probieren. Ich frage mich jetzt gerade noch schnell, Chat, wollen wir noch eins puzzeln, bevor wir ins Gameplay hineingehen, oder wollen wir direkt ins Gameplay? 1 für direktes Gameplay, 2 für noch ein Puzzle.
Zwei Puzzle, okay. Also ich tue schnell vorbereitet, Chat. Machen wir das. Puzzeln. Jigsaw Explorer. Jetzt ist die Frage. Ja, wäre jetzt noch frech, wenn ich einfach ein Bild von euch nehme, Chat, oder? Ja, da war jetzt fast ein bisschen zu frech. Nein, wir nehmen eins von den bestehenden, Chat. Die haben schöne Bilder da auf der Seite. Machen wir es so. So, schnell gucken. Was haben wir da? Featured Puzzle. Das ist ja schön. What the hell? Schnell schauen, wie nahe ihr dran sind. Also ihr wollt definitiv noch puzzeln. Bellenwut wütend. Schnappatmung. Bildschirm aus dem Fenster werfen. Es geht in die Richtung. Es geht in die Richtung. Bildschirm aus dem Fenster. Ja, Carnage, hast du's? Oh mein Gott, Carnage, du hast die Chat, du hast den Chatverlauf gelesen, ne? Carnage, GZ. Nice one, Carnage. Ja, jetzt hat der Carnage halt Vorteil gehabt, aber ich muss ganz ehrlich sein, ich habe es auch... Und jetzt kommt das Style eigentlich... Habe ich auch gehofft, dass du es du findest, weil das war eigentlich ein Teil von dem, wo ich mal angefangen habe. Ja? Style. Aber Carnage hat es herausgefunden. Nochmal schnell. Oh, jetzt. Ja. Keine Panik, Chat, das ist nicht bei euch. Ja. Ja, es ist halt, I'm so sorry, I'm so sorry, aber irgendwie ist denn das ist irgendwie entstanden, da mit dem Stein, hat sich als recht schwierig herausgestellt, tatsächlich. Aber vielleicht fällt mir irgendwann mal etwas ein. Aber ja, mal gucken. Ne? Genau, das ist auf die Arbeit bezogen, auf ein Style-Command. Aber die wenigsten haben ein Command. Also Style, nicht, dass du das Gefühl hast, du bist der Einzige, der kennen hat, das ist im Gegenteil. Die wenigsten haben ein Command. Und muss ich auch immer ein bisschen schauen, dass es dort durch fair bleibt. Und, ja, Fienchen haben natürlich hat ihre Fireflies. Das hat sie sich aber auch wirklich verdient. Und sonst habe ich halt häufig mal so einen Clip von einem anderen Streamer als Effekt. Ja, also Style ist mir nicht böse. Wir machen es auch so, du fährst an Stream und dann schickst du mir einen guten Clip und dann baue ich den ein. Ist das ein Deal? So. Ja, der Mr. Simple, Sir Simple. Was haben wir da? Uff. Also, schau, jetzt haben wir einen Deal. Aber da finde ich schon noch geil. Da. Hey, listen! Aber das ist tatsächlich K-Pop. Und ich habe gerade noch so gesagt, ich finde es halt schon noch geil. Es hat etwas. Also sorry, es hat einen geilen Flow. Es reisst so mit. Ich verstehe kein Wort, aber der Rest ist gut. Chat, wir machen jetzt Cupcakes. Wir machen jetzt Cupcakes. I don't care.
Chat, ihr könnt mitpuzzeln. Link im Chat. Also es ist ja vor allem so, dass ihr puzzelt und ich lese einfach ein bisschen Chat währenddessen. So machen wir das. Ich bekomme ja jetzt auch nicht einmal mein This is fine. Irgendwann dann schon. Hey, wer tut so? Jetzt kannst du ein bisschen puzzeln. Also es sind ein paar gute Lieder in diesem K-Pop, muss ich also auch zugeben. Ja, ich finde jetzt das auch geil. Oh, das Style hat es gerade festgehabt. Gerade festgehalten als Clip. Nice one. Not fine. Also, Chat, jetzt tun wir hier puzzeln. Alle dürfen reinjoinen, Link im Chat. Ihr braucht kein Programm, ihr müsst nicht runterladen. Es ist eigentlich eine Webseite, wo ihr könnt mitpuzzeln. So, und das ist das Bild, das wir schlussendlich wollen. Ja, wir da schnell. Okay. Es ist halt alles unten durch, ist so in dieser Farbe. Dann oben durch eigentlich fast auch. Das heisst, wir können da einfach mal so ein bisschen rauspicken. He? Geil. Aber ich glaube, das haben wir schon mal gelassen, das Lied tatsächlich. Das haben wir schon mal gelassen. Jetzt tust du schnell Spotify wieder einblenden. Wieso? Ah, jetzt. So, ich gehe mir mal einfach so ein bisschen die Ränder raussuchen, egal wo. Es scheint alles recht dunkel zu sein bei den Rändern. Das heisst, ich kann mich da mehr oder weniger ein bisschen orientieren. An der Farbe. Da ist einer. Der Ecke-Chat. Der Ecke unten links habe ich gefunden. Auf dem Handy? Oh nein, aber Tiliabo, geht es überhaupt auf dem Handy? Ich hatte jetzt eben gedacht, das geht überhaupt nicht, aber wenn es geht, ist es wahrscheinlich ultra mühsam, oder? Uff. Ja, sonst auf dem Desktop geht es definitiv besser. Lalala. Ui, das ist aber falsch jetzt. Schnell schauen, ob wir unten schon etwas machen können. Geht's da? Da fehlt noch irgendetwas. Aber schon gleich mal kommt endlich das da. Ah, da haben wir auch noch etwas. Schnell das Bild nochmal anschauen. Ja, zuerst, also ich habe das Gefühl, da fehlt auch irgendwie noch so eine zwischenhin. Ah, okay, sehr schön, Fienchen. Dann suche ich da schnell eine. Haben wir schon gefunden? Specku. Maschine. Ich muss ja gar nichts mehr machen, Chat. Hey, ich muss ja gar nicht, können wir gerade aufhören. Da haben wir die ganze Breite schon. Okay, das hat eine rechte Breite. Ja? Oh mein Gott, Snuffis. Habe ich dich ignoriert? Nein, Snuffis. Habe ich dich ignoriert?
Oh, jetzt habe ich so ein schlechtes Gewissen, Snuffis. Bist du noch da? Snuffis, merci für den Resub im 8. Monat. Oh mein Gott! Snuffis, bitte sag, du bist noch da, sonst kann ich nachher nicht schlafen. Sonst plagt mich das schlechte Gewissen, das ganze Gameplay lang und die ganze Nacht lang. Snuffis! Oh mein Gott, du bist noch da. Hey, sorry, dass ich es nicht Ich habe es nicht gesehen. I'm so sorry. Merci vielmals für deinen Support. Und Snuffis, wie geht's dir überhaupt? Schön, dass du da bist. 8 Monate schon. Hey, holy shit, 8 Monate. Nächsten Monat, hey. Kommt das Baby raus, Snuffis? Bist du schon ready für das? Zum Glück bist du noch da gewesen. Sonst, ohne Scheiß, ich hätte so ein schlechtes Gewissen gehabt. So bin ich eben. Oh, jetzt haben wir schon den ganzen äußeren Rang gemacht. Ich habe ja noch nicht mal gross etwas dazu beitragen. Na. So, ein Style habe ich halt einfach zack, anvisiert, gefunden. Oder anvisiert, gefunden, Chat. Nochmal das Ganze. Ja? So, ja, dann tun wir da mal den Rest von dem Kürbis noch zusammen dingseln, oder? Ja, ist wahrscheinlich da ein anderer Kürbis. Da. Let's go! Hey, und Snuffis, ich kann mich nicht beklagen, alles gut, merci. Kleines Baby Flo, Mann! Hey Flo, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Grüezi. Ach, Troy, musst du dir doch kein Gewissen machen wegen dem. Hey, aber so bin ich. Also, gerade wenn jemand noch Geld ausgibt und so Support reingeht und ich ignoriere, also ich mache es ja nicht absichtlich, aber ich sehe es dann nicht. Das plagt mich aber dann mega. Vor allem, wenn ich es eben dann erst nach dem Stream merke, das ist mir auch schon passiert. Denke ich so, habe ich mich dort bedankt? So, shit, ich glaube, ich habe mich nie bedankt. Dann gehe ich einmal das VOD schauen und dann sehe ich so, shit, ich habe mich nie bedankt. Dann mache ich immer eine DM nach einem Athlet. Sage so, I'm so sorry, Mann. Habe ich sogar nach dem letzten Stream habe ich das auch gemacht. Habe ich auch eine DM geschrieben und gesagt, hey, I'm so sorry, dass ich das nicht gesehen habe. Chat, ihr seid viel zu gut. Ja, so Cupcake-Gedöns. Der kommt irgendwann da in diese Region noch hin. Ich würde jetzt sagen, der kommt da hin. Irgendwann. Da. Das heisst, ich muss nochmal so einen mit so Rillen finden. Da. Rillen, Chat. Aber nicht die Rillen. Ja? Nein. Das ist falsch, oder? Das ist wahrscheinlich da auch. Ich sehe nicht, was ich suche, Chat. Ich sehe keine Cupcakes. Und ich habe aber Lust auf Cupcakes, Chat. Ich will Cupcakes. Jetzt. Da ist es ein bisschen eng, oder, Chat? Da in dieser Region ist es ein bisschen eng. Wieso sehe ich das eine Teil nicht, das ich suche? Hey Flo, ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Auf dem Handy kannst du schon bewegen, aber sonst nicht wirklich navigieren. Oh, das ist natürlich doof.
Ich glaube, die Webseite ist wirklich einfach nicht optimiert für Handy. Ja, da kannst du nicht zoomen. Gut, also, ja, okay. Es ist auch alles ultra klein. Aber zoomen kannst du auf Desktop schon auch nicht. Aber auf Mobile müsstest du können zoomen, weil es auch so ultra klein ist. Okay, got it. Ist jetzt da nicht mehr dazu gekommen? Was suche ich denn da genau, Chat? Das ist eine gute Frage. Hm? Merci, Fienchen. Ich glaube, Fienchen hat das Ding auch gemacht. Habe ich einen connecten. Noble Secret. Ich liebe den Dialekt, verstehe kaum ein Wort. Hey, ja, ich nehme an, du bist aus Deutschland, Noble, ne? Erstmal grüezi, hallo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und ja, ich bin aus der Schweiz, daher auch das Schweizerdeutsch, die schweizerdeutsche Sprache, die du hier hörst. Aber natürlich, wenn du was schreibst auf Hochdeutsch, dann kommentiere ich auch gerne auf Hochdeutsch. Aber wie geht's dir denn? Schön, dass du hier bist. By the way, ich kann den Link auch noch kurz bei YouTube reinmachen. Ne? Ihr könnt hier mitpuzzeln. Einfach auf den Link gehen und dann könnt ihr hier reinjoinen mit allen zusammen hier mitpuzzeln. So. Schnell schauen, was wir da haben. Ich suche einfach immer noch eins von diesen Teilen. Ist das. Nee. Nee, das gehört da noch einmal an. Wo haben wir da den oberen Rand? Ja. Den habe ich nicht gefunden. Jetzt nochmal schnell das Originalbild anschauen. Ich glaube, ich muss beim Kürbis weitermachen. Aber von denen hat es eben auch mehrere. Ja, wobei, nein, zwei grosse. Ja, okay. Mal gucken. Orange. Schauen wir, ob wir da. Ich finde das gerade ein bisschen, es ist ein bisschen tricky, das Puzzle zum Teil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Geil. Geil. Zack. Ich finde es so, ohne Scheiß, manchmal habe ich das Gefühl, das Spiel verarscht mich. Dann nehme ich ein Style, ich setze es rein, zack, hängt ein und dann kommt Finchen 85. Dann denke ich so, hey, das habe ich gemacht. Also es ist wieder so ein Desync, oder? Das könnte schon noch sein, dass es irgendwie zum Teil desynced ist.
Let's go. Okay. Ich habe einen Run-Chat. Okay, spürt ihr das? Ja, let's go. Mm. Ich suche da so ein Teil. Ich dachte das. Ich glaube, das Teil ich suche. Let's go. Ich finde es immer so geil, wie es so still wird im Chat, wenn wir das machen. Aber Konzentration ist ja logisch. Zack. Irgendein User heißt kaputter Bildschirm. Das habe ich erst jetzt gesehen, Chat. Kann ich da irgendwann mit User einblenden? Wäre gut. Steiner zerstören. Er hat echt gute Namen. Dave, Mann, grüßt euch zusammen, Buam. Grüßt euch zusammen, Buam und Maddels. Hey, Dave, Mann, Strohhut. Dave, wie geht's dir denn? Schön, dass du hier bist. Grüß Dave, grüß Kannst auch noch mit puzzeln, ne? Wenn du willst. Ich schicke nochmal schnell, das Announcement in den Chat rein. Ihr könnt also, wenn ihr wollt, alle dürfen mit puzzeln. Aber wir kommen jetzt doch langsam schon richtig Ende. Jetzt zieht es langsam an. Jetzt kommt der Speedrun gegen Schlusschat. Aber ich trage gerade nicht so viel bei zum Ganzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich einen gefunden, Chat. Schwarz ist meine Farbe. Schwarz ist meine Farbe. Und jetzt tue ich es rein und dann kommt Stein, der Zerstörer, hat es gemacht. Sonst sage ich, das sind Lügen. Sorry, hätte jetzt schnell müssen sehen. Alle wieder wach. Hat er gut gemacht, ja. Da immer Credits einsacken. Wo kann ich da rein connecten? Da? Ich sehe es nicht. Ui, okay. Okay, lucky. Nein! Ja, das ist, wer hat jetzt verschoben, Mann? Wer hat jetzt verschoben? Ja, das stimmt auch nicht. Der da ist es. Let's go. Zack. Zack. Jetzt muss ich mir noch irgendein Teil sichern. Ich habe mir auch noch eins.
So, ich glaube, jetzt sind alle besetzt. Oh, da ist noch einer. Let's go, chat. Nice one. Nice one, chat. Tell you are my paradise. Blah. So, nice one. Nice one. hä? Also, ich habe gesehen, immer wenn ich etwas eingesetzt habe, kam Fienchen 85 oder Style zerstören. Er hat das gut gemacht, Chat. Alles geclaimed. So. Fienchen, hast du das überhaupt gesehen? Ja, ist mir erst jetzt aufgefallen, dass ich das Shirt überhaupt habe. Firefly. Genau so heisst es. Firefly. Sehr schön, bin gerade neidisch. Ich finde das ein super geiles Shirt. Also Firefly Class, Serenity und der Name Serenity und was haben wir da noch? Irgendwas? Allied Spacecraft Corporation Osiris. Ja. Jetzt musst du nur schauen und eigentlich ja zweimal zum Auffallen. Ich mache es so, ich tue jede Folge dann zweimal schauen. Also ich schaue zweimal Episode 1, dann schaue ich zweimal Episode 2 und am Schluss schaue ich noch zweimal hintereinander den Film. Wahrscheinlich schon recht, weil letztes Jahr habe ich es auch schon verhängt. Chat. So, was haben wir für Zeit? Das ist aber meine Playlist, die jetzt läuft, oder? Das ist ziemlich sicher meine Playlist. Ich habe die Woche im Fall The Boys geschaut. Alle 4 Staffeln. Wie hast du es gefunden, Fienchen? Wie hast du es gefunden? Wie hast du es gefunden? Du kannst es natürlich auch mit einem Easter Egg ausdrücken, wie du es gefunden hast. If you know what I mean. Fishbone, merci für den Lurk Support. Danke vielmals. Danke dir. Alle 4 Staffeln The Boys. Geniale Serie. Love it. Ich frage mich natürlich, wie es jetzt weitergeht noch. Bin fasziniert. Angeekelt, ja. Antörnt. Und verstört gewesen gleichzeitig. Das Gefühl kennen wir, glaube ich, alle. Hey Sanne, Espen, grüezi, moin, wie geht's dir? Schön, dass du wieder hier bist, Sanne. Hey, und Big Buddha? Aber Big Buddha, jetzt geht's. Aber Big Buddha, hast du Anfall? Hast du jetzt eine frech, wenn ich das so sage? Aber Big Buddha, what happened? Habe ich dich verloren? Habe ich etwas Falsches gesagt? Nein, hast Spass. Alles gut, musst dich jetzt nicht rechtfertigen. Alles gut. Aber Big Buddha, merci vielmals für den Follow. Danke vielmals. Und wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Nick, Mann, Nick auf, Mann. So viele tolle Leute hier, Chat. Und ich habe, um die Kindheit wieder vorzuholen, Miraculous nochmal geschaut. Peinlich ist aber so. Du musst dich für nichts schämen. He? Man muss sich für nichts schämen, Chat. Auch wenn wir durch den Anfall hauen. Alles gut. Jetzt bin ich ein bisschen fies. I'm so sorry.
Wie ich sehe, hast du die Rubrik bei YouTube rausgenommen, nicht, dass noch mehr Menschen verwirrt werden wie ich. Ja, aber Sanne, wir haben, was war es letztes Mal? Letztes Mal irgendwie vorlesen aus alten Schriftstücken oder so. Ich kann, das macht YouTube selbst, ne? Die haben einen Algorithmus, die prüfen irgendwie, was da bei mir im Video ist oder im Audio und setzen das automatisiert. Ich kann das nicht mal selbst ändern, ne? Oder nicht, dass ich wüsste. Aber dann bin ich ja froh, dass es jetzt stimmt. Big Buddha, merci vielmals für den Lurk-Support, danke. Und mir ist noch aufgefallen, dass der Carl Urban in Thor Ragnarök ja seine Waffe hatte, namens Death and Troy. Ja, true. Es ist es so. Death and Troy. Mhm. Und, okay, weiterer Fun Fact in dieser Szene, wo der Carl Urban, ich werde jetzt nicht spoilern, aber wenn ich die Szene beschreibe, ist es kein Spoiler, also keine Angst. Der Carl Urban hat Death and Troy, seine beiden Waffen, und gumpelt ja aber nicht die Menge. Und dann schießt er dort noch ein bisschen um. Und wenn man dort endlich pausiert, hat man das Titelbild von Doom. Von Doom. Wo er in der Verfilmung eben auch mitgespielt hat. Fun Fact. Das habe ich gehört, Troy. Unfollow folgt. Unfollow folgt. Hey! Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja, ich will euch da zu gar nichts zwingen. Und darum, es war jetzt ein bisschen frech vorhin, was ich gesagt habe, vielleicht. Aber es ist auch als Spass zu verstehen. Ne? Ich habe das auch schon gemacht. Mein Gott, ich habe schon bei Leuten unfollowed. Nachher habe ich ein Jahr später wieder followed und habe gesagt, hi, da bin ich wieder. Aber man muss sich ja dann auch nicht erklären wegen dem. Wie du im Chat hängen drin bist, könnte man es schon als alte Schriftrolle geben. Also jetzt bin ich nicht hinten nach. Jetzt bin ich genau 47 Sekunden hinten nach. Aber ich weiss natürlich, was du meinst. Nicht jetzt, sondern sonst auch nichts. Ich denke mal, dass es bei YouTube ja neu ist und es daher derzeit noch bei den Lives zu Fehlern kommt. Ja, Sanne, aber also ich weiß es nicht. Es ist sehr gut möglich. Aber mir ist auch aufgefallen, weil ich habe das testweise ja schon länger am Laufen mit dem YouTube. Also Main Content ist ja auf Twitch. Und dann einfach noch ein bisschen auf YouTube, vor allem für die vielleicht auf Mobile gucken und im Hochformat. Und mir ist schon aufgefallen, seit den letzten 2 Streams ist da also wirklich 100-mal mehr Aktivität als vorher. Da war einfach tote Hose. Ne? Das ist einfach gelaufen. Und ich habe es dann halt ein bisschen gebraucht, auch als Recording fürs Vertical-Format. Aber irgendwie hat YouTube da was geändert, also irgendwie im Algorithmus. Und jetzt ist es sichtbarer für die Leute. Ist natürlich sehr geil. Das freut mich natürlich. Und es freut mich natürlich, dass auch Leute wie du hierher finden. Aber ja, Fehler gibt es immer. Und die alten Schriftstücke, ne, die gehören jetzt einfach mal zu meinem Content dazu. Ich werde mal versuchen aufzustehen und zu Twitch zu kommen. Bis gleich. Hey, kein Stress, Sanne. Kein Stress. Bis nachher. So, Chat. Was wollen wir noch ein bisschen alte Schriftstücke lesen? Da ist ein halber Döner in meinem Analogstick geklebt. Das ist ein halber Döner mit einem Pommes. Chat. Jetzt ist die Frage, Chat, sind ihr ready? Also ich bin ready für ein bisschen chilliges, vielleicht emotionales Life is Strange Double Exposure, Chat. Double Exposure. Nope. Okay, dann gehen wir noch ein bisschen Just Chatting. Ich tue den Controller wieder wegschieben. Nein, ich weiss vom Content her jetzt ein bisschen natürlich ein Kontrast, aber es ist auch die Idee, dass wir ein bisschen weggehen vom Horror. Muss zumindest für einen Moment Song of Horror ich weiterspielen. Aber jetzt zuerst mal ein bisschen weg, ein bisschen entspannen, ein bisschen Emotionen, ein bisschen interaktive Story. Life is Strange finde ich sowieso cool. Mal schauen, wie sehr das es
dass es quasi anknüpft. Das ist auch noch interessant. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe Life is Strange 1 gespielt. Life is Strange Before the Storm habe ich aber nie fertig gespielt. Und ich hoffe, dass das nicht zu einer Lücke kommt im, wie soll ich sagen, im Verständnis von der Story. Aber das finden wir alles raus. Lieber Chat, wer von euch hat denn Life is Strange 1? Ich weiß, es gibt noch 2, es gibt noch True Colors und I don't know. Aber wer hat Life is Strange 1 selber gespielt oder die Story noch mitverfolgt in einem Stream auf YouTube, whatever? Also anders gefragt, wer kennt die Story von Life is Strange 1 in Chat? Das nimmt mich noch Wunder. Ja, Doom müsste ich auch mal wieder schauen und spielen. Vor allem mein Doom-Speedrun-Zeit war von 2020 bis 2022 in der Corona-Zeit. Doom Speedruns, okay. Was ist denn dein Rekord? Also ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber was ist dein Rekord bei Doom? Horror nicht mein Genre, aber trotzdem spiele ich es immer wieder und immer wieder ist es eine Gaudi für alle rundherum. Ich bin halt einfach schreckhaft. Aber das ist bei mir auch das Gleiche. Das ist bei mir auch das Gleiche gehört dazu. Habe Life is Strange nie angefasst. Gibt es da einen bestimmten Grund? Ich glaube, wir haben sogar mal darüber geredet in deinem Stream. Gibt es da einen bestimmten Grund? Bist du nicht... Ich glaube, du bist einfach nicht Fan von so interaktiven Story-Film-Formaten. Ne? Also, ich weiß, was ich meine. Das sind ja eigentlich interaktive Filme so fast. Oder ist es einfach auch nicht dein, wie soll ich sagen? Es kann auch sehr langweilig wirken für Leute, die nichts mit so einer Story anfangen können. Das kann natürlich auch sein. Ich habe alle Life is Stranges gespielt. Okay, gehört dazu, let's go. Dieser eine mit D, ja guten Abend, ja, was ist denn das für eine Frage? Hä? Du bist dieser eine mit D? Hey, gut, hallo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Schön, dass du hier bist. Und sorry nochmals. Sorry nochmals. Aber ich fand es schön, hast du mir da noch geantwortet. Und ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich einer Person schreiben musste und habe mich entschuldigen, weil die Nachrichten untergegangen sind. Da wäre die Person auch im Chat. Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Ich hab's gesehen, reicht auch. Okay. Nicht mein Genre, auch nicht unbedingt mein Setting. Hey, aber das ist verständlich. Obwohl doch, als mal angefangen habe, hast du nicht gecheckt. Das erinnert mich an, du hast, glaube ich, das Gleiche gesagt bei Kena. Du hast auch gesagt, ich habe angefangen und bin nicht weitergekommen. Okay. Aber hey, ich verstehe es, wenn es nicht euer Genre ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass für viele, die es vielleicht nicht selber zocken wollen, dass es etwas ist, wo man gut zuschauen kann bei einem Stream. Mir geht es wunderbar und dir, hey, ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Chilliger Stream. Und wir gehen jetzt doch langsam, wenn alles klappt, wenn nicht noch irgendwie Raids reinkommen, gehen wir ins Gameplay rein. Und zwar Life is Strange Double Exposure. Das ist das neueste Spiel von der Life is Strange-Reihe. Ich habe es mir auch runtergeladen auf der PS5. So, Chat. Jetzt machen wir das, ne? Jetzt machen wir das. Es gibt kein Zurück mehr. Chevron 6 is holding. Chevron 6 is locked in place. This is as far as we have ever been able to get. Chevron 7 is locked in place. Life! Ach, Chat.
So, Life is Strange Double Exposure spielen. Ich will Yuti spielen. Oh, ich muss noch den Greenscreen aufmachen. Also Musik ist immer sehr geil in diesem Spiel. Love it. Sehr ruhige, aber schöne Musik, Chat. Und das fängt schon mal gut an. Oh. Ich bin ein bisschen hyped aufs Spiel, Chat. Auch weil ich halt Life is Strange so gut finde. Ich dachte mir, dass das Kaputtmachen in dem Moment absolut passend kombiniert mit einer Echse. Oh, shit, 41 Sekunden Cooldown. Und jetzt auch auf Twitch, diese eine mit D, grüezi. Schön, dass du auch auf Twitch hier bist. So. Und jetzt kommt das Schlimmste von allem, Chat. Der schlimmste Part kommt jetzt. Die Nutzung. Wir lesen die Nutzungsbedingungen. Nein, sag ich. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir lesen die Datenschutzrichtlinien. Nein, natürlich auch nicht. Wir fahren fort. Oh, Chat. Okay, weißt oder kann das jemand schnell googlen, ob es für Life is Strange Double Exposure eine Twitch Extension gibt? Das könnte eben noch sein, dass die irgendwie mitvoten. Ich weiß es nicht. Aber dann kann es eben sein, dass ich mich mit dem Konto muss verbinden muss. Nein, ich verknüpfe das. Ja, jetzt könnt ihr euch mit eurem Konto verknüpfen, ja, dann sind ihr aber selber schuld. Ja, wie jetzt? Ich dachte, du liest uns die ganze Nacht AGBs vor. Ja, soll ich? Wollt ihr das denn? Ist das der Content, den ihr wollt hier? Was ist hier fortfahren und einfach irgendwie der dümmste Knopf, den es noch gibt, oder? einfach schon am Ranten über das Spiel, oder? Wir sind noch nicht einmal drin. Nein, das Schlimmste, was jetzt kommt, kann ich mir vorstellen, ist, dass wir die Musik im Spiel nicht werden haben. Und das tut er richtig weh, Chat. Oder schon? Oder haben wir es? Also Chat, ja, einfach schon mal die ganze Palette an Warnungen für das Spiel. Blut, Gewalt, Selbstmord, Misshandlung, Drogensex, Transphobie. Einfach, als es schnell gesagt ist, weil ich schalte die Warnungen nicht ein. Es ist jetzt, war die Warnung von mir. Adaptive Trigger? Ja, aber ja, hä? Ja, natürlich. Was ist das für eine Frage? Natürlich möchte ich adaptive Trigger haben. Für meinen lieben Streamer. Die. Merci, danke dir für die 500 BDs und danke für die netten Worte. Danke für den Support. Die wären nicht nötig, ne? Es reicht auch, wenn ihr hier seid und mir zuschaut. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel wert. Aber danke trotzdem. Ich muss schon sagen, bin schon ein bisschen enttäuscht jetzt. Ja, aber Dave. Was ist dein Lieblingsessen? Fragt der eine mit die. Pizza Hawaii. Hey, listen! Ich habe keine Twitch-Extension gefunden. Okay, quer du zu. Merci vielmals. Merci vielmals. Pizza Hawaii. Bezüglich dem schlimmsten Part mit den Nutzungsbedingungen. Ich dachte, wir machen heute keinen Horror. Und diese eine mit der, danke nochmals für 50 Bittis obendrauf. Kannst mich ruhig. Okay, hey, das machen wir doch so. Kann ich mir hier direkt eine Notiz machen? Dustin, das ist aber auch ein schöner Name. Dustin. Let's go. Dustin ist so notiert.
Geht natürlich auch viel einfacher. Ich danke dir dafür. Gibt es einen Streamer-Mode? Ich muss mal schnell alles durchgehen, weil da mit den adaptiven Trigger, das triggert mich fast ein bisschen. Einfacher Krafteffekt, nein, wichtige Entscheidung. Aktiviere eine Anzeige nach wichtigen Entscheidungen, mit der du deine Entscheidung bestätigst. Nein, ja, alles auf Standard, aber adaptive Trigger, also das ist ja da die PS5-Funktion, oder? Aktiviert den Fokalpunkt. Was ist das, Chat? Ja. Wir spielen was anderes. Hey Sanne, grüezi, schön, dass du auch hier auf Twitch bist. Sanne, hallo nochmals. Welcome back. Kannst du ja mal deinen Account verbinden? Was eben noch könnte sein, ist, dass es die Speicherstände beachtet, die früheren. So, jetzt. Ich muss nochmal schnell durchgehen. Chat, eins nach dem anderen. Warnung, bla bla bla, Lautstärke. Nein. Also, ich meine, ich finde es ja geil, wenn es effektiv nicht einen Streamer-Mode gibt. Ohne Scheiß, das wäre natürlich absolut geil. Wir machen Performance. Ich will meine 60 FPS haben, Chat. Oder meine ihr, mit 30 FPS bringen wir das hin? Wir testen es mal. Bleiben wir mal bei 30 FPS. Ich meine, es ist ein interaktiver Film. Wir sollten uns nicht zu fest bewegen müssen. Dialogsprache, Chat. Das ist jetzt die Frage. Da müssen wir schnell einen Poll machen. Das mache ich immer so. Welche Dialogsprache? Fragezeichen. Deutsch, Englisch. Ich mache jetzt da auch nicht irgendwelche anderen Optionen rein, Chat. Chat, stimmt schnell ab. Auf Twitch könnt ihr abstimmen. Welche Sprache wollt ihr? Skizzy! Danke für den Raid! Gandalf! Skizzy, ich danke dir für den Raid. Skizzy, soll ich kurz ein bisschen Hochdeutsch machen? Soll ich ein bisschen Hochdeutsch reden für deine Leute? Skizzy, was meinst denn du? Soll ich ein wenig Hochdeutsch reden? Das ist natürlich kein Problem. No, God! No, God, please, no! Na, ich glaube, die meisten sind am Pennen. Sonst, lieber Raider, sag Bescheid. Ne? Wenn ihr mich gar nicht versteht, sag bitte Bescheid. Aber ich bleibe jetzt mal ein bisschen Schweizerdeutsch. Ja? Und was wir aber ganz sicher machen, ist noch schnell ein Foto. Lieber Chat, votet noch schnell, in welcher Sprache, by the way, in welcher Sprache wollt ihr das Spiel haben? Es ist ein Twitch-Vote aktiv. Deutsch oder Englisch? Ja? Deutsch oder Englisch, Dialogsprache. Ich lese natürlich alles in Deutsch nachher, aber das Gesprochene, um das geht es jetzt. Deutsch oder Englisch. So, Skizzy und liebe Raiders und alle im Chat, gebt doch alle Ausrufezeichen Foto ein, dann kommt ihr mit eurem Profilbild aufs Foto. Das geht aber nur für die Twitch-User. Ne? Die auf YouTube, die müssten halt kurz auf Twitch kommen, damit das auch funktioniert. Genau. Und Skizzy. Erstens mal, wie war dein Stream? Was hat es gegeben? Und zweitens, für alle Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit Interaktivität, Effekt, Spielereien, Just Chatting und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und wir sind jetzt gerade reingejoint, das Gameplay. Wir sind immer noch im Hauptmenü von Life is Strange Double Exposure. Und dort werden wir noch reingehen. Das ist ja die Musik, die man aktuell immer im Hintergrund hört, ist von Life is Strange. So, Chat. Oh, das ist echt ein schönes Bild. Ein schönes Hintergrundbild, was es da gegeben hat. Skizzy. I like. Da können wir sogar einen minimalen Blur reinnehmen. Sehr schön.
So wie mein Comment von dir. Oh, jetzt muss ich nochmal schnell lesen, was... Also, by the way, Deutsch machen wir. Mit 9 Stimmen hat es gewonnen. Sehr schön. Machen wir das Deutsch. Hey! Dass deine Unterhosen aus Raclette bestehen. Meine Unterhosen bestehen aus Raclette. Wer erzählt es uns eigentlich? Das habe ich schon gelesen. Ich bin müde. 4,5 Stunden nur Overwatch und dann ca. 1 Stunde Valorant. Gestern habe ich aber One Piece Karten geöffnet. Okay. Okay, aber hey. Tönt nach Abwechslung. So, hey, es kommen immer noch Leute aufs Foto. Lannister grüezi, Nelfi, Lisa Lee grüezi miteinander. Schön, dass ihr da sind. Wie geht's euch? Und wer noch nicht auf dem Foto ist, jetzt letzte Chance, Chat. Und schau, du könntest doch die Commands auch über YouTube einbinden. Geht ja mit dem Streamerbot, oder bin ich jetzt hinter dem Mond? Ja, aber ich weiss halt noch nicht, wie... Ja, du hast absolut recht, aber ich ziehe ja die Profilbilder an und Profilbilder schicke ich jeweils noch einmal durch einen Engine durch zum Prüfen von problematischen Bildern. Also müsste ich dort einiges noch schnell durchprogrammieren, bis es dann auch für YouTube funktioniert. Das ist ja nicht schnell gemacht, aber wenn jetzt YouTube auch ein bisschen mehr läuft, dann kann ich das auch mal in Angriff nehmen. Jetzt im Moment fällt es mir halt am einfachsten, zu sagen, hey, alle Commands sind nur auf Twitch. Weil sonst, wenn ich dann einen Teil auf YouTube habe und einen anderen Teil nicht, das ist dann auch wieder doof. Dann muss ich immer sagen, oh, sorry, da geht nicht auf YouTube. Aber da geht. Und das geht aber nicht. Also ich bin der Meinung, entweder habe ich alles auf YouTube an, oder ich habe alles nur auf Twitch. Das macht es halt einfacher zum Erklären. So, Chat. Holy, Juna, Grüezi, Princess und Bloody Terras. Merci vielmals danke dir für das Abo auf YouTube. Und Princess und Juna, Grüezi, schön sind ihr da. Hello, schön sind ihr auf dem Foto. Ich bin bei den Bitsenden und bei den Abo-Spenden auf Platz 1. Oh, true! Hey, geht's, Dustin? Let's go. Fienchen ist auch noch auf dem Foto. Hey, es gibt zum Beispiel noch das Foto und einfach FYI, du bist heute der erste Raid, der reingekommen ist. Das heisst, wir haben die 15 noch nicht voll für den Bossfight, falls du dich fragst. Aber du wärst als Dungeon Leaderin eingetragen, wenn es dann so weit ist. So, machen wir noch schnell das Foto. Machen wir hier «Merci für den Raid» als Titel. Und das Foto jetzt zwischen 7 und 15 Sekunden. Okay, also nur das ist ein bisschen spät gekommen. Lieber Chat, Skizze, unser Foto ab jetzt auf dem Discord, Ausrufezeichen DC. Und es gibt dann auch eine Insta-Story. Die letzte muss ich by the way noch machen. I'm so sorry für die noch darauf warten. Die kommt dann noch. Und genau, und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat vom Bot. Ich bleib mal weg vom Bild, will niemanden anstecken. Piu Sanda, bist du krank? Oh nee, Chat geht in Deckung. Lasst euch nicht anstecken von Sanda. Hey, nee, aber ich wünsche dir eine gute Besserung. Ne? Ich wünsche dir eine gute Besserung. Wie geht's dir denn? Schön, dass du hier bist. So, easy peasy muss ich jetzt 279 Damage machen. Schau geht's. Also ziehst du Profilbilder über Twitch API, weil dann musst du ja die YouTube API einbinden und ich weiss, dass die nicht immer so will, wie man will. Ja, das ist eben auch das andere, das habe ich auch gemerkt. Das ist ein bisschen holprig. Die YouTube API ist erstens holprig. Zweitens ist, glaube ich, beim Streamerbot immer noch das Problem, dass die eine limitierte Anzahl Anfragen zulassen. Und das ist das andere, was mich noch daran hindert, weil da kann ich es einbinden, aber irgendwann sagt dann auch Streamerbot so, aber jetzt ist fertig, aber jetzt geht es nicht mehr. Und ich werde halt zumindest auch warten, bis die Limitierung weg ist. Aber ja, Profilbilder ziehen, also es ist schon, ja mal über Twitch API, das ist schon so, ja.
Finnchen stinkt immer noch nach Blumen. Aber das ist nicht ein Stinken. So, Chat, ich hoffe, ich habe nicht überlesen. Oh, Dustin. Oh, aber Dustin, hast du es geschafft? Ich habe das erst jetzt gesehen. Mit dem Foto, hast du es noch aufs Foto geschafft? Ah ja, hat geklappt. Let's go. Jetzt wird schon Bossfight gehen? Nein, heute noch nicht. Ich habe am Montag Halsschmerzen bekommen und Dienstag war es dann schon Covid. So sehr gut, dass ich in Porto war. Oh. Ja, nee, Sender. Ja, dann gute Besserung. Ach, scheiße. Dieses scheiß Covid. Wieso denn? Was habe ich gemacht? Fienchen, alles gut. Ja. Ich weiss, die Skizze erzählt alle Räubergeschichtli. Holprig ist eine gute Bezeichnung für die YouTube API. Die gefällt mir. Nach Blumen schmeckst, jetzt plötzlich ist es nicht mehr stinken. Skizze. Wann hast du zuletzt gestreamt? Am Wochenende? Ja, jeden Samstag. Sender, jeden Samstag. In der Regel. Es gibt ab und zu mal Ausnahmen. Du hast Stinken gesagt, nicht ich. Kappa. Ja. Chat, jetzt müssen wir da mal schnell rein in das Vergnügen hier. Also, Dialogsprache Deutsch, das haben wir gesagt. Dann gehen wir noch schnell weiter. Textsprache Deutsch. Schriftgröße Mittel, ja, das müsste schon. Ja, das ist schön. Box müssen wir nicht haben. Vibration. Hey, gibt es keinen Streamer-Modus? Das heisst, wir können uns die ganze Musik geben im Stream. Das wäre natürlich unglaublich geil. Verwackeln. Die Wackelphysik, Chat. Die Wackelphysik. Ich muss es schnell googeln. Chat, ich muss kurz googeln. Live is Strange Double Exposure Streamer Mode. Ich muss kurz gucken. Does Live is Strange have a Streamer Mode? Ja, True Colors, das weiß ich. Das weiß ich doch. Chat, ich glaube, es ist safe, oder? Oder haben ihr andere Infos? Ich glaube, es ist safe zum Streamen, oder? Öma, grüezi Öma. Oh mein Gott, Öma, wenn ich deinen Namen lese, ne? Dann kommt mir so ein Döner in den Sinn. Nicht wegen Öma Döner, sondern weil in unserer Region gab es mal einen Verkäufer, der hieß Öma. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es den immer noch. Öma, und der hat Döner verkauft und die waren so geil. Aber Öma, wie geht's dir denn? Wie lange machst du YouTube? Ist die Frage, wie lange ich schon auf YouTube bin oder wie lange ich heute noch streame? Was meinst du denn genau? Also auf YouTube bin ich schon so mehr oder weniger neu. Also der Account ist auch schon eine Weile da. Aber ich streame aber schon seit ein paar Jahren auf Twitch und seit ein paar Monaten gleichzeitig auf YouTube. Das sollte eigentlich die Frage beantworten. Und heute mache ich sicher bis 3-4 Uhr. Ibe di ba be di bu. Iba be di bubi. Ist immer der Cousin von Römer. Oh, ja, true, hä? True. Ich meinte in YouTube, ja, YouTube seit ein paar Monaten. Seit ein paar Monaten streame ich da gleichzeitig auch jeden Samstag auf meinen Kanal. Auf YouTube hast du einfach also das ist einfach vertical, also optimiert auf das Mobile Phone, und auf Twitch hast du halt die ganze Breite. Ne? Einfach, dass du das weißt. So, Chat. Wie lange dauert das noch, bis wir ins Gameplay... Also definitiv kein Streamer-Mode. Und sonst habe ich halt Pech gehabt, wenn es dann geht, und ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Neues Spiel, Chat. Neues Spiel.
Let's fucking go. What is happening? What is happening? Awkward silence. Mhm. Okay. Was wählen wir da genau aus? Ah, jetzt, du, was bestätigen. Listen! Kein Streamer-Mode, aber Probleme im Oktober bin Bann. Bin Bann. Wegen Copyright. Ob es gefickt ist. Gefickt. Sorry. Ob es gefixt ist. Ist nicht gefunden. Ja, okay, also wenn es keinen Streamer-Mode haben, dann haben sie keinen Streamer-Mode. Aber Bann? Ja, aber dann ist es wahrscheinlich eher YouTube. Oder dann ist es eher YouTube. Aber gut zu wissen. Gut zu wissen. Oh, Nick mit dem Punsch. Nice. Hang on Gaming Stream und kein Bossfight. Ich rufe den Support an. Ja, wir hatten noch keinen Bossfight heute. Ne? Wir haben eine Raid reinbekommen vorhin von der lieben Skizzy. Aber sonst noch kein Raid. Und die Bossfights machen wir halt immer nur, wenn genügend Raiders da sind. So, Chat. Wieso ist das so verschwommen? Come on. Irgendwie ist das so verschwommen. Ist meine Brille dreckig? Chat, muss ich Brille putzen? Oder ist es bei euch auch verschwommen? Holy shit. Es ist auch, ja, es ist ein bisschen verschwommen irgendwie. Ja, Chat, wo ist jetzt da Final Fantasy? Ja, let's go. Ist das ein Chocobo, Chat? Do we have a Chocobo? Ja, dann ist eigentlich die Frage schon beantwortet, oder? Chat, ich brauche schnell den Chocobo-Sound. Gefickt bitte was, Troy? Ja, wir nehmen schon den Chocobo. Wir gehen nochmal schnell durch. Es hat schon noch irgendwie coole... Aber da. Genau, that's it. Das machen wir, Chat. Drinnen. Aha. Geil! Geil! Jetzt bin ich verschrocken. Ah, das ist jetzt... Okay, draußen. Oh. Oh. Ui. Ja, ich bin gewesen in die Stube, sitzen. Sitzen. Ja, schau mal, wie cute das ist. Sorry, das nehme ich. Das nehme ich jetzt. Das ist natürlich auch geil. Haben wir da hinten drauf noch etwas? Ja, wir nehmen das, weil es einfach so cute ist. Gut. Wir haben da unsere beiden Outfits, Chat. Ich dachte, es sind Flaggen. Ja, ich habe zuerst auch gedacht, es sind Flaggen, aber es ist eine Bekleidung. Ich gehe, glaube ich, gleich offline, gehe schlafen, muss morgen früh zur Jugendfeuerwehr. Hey, Dustin, ich will dich auch nicht aufhalten, ne? Dustin, wenn du schlafen gehen musst, dann wirst du schlafen. Dustin, ich wünsche dir also schon mal eine gute Nacht, viel Erfolg bei der Jugendfeuerwehr und bis zum nächsten Mal. Dustin, mach's gut, bye bye, tschüss. Oh, Honk wäre auch noch ein geiler Comment, ne? So, Chat, let's do this. Let's do this. Oh, sorry, jetzt habe ich nicht vorgelesen. Kapitel 1. Die Tür rappelt. Kette rasselt. Square Enix, let's go. D-Driver. Hallo, wie geht's dir? Das war jetzt auch geil. Chat, nice one. Der Knein. D-Driver, wie geht's dir?
Ach, Chat. Und auch das Badass-Outfit. Ach. Chat, wir müssen pausieren. Wir müssen Kokainum. konsumieren. Nein. Hey Sander, gehst du auch? Hey Sander, schön warst du kurz hier und ich wünsche auch dir eine gute Nacht, einen schönen Sonntag dann noch. Sander, bye bye, tschüss. Zu dem Honk habe ich auch gerade auf die schnell gefunden, dass wer alle Honk-Sounds aus Untitled Goose Game extrahiert hat. Oh mein Gott. Dann könnte man random einer dieser Sounds abspielen, geil. Put that Gipfel down! Now! Ich habe ja gar kein Gipfeli, Mann. Ich habe kein Gipfeli. Nein, Chat, wir müssen schnell über ein Thema reden. Ich glaube, das hier ist Max. Egal, wir reden nicht drüber. Was zur Hölle? So viel kriminelle Energie steckt in dir? Miss Caulfield. Max Caulfield. Es gibt viel, was du noch nicht weißt. Ja, das Gipfeli. Echt jetzt? Dein Ernst? Wie kommen wir daran vorbei, Max? Ich geb noch nicht auf. Lass mal sehen. Ich muss schnell über das Aussehen reden von Max, Chat. Das, lieber Chat, das ist nicht Max. Sorry, sie sieht nicht aus wie Max Caulfield. Einfach nicht. Also, I don't know. Oder schon, ist jemand eine andere Meinung. Aber Max sieht komplett anders aus. Klar ist sie älter geworden, aber come on, please. Man wird älter, aber man sieht doch nicht komplett anders aus. Warum hast du kein Gipfeli? Ich bin nicht einkaufen. Hey, D-Driver, du 7 Sicht, du. Da geht's. Du 7 Sicht, D-Driver. Wie hast du zu mir gefunden? Aber freut mich natürlich riesig. Ja, heute leider kein Gipfeli gekauft, lieber Chat. Kann ich nicht bestätigen. Sie sieht aus wie Olaf von Frozen. Ja, das ist... Okay, fair enough. Wie Freundin vom Ken. Man wird älter und die Zeit generiert... Und mit der Zeit generiert man neue Texturen mit der Engine. Das macht die Zeit mit einem. Die sieht eher jünger aus. Hey, ich weiß nicht, wie ich es selber schreibe. Ich finde, sie sieht so ein bisschen jünger im Sinn von, sie ist so vom Anime-Stil angehaucht worden und sieht wegen dem jünger aus. Es wirkt für mich ein bisschen so. Sie hat plötzlich so einen, oder wie soll ich sagen, so einen asiatischen Touch bekommen. Aber sie sieht nicht aus wie Max. Egal, jetzt bleiben wir ewig hängen an diesem Ding. Ich finde auch, sie sieht nicht wirklich aus wie Max. Aber sie ist Maxine Caulfield vom ersten Teil, wo wir dort auch als Hauptfigur hatten. Ich bin natürlich gespannt, ob sie ihre Powers noch hat. Und was ich jetzt mache, Chat, ist, ich gehe hier hin und schalte auf Performance Mode. Es geht mir jetzt schon auf den Sack, dass ich nicht 60 FPS habe. Jetzt ist es besser. Zurückspulen funktioniert seit Jahren nicht. Oh! Aber Gewohnheiten sind hartnäckig. Okay, ich kann nicht zurückspulen. Seit Jahren hat sie die Fähigkeit nicht mehr. Schönheits-OP. Ja, das wäre aber auch irgendwie schade, wenn das die offizielle Erklärung wäre. Die Driver noch einer mit D. Wie cool. Ja, Dustin, True. All die Ds. Ist ja ein D-Verein. Also ich habe jetzt, wo ich das Game gespielt habe, genau das Gleiche gesagt über Max. Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, wo das aufgefallen ist. Hey, jetzt, ohne Scheiß.
wüsste ich nicht oder würde nicht so schnell gesagt werden oder offenbart werden, dass das Max ist. Ich würde es nicht checken. Dass das Max ist. So, Chat, wir schauen schnell, was wir da Wer auch sagen. immer Neb ist, ich hoffe, es macht ihm nichts aus, dass ich in seiner Kneipe bin. Und falls doch, kann ich es hoffentlich mit ihm aufnehmen. Nebs Pub. Hey, Äpfelmost, merci vielmals für den Raid. Danke vielmals. Was hat es bei dir gegeben, Äpfelmost? Was hast du gestreamt? Und hast du einen guten Stream gehabt? Hey, Dustin, nochmal eine gute Nacht. Mach's gut, bye bye. Tschüss, schlaf gut. Und viel Spaß in der Wäschküche Specku. Schnell schauen. Ich gehe nicht, bis ich ein paar gute Fotos von dem Laden habe. Bei der Synchronstimme kann ich halt nicht mitreden, weil ich den ersten Teil in Englisch gespielt habe. Oh ja. Easy peasy. Bist du dir sicher? Absolut. Chat, sagt bitte Bescheid, wenn irgendetwas bei der Lautstärke nicht passen oder so, wenn etwas zu laut ist, etwas zu leislich. 0185 WOT, A World of Tanks, Blitz, naja, ist Black Friday. Oha, okay. Ja, ich kenne mich halt bei World of Tanks nicht so aus. Wieso redest du jetzt hoch? Oh mein Gott, Äpfelmost. Ich bin durchberot. Ja, weil du Hochdeutsch schreibst. Okay. Aber ich hoffe, es waren gute Runden gewesen. Dein Titel war «Ich klammere K, ein Profi». Okay, kein Profi. Mhm. Und lieber Äpfelmost, wie du siehst, sind wir hier im Life is Strange. Gerade jetzt vorhin reingejoint. Das ist gerade der Anfang vom Spiel. Life is Strange, Double Exposure, neu rausgekommen. So ein bisschen interaktive Film. So bezeichne ich die Games an. Warte noch. Los! Bam. Und auf geht's in den Schlund der Hölle. Ich bin immer verwirrt. Äpfelmost, ich bin immer verwirrt. Ich mache es so, dass ich bei diesen kleinen Entscheidungen entscheide, bei den grösseren. Oder wenn es nach einer grösseren wirkt, dann lasse ich euch mitentscheiden. Hölle passt. Das ist wohl der Moment, in dem es kein Zurück gibt. Kein Zurück ohne Tetanus jedenfalls. Ich hatte im Grundstudium eine Freundin, die von diesem Gebäude besessen war. Ist aber nie eingebrochen. Sie war eindeutig nicht so verrückt wie du. Verrückt ist eben genau mein Ding. Wenn ich ein zerfallenes Gebäude sehe, muss ich es einfach betreten. Jetzt, wieso siehst du so anders aus? Ich habe ihn zugelassen. Das Potenzial. Keine Ahnung. Verlassene Gebäude haben unendlich viel Potenzial. Überleg mal. Dadurch, dass wir es betreten, wird es zu etwas Neuem. Aber hallo, auf geht's zur Bar. Kein schlechtes Bild. Oh, lass Gehen wir mich saufen. Stopp! Was? Ich verändere einen Ort nur wirklich ungern. Er soll so aussehen, als hätte man ihn ganz der Natur überlassen. Klaro. Hände weg. Und gibt es irgendwas, das ich tun darf? Den Schlitten haben. Chat, ich habe, ohne Scheiß, immer wenn ich etwas auf Deutsch mache, habe ich genau das andere Problem, als wenn ich es auf Englisch spiele. Jetzt sind die Stimmen viel zu laut. Oder nicht? Aber das ist alles auf Standard. Ich habe das Gefühl, es ist viel zu laut.
Oder gibt es irgendwie so einen Kopfhörermodus oder so? Nein, ich glaube es nicht, oder? Verdammt. Ja, wir machen einfach weiter. Was ist mein Lieblingsdrink? Oh mein Gott. Das ist noch schwierig. Lieblingsdrink. Ich habe am liebsten einfach einen guten Rum. Ja? Pur. Ich habe nicht irgendwie so einen Lieblings-Mixed Drink, wenn du das meinst. Ein guter Whisky oder noch besser ein guter Rum. That's it, da bin ich zufrieden. Schnell lesen, was ich verpasst habe. Apropos Äpfelsaft, ich gehe jetzt den O-Saft holen. Mach das Quertutz, du bist wahrscheinlich schon lange wieder retour. Was ist da los und warum hat sich der Troy so verändert und spielt so früh schon Games? Wir haben uns alle verändert, check. Ich habe mich verändert, du hast dich verändert. Und ganz wichtig, Maxine Caulfield hat sich verändert. Ja. Wir gehen hier mit dem Flow, darum sind wir heute ein bisschen früher dran. Ich habe es irgendwie noch nicht so ganz verstanden, was es für ein Spiel ist. Ja, es ist jetzt auch noch schwierig zu sagen. Also der erste Teil, da ging es so ein bisschen darum, dass die Max, also das kann ich ja schon erzählen, aber Spoiler Alert zum ersten Teil. Aber ihr werdet wahrscheinlich nicht hier, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Im ersten Teil hat Max Superkräfte, die kann die Zeit zurückdrehen und die Dinge nochmal neu und anders machen und so eigentlich alles immer wieder verändern. Ja, das ist so im Ansatz ist die Story. Und wie wir jetzt vorhin gehört haben, hat aber Max seit Jahren diese Fähigkeit nicht mehr. Hier. Und hier gilt es natürlich noch herauszufinden, wieso denn? Was ist denn passiert mit Max? Hübsch aussehen, mir einen Drink bringen. Ja, bring jetzt einen Drink. Ein Wodka Martini, bitte. Der einzige Cocktail, den es hier geben wird, ist ein Spinnencocktail. Der Cocktail. Mach Fotos von deiner Umgebung. Okay, machen wir gerade, nachdem ich Check gelesen habe. Die Ulaba. Vertonung erscheint mir weird. Ja, bis jetzt. Für mich ist jede deutsche Synchronisation weird. Daher habe ich das jetzt nicht kommentiert. Wir haben die Stimmen zu viele unterschiedliche Atmosphären gerade. Hat was, ja, bin ich deiner Meinung. Also von Szene zu Szene ist das einfach nicht konsistent. True. Die Hawaii-Pizzas haben einen schlechten Einfluss auf dich, hast du doch gesagt. Check, Mann. Oh, der Blackjack ist schon 6-mal geknuddelt worden, Chat. Cocktail auf Deutsch, Schwanz, true. Hey, das habe ich mir gar nicht überlegt. Aber ja, Cocktail ist auf Deutsch übersetzt. Ja? Schwanz. So. R1 halten. R2 Foto schießen. Kamera bewegen. Machen wir da mal das beste Foto, das wir machen können. Schön. Also, wonach genau suchen wir? Ich habe einfach nicht fotografiert, was das Game von mir erzählt. Meine Fotoreihen haben meist einen Fokus. Etwas, an dem sich die ganze Reihe orientieren kann. Ich erkenne es, wenn ich sehe. Etwas Einsames. Ah, Sanne, du Das meinst... einsamste Ding, das du findest. Moment, kurz. Ich lasse Max kurz zu Ende reden. Klabers. Safi und Max. Ich meine, was für ein Spiel, wo gekämpft wird oder Strategiespiel. Ich kenne mich da null aus. Okay, ich bezeichne diese Art von von Games, interaktive Filme. Hey, meine Schmutzpiezel. Es ist rein Story, also wirklich ein Story-Game. Wir können ein bisschen rumlaufen, rumgucken, aber eigentlich, wir beeinflussen dann mit Entscheidungen die Story, auf dem basiert
Hast du mal den Schletter? Das Spiel basiert auf den Entscheidungen. Ich hoffe, dass das ist eine gute Erklärung. Mack. Hat Hunger. Jetzt gehe ich da schnell schauen, was wir da noch haben. Ah ja. Abraxas. Abraxas. Die kommen wirklich rum? You can trust, eh? Komm schon, Max. Konzentrier dich auf das Hier und Jetzt. Ja, ich wollte jetzt da noch ein bisschen schauen, was wir haben. Max, chill mal. Ja? Nebula, Chat. Nebula. Ansehen. Es freut mich, dass Safi Spaß hat. Wer will schon ein undankbares Publikum bei einem Einbruch? Ein Fleck, Chat. Ein Fleck. Schnappschuss. Wie alt ist dieser Laden gleich nochmal? Er stammt, glaube ich, aus den 60ern. Hat aber irgendwann dicht gemacht, vor einem Jahrzehnt oder so. Echt? Ein Jahrzehnt? Wohl eher ein Jahrhundert. Je kitschiger etwas ist, desto schneller verfällt es eben. Dann erklär mir deine Jacke. Wäre deine Jacke dann nicht schon längst zu Staub zerfallen? Fies. Das ist Couture. Was ist, was? Was sehen wir da? Chat, was seht ihr hier? Ich sehe ein Gesicht. Ich sehe ein Gesicht. Sieht fast aus wie ein Gesicht. Mhm, true. Abraxas, das beste Album von Carlos Santana. Das stimmt. So, ich muss mich mal anmelden, habe bald kein Akku mehr. Heizli Abo, schön hast du vorbeigeschaut. Ladest dein Handy gefälligst. Aber ich wünsche dir noch ganz gute Nacht, wenn es so weit ist. Und einen schönen Sonntag, Abo. Mach's gut, bye bye. Genau, gefällt zu sein. Und dieses Spiel hat mehrere Enden, wie viele weiß ich gerade nicht. Und man beeinflusst quasi, was passiert und welches Ende man bekommt. Genau, das, was Quertutsu sagt. Das stimmt so. Abo, da würde mich natürlich mega freuen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss. Ja, das war nett erklärt und bin mal gespannt. So eine Form von Spiel habe ich noch nie gesehen und auch noch nie davon gehört. Das hört sich auf alle Fälle sehr spannend an. Ich finde es sehr gemütlich auch. Ne? Es ist halt ein gemütliches Spiel, grundsätzlich. Aber man muss auch sagen, wenn es so ist wie im ersten Teil, es kann sein, dass da gewisse Themen dann kommen, Suizid und so, ne? Einfach das auch als Warnung. Es kann auch mal sehr emotional mit so gewissen Trigger-Themen beinhalten. Einfach, dass das nochmals gesagt ist. Graffiti. Heil Satan. Provokant. Hail Satan, hä? Dem Herrn der Lügen zu dienen. Ja, beruhig dich mal. Oh, was ist da? R1. Ich halte nichts von Engeln oder Dämonen. Menschen sind schon von allein schlimm genug. Ich halte nichts von Angeln. Ja, Sorry. Warum grinst du so? Einfach so. Ich grinse nicht, Mann. Habe ich endlich habe ich keine Taschenlampe? Gib mir mal deine Taschenlampe. Es freut mich, dass Safi Spaß hat. Wer will schon ein undankbares Publikum bei einem Einbruch? Ich will eine Taschenlampe, Seit ich klein war. Bei John. Wenn ich es einfach ignoriere, springt vielleicht nichts heraus. Hä? Die Party ging klar. Es gab eine Eistorte. Ja, es ist halt mega eingeschränkt. Wir können nicht überall rennen, das regt mich manchmal ein bisschen auf. Die wurden schon eine Weile nicht mehr geölt. Machen wir einen Schnappschuss, hä? Wow. Es ist so viel sauberer hier, als es online aussah. Es gibt Fotos? Ja, auf der alten Website sind ein paar. Wer wohl die Hostinggebühr dafür bezahlt?
Jemand, der Kitsch liebt. Und Staub. Und Kokainum. So, Chat. Haben wir da irgendwie so was Schönes zum Fotografieren? Ich frage mich, ob das noch irgendwie einen Style-Punk gibt. Ja, da machen wir das. Ja. Schön rechte Drittel übernehmen. Also ist ein bisschen, die Sensitivity ist ein bisschen heftig hier auf dem Stick. So muss das sein, Chat. Aha. Schon eine Ahnung, was dein Fokus sein soll? Noch nicht. Aber ich erkenn's, wenn ich sehe. Das haben wir schon mal gehört. Kann man das Spiel auch einhändig spielen? ich frage jetzt nicht, wieso. Aber ja, ist halt schwierig, ne? Mit dem richtigen Controller. Also da gibt es ja auch Controller für solche Dinge, ne? Geht das ja dann schon. Aber ich würde jetzt mal sagen, für mich wäre es jetzt, weil dann muss ich ja beide Sticks bedienen mit einer Hand. Geht halt Gut, dass nicht das so Gebäude gut. nicht auf dem Campus ist. Meine Ma hätte es sonst auf jeden Fall Ronaldo! lassen. Ronaldo! Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Hello, hello. Jetzt habe ich nicht zugelassen. Ja, Glück gehabt. So ein Mist. Etwas muss doch nicht nützlich sein, um bewahrt zu werden. Na, du kennst ja meine Ma. Wohltätigkeit kann sie einfach nicht ab. Okay, das ist Toggle, ne? Toggle zum Säckeln. Haben wir etwas noch nicht gesehen? Oh, Trümmer. Wenn das Dach einer Bowlingbahn einstürzt und niemand ist da, der es mitbekommt, Bekommt man trotzdem Geld von der Versicherung? Irgendwie hat's. die Welt Ich frage mich wird es gerade, wohl nie erfahren. wo sind wir da? Ich frage mich auch, kommt Arcadia Bay noch mal vor? Ist das Arcadia Bay? Aber wieso ist Arcadia Bay? Ich meine, für mich macht es schon Sinn, dass Arcadia Bay zerstört ist. Hä? Spoiler Alert. Aber man weiß es nicht. Wir wissen auch noch nicht, wo wir da wirklich sind. Maskottchen. Steht jetzt Send Nudes. Ich sag ja, das hier ist die Hölle. Was Sieh steht mal. denn? Ein Teufel. Oh, wie süß. Send Sieht Dudes. aus wie ein billig Wow. M&M. Echt? Ich finde, das sieht aus wie Mr. Peanut auf Drogen. Voll gruselig. Sag mal, meinst du, wir können es vielleicht mitnehmen? Sonne, by the way, ich spiele es jetzt auf der Konsole, aber es gibt es auch also für PC. Ist auch in Steam drin. Ich habe mich jetzt für Konsole entschieden, weil das ein bisschen einfacher geht zum Streamen. Was? Du willst das klauen? Genau das, was Quertuzzo sagt, by the way. Der Sony Access Controller, ja. Die haben spezielle Controller, wo man einhändig dann auch die Spiele spielen kann. Schnell schauen. Gut. Chat, ich habe wieder nicht zugelassen, was sie gesagt haben. Aber wenn ihr in einer Konversation sind und echt abschweift und nachher fragt, werdet ihr etwas gefragt und ihr wisst nicht mehr, um was es gegangen ist, sagt euch immer, es ist kein Es Diebstahl. ist kein Clown, wenn es keiner will. Weiß nicht, ob das vor Gericht zählt. Egal. Spielt eh keine Rolle. Das ist viel zu schwer, als dass wir zwei es schleppen könnten. Ich würde es aber schon gerne mit rein. Können wir noch ein Foto machen? Ich will ein Foto machen. Sprich mich oder meine Söhne nie wieder an. Hey, Nick, Mann. Ich hole mir noch einen. Mach da noch schnell ein bisschen weiter.
Und da hole ich mir einen Verstehe Coffee ich. Drink. Manchmal fühlt es sich an, als würde irgendwer mein Hirn löffeln. Ich finde es schade, dass ich nicht einfach selber entscheiden kann, für was ich einen Schnappschuss mache. Es ist halt alles so ein bisschen vorgegeben. Und Bowlingschuhe. Das, was Da kann ich im jetzt einen Bowling- Schnappschuss machen. Zum Verkauf Bowlingschuhe. Extrem abgenutzt. Machen wir einen Schnappschuss, Chat. Machen wir ein schönes Bild. Schuhe? Sind Schuhe einsam? Super einsam. Ohne Füße. Auf dem allerersten Foto, das deine Mutter von mir gesehen hat, waren Schuhe. Oh mein Gott. Die Caledon-Residenzkünstlerin für dieses Jahr hat meiner Ma Fußbilder geschickt. Fuß-Content. Und ob. Deine Mutter hat wohl ein paar Geheimnisse vor dir, Safi. Ich kotz gleich. Es war ein Foto eines chaotischen Kleiderschranks in der Bruchbude. Jemand hatte all seine Schuhe stehen lassen. Bitte. Deine Ma hat's geliebt? Wie heuchlerisch von ihr. Mein Kleiderschrank dürfte nie auch nur ein bisschen chaotisch sein. So, jetzt machen wir ein Foto von den Füßen. Ich komme nicht runter. Wieso komme ich nicht runter? Ja, was haben wir denn da? Schon eine Ahnung, was dein Fokus sein soll? Das fragt sie jedes Noch Mal. nicht. Aber ich erkenn's, wenn ich sehe. Ja. Ich setze auf One Half Full Big Lighter als Gewinner. Okay. Head in the gutter. Ich habe noch nie mehr als 180 Punkte geschafft. Oh. Oh, Doug, nein. Score 36. Hat Kaugummi ein Ablaufdatum? Gute Frage. LGBT Bowling Competition, vorbildlich. Jetzt muss ich mal schauen. Ist das da? Ich setze auf One Half Full Big. Ich setze auf One Half Full Big Lighter als Gewinner. Ich habe noch nie mehr als 180 Punkte geschafft. Gut gemacht, Doug. Oh, Chat. Was nehmen wir? Also ich nehme Cheeseburger. Cheeseburger? Für 2,75? Holy shit, Mann. Das sind noch geile Preise. Und dann einfach noch so ein Soda dazu. Als Dessert nehme ich noch ein bisschen Crack. Chat. Nehmen wir noch ein bisschen Crack. Nein, danke. Richtig fies, nicht nur gemein, fies. Ich lese noch schnell, was der Quertuzzo geschrieben hat. Also ich habe noch beide Hände, keine Angst, nur die eine ist so scheiße, dass ich auf die längere Zeit nicht brauchen kann. Sonst halte ich den Controller für längere Zeit und dies ungewollt. Okay. Aber im Grünen ganz oben. So, ich muss noch mal schnell schauen. So, jetzt gar nicht checkt. Gucken wir noch mal. Ich setze auf One Die Half Full Big LGBT Lighter Bowling League. als Okay. Gewinner. Kann man da also etwas wie Pizza Nummer 40 bestellen? Was ist die Pizza Nummer 40? Das ist die mit Pineapples drauf, oder? Pizza Hawaii. Ich kann durch meine Krankheit nicht mehr koordinieren. Also kann ich kein Spiel spielen, bei dem man mit einer Hand die Tastatur bedienen muss und mit einer anderen die Maus gleichzeitig. Okay. Ich muss meine rechte Seite durch Konzentration ansteuern, um sowas hinzubekommen. Aber wenn ich einen langen Tag hatte, ist mein Gehirn einfach so müde, dass es
dass ich es nicht mehr schaffe, beide Seiten zu koordinieren. Oh, okay, Sonne. Aber ja, auf jeden Fall, wenn du das noch nicht kennst, ne, ihr habt jetzt auch darüber geredet, die speziellen Controller von Sony, die sind sehr nice. Aber ich habe mir auch schon so ein bisschen angeguckt. Ich brauche das nicht, ne, aber ich finde es geil, dass die das machen. Nein, die mit Kokain. Pizza Nummer 40 mit Kokain. Ist das die Ergreifung der Produktionsmittel? Aber kann ich da nicht? Kann ich nicht den Strom einschalten und dann können wir da ein bisschen rumspielen. So ein bisschen Action und so. Haben wir nicht irgendwie eine Pistole mitgenommen? Auch planen? Als hier alles dicht gemacht wurde, mussten sie geglaubt haben, dass etwas hier es wert ist, bewahrt zu werden. Interesting. Und wenn wir da mal die Plane runterziehen. So viel dazu, einen Ort nie zu verändern. Verdammt. Ich wette, das war im richtigen Licht umwerfend. Oh shit. Das ist es also? Der Fokus, den du suchst. Chat, einfach nur mal kurz. Ich weiß nicht, wieso die das so gemacht haben. Ich muss die Stimmen leislicher machen, ohne Scheiß. Die Stimmen, die müssen leiser Oder? sein. Das einsamste Etwas oder so. Es strahlt so viel Schönheit aus. Und jetzt sieht das niemand mehr an. Doch nun sind wir hier. Sowas in der Art. Yay! Jetzt nehmen wir das mit. Aber der Winkel gefällt mir noch nicht ganz. Das ist Dort. Fotos machen, oder? Hilfst du mir hochzukommen? Bin dabei, Boss. Gefährlich. Das ist auf einer Konsole definitiv mit dem Sony Access Controller gelöst. Wie bekommst du es auf dem PC gelöst, wenn ich fragen darf? Kann man die vielleicht sogar am PC anschließen, die Sony Controller? Ich meine, den kann man ja auch mit dem PC koppeln oder anschließen per Kabel, das geht auch. Also nicht nur Sony macht das, aber Sony ist Vorreiter in dem, die machen die besten. Also ich denke, dass jedenfalls und da bin ich glaube ich nicht der Einzige. Ich denke, dann geht der Access sicher auch. Müsste man mal nachlesen. Ich würde jetzt mal denken, dass das auch geht. Wenn der normale geht, dann gehen auch die Access Controller. Und das wäre dann natürlich eine gute Lösung. Sonne. So. Safi. What are we doing? Es muss einen Weg nach oben geben. Nein, danke, ich brauche meine Knöchel noch. Ja, jetzt, Max. Kurz ein bisschen Jump'n'Run hier. Klettern hier. Nach einer geht sie runter. Zack, Permadeath, Game Over, Spiel vorbei. Abspann. Oh, oh. Alles okay? Sorry, das hat mich sein. Ja, alles gut. Das war echt knapp. Darum brauchst du eine Assistentin, falls du auf dem Ass landest und dir jemand den Arsch retten muss. Wow. Mach dein Foto, ich finde einen neuen Weg für dich. Ja. Jetzt bei der Synchronisation hat man sich überlegt, Finden wir das wie können wir den Wortwitz ins Deutsche übernehmen? Lösung. Wir nehmen auch Ass. Ja. Wir behalten Ass in englischer Form. Ich tue einfach so, als hätte ich das nicht gehört. Ich sagte, wie steht's um deine... Was? Ich sagte... Du verarschst mich doch, oder? Was?
Ich sehe mich weiter um. Oh, fies. Wo steht, dass ein Karussellpferd nicht bowlen kann? Es istend. Die kiffenden Gartenzwerge geben dem Laden das gewisse Etwas. Smoky Gnomes, Chat. Auch geil. Die Sony Games haben auf PC auch die Funktion vom PS5-Controller implementiert. True, Carnage, das stimmt auch. Also wenn ich es mal schaffe, dran zu sitzen, dann spiele ich eben Spiele wie League of Legends. Da kann man sich ja Spiele selber basteln. Dann spiele ich das Ganze nur mit der Maus. Sonst habe ich den Mut aufgegeben, nach Spielen zu schauen, die ich cool finde. Oh, okay. Seit Ende Februar bzw. Mitte März schaue ich einfach nur noch zu, weil es frustrierend ist. Okay. Oh, hey, aber ich hoffe, probier das mal, ne? Probier das mal. Aber zuschauen ist ja auch was. Ne? Ich schaue auch viele Spiele, bei vielen Spielen schaue ich lieber zu, muss ich ehrlich sagen. Aber hey, schau dir das unbedingt mal an, ne, mit dem Controller, und ich drücke dir da die Daumen, dass das was für dich ist und so du so die Games wieder ein bisschen genießen kannst. Zeit, dieses Foto und selbst spielen kannst. So, öffnen hier, Chat. Oh, Licht. Wir gucken kurz einen Clip. Merci. Hey, listen! Ja, Quertutsu ist erlaubt. Du darfst einen Link posten für Sonne. Ja, ist alles gut. Wir gucken noch kurz einen Clip von Carnage. Ja, ich will das sehen. Ich habe gewusst, dass es passiert. Also ich habe es so schwer vermutet, dass es passiert. Oh, Chat. Merci für den Clip. Danke vielmals. Merci vielmals. Schäbiges Banner. Ob der Geburtstagsraum damals weniger furchteinflößend war als... Das ist für Trini, oder? Happy Birthday. Das ist für die Trini. Happy Birthday. Oh, okay, dann müssen wir das Bild machen und schnell gucken hier. Das ist der zweitgrößte Affen-DJ, den ich je gesehen habe. Ganz schön scheiße, die einfach so hier rumliegen zu lassen. Ja, sag's ne, Max. Sag's ne. Wenn du meine Nummer haben willst, frag einfach. Aber mir ungefragt zu folgen ist unheimlich. Aha. Okay. Schnappschuss-Chat. Oh. Hier muss die Bildkomposition stimmen, Chat. Das ist ganz klar. Bildkomposition. So, genau so müssen wir das haben, Chat. Genau so müssen wir das haben. Ich bin jetzt zufrieden. Wir werden nochmal eins machen. So, genau. Perfekt. Der Feta-Käse ist wieder hier. Feta-Käse. Der Laden hat Jetzt Klasse. habe ich wieder Lust. Jetzt habe ich wieder Lust auf Vergessen, dem Feta-Käse. Chauffeur ein Trinkgeld zu geben. Hast du dein Foto? Es fehlt noch ein Fußfoto. Wir brauchen noch ein Fußfoto. Hallo. Oh, da habe ich aber etwas nicht angeschaut. Chat. What do we have here? Ich wollte schon immer wissen, was in Bowlingkugeln drin ist. Wie es aussieht, bloß mehr Bowlingkugel. Da ist sicher Kokain drin. Runterklettern.
Komm, ich Hey, verhungere. ja, merci, Quertuzzo. Danke Bei dir, der Quertuzzo. Einsamkeit brauche ich ein Sandwich. Hübsch. Mach Sieh's dir das, an, Sanne, es ist mach das. perfekt. Ja, das würde mich natürlich riesig freuen, wenn dir hier jetzt von Quertuzzo ein Tipp gegeben worden ist, wo du ja dann auch wieder anständig die Games zocken kannst. Nein, das Kokainum ist in den Bowling-Pins. Okay. Oh, zeig mir alle Winkel. Oh mein Gott. Was? Nee, Du Scheiße, alles okay? nee, der ist kaputt. Kann man nicht mehr Ich brauche retten. einen Drink. Willst du auch einen? Aber sowas von. Turtle? Turtle. Turtle? Turtle. Ja, ich brauche jetzt auch einen Drink. Ich hole mir nämlich jetzt den Kaffeedrink vom Meine Nick. Kräfte halten vielleicht nicht an. Keine Sorge. Wir schon. Oh no! Chloe! Bist du tot? Oh, ja. Ich meine, nein. Max, wie siehst denn du aus, Max? Sorry, ich kann mit dem nicht umgehen. Aber so, Chloe, oh mein Gott. Ja, aber auf was basiert jetzt das Spiel? Im ersten Teil, hey, Achtung, Spoiler Alert, Life is Strange 1. In 3, 2, 1. Im ersten Teil kann ja Chloe sterben. Oder Arcadia Bay geht kaputt wegen dem Sturm. Ja, kann man sich am Schluss entscheiden, was man will. Aber auf was basiert jetzt das? Welche Zukunft spielen wir jetzt da? Das ist meine Frage und ich blicke noch nicht so durch. Vor allem, wenn wir jetzt Flashback haben zu der Chloe. Schwierig. Ich hoffe, dass das Spiel jetzt nicht vorschreibt, wie die Vergangenheit war. Ist natürlich schwierig, I know, aber es würde mich recht anschiessen, wenn jetzt die Ausgangslage ist, Chloe ist gestorben. Strange. Like me. I #sign strange and that's good. Life is strange, like me. Wie gut. Wie gut. Oh, love it. Wie cool, und habe ich mich erschreckt, dieses Spiel begeistert mich immer mehr. Okay, let's go, son. Yoti, Yoti. Yoti, like me. Nee, nicht tot. In der Kneipe ist nicht gut. Zu viel Zuschauer. Ja, true. Hey, ich muss kurz, also Chat, Jotis Gipfeli. Erstens mal das. Jotis Gipfeli immer frisch aus dem Gebüsch, ne? Frisch aus dem Gebüsch. Zu jeder Jahreszeit. Und bei jedem Wetter, Chat. Bei jedem Wetter. Jotis Gipfeli, frisch gebacken, nach Hause geliefert. So, jetzt kann es wieder weg. Kannst wieder weg? Okay. So, ich gucke noch kurz aus dem Fenster raus. Oder vielleicht auch nicht. Darf ich nicht. Ist kaputt, ne? Ist kaputt. Oh. Holy fuck! What is happening? Okay, never mind. Jetzt kommt es wahrscheinlich nochmal. Oh, ich bin verwirrt, Chat. Wo ist denn die Dramatik? Hä? Jutta ist immer noch hier. Oh, Chat. Ich bin verwirrt. I will find you. And I will kill you. Aber Troy, ich brauch langsam eine Decke. Es wird kalt. Hä? Im Merch Store?
What is happening, Chat? Im Merch Store gibt's ganz coole Kuscheldecken, ne? Kuscheldecken. bunny back in Wow. box. Okay, Chat. Okay, Chat. What is happening? Kennt ihr noch Monkey Island? Das war so cool in der Kneipe in Teil 3. Der Typ war etwas sehr tot und dann wurde er noch von Guy Brush beklaut. Oh, ich glaube, ich habe den dritten Teil nicht gezockt. Wäre aber mal was, ne? Dann muss mich das Hawaii-Hemd... Oh, Juti, aber ja, für das ist es ja da, das Hawaii-Hemd, Juti, das du gewonnen hast beim Giveaway. So, Chat, ich hole mir schnell einen Kaffeetrink. Be right back. Und ich gehe noch schnell Pipi machen gehen. Ja? Also, wenn ihr schnell aufs WC müsst, dann gehen ihr jetzt. Ich sage jetzt mal so 2 bis 3 Minuten. So, Chat. Bin wieder hier. Und merci nochmal für den Coffee Drink. Nick! Merci für den Coffee Drink. Ich weiß nicht. Test! Große zusammen, wenn ich das mache. What the fuck? Okay. Merci, Chat. Danke für die Nutzung. Treu geht immer dann, wenn ich gerade wiederkomme. Entweder mache ich im Lurk auf und er raidet gerade weiter. Ich mache das absichtlich, ne, Jutti? Ich beobachte dich und dann passe ich mein Verhalten an. Nee, Spaß. Ist halt einfach immer doofes Timing.
Ich nehme schon an, Sanne, bei den Temperaturen ist das wahrscheinlich noch zusätzlich obendrauf, ja. Klebe ist schon besorgt. Ein Gedanke zu dem Kaputtmachen. Gerade noch, wie wäre es, wenn da kurz ein Shake-Effekt kommt? True. Gute Idee. Gute Idee, Carnage. Das mache ich. Das ist eine sehr gute Idee. Erinnerung, check. Danke, Carnage. Wo sind die Kameras in dem Hemd? Hey, Lucifer! Lucifer, how are you? In the game we're playing right now, Life is Strange. I have to pause again because they're talking. Life is Strange Double Exposure. We saw a message which was written for you, Lucifer. There was a message sprayed on the floor that said, "Hail Satan." Lucifer, how are you? Und ja, Jutti, die Kameras im Hemd, ne, die kommen dann noch. Die 50 Hemdkameras, die man dann ansteuern kann. Ne? Oder meinst du so eine Kleiderschrankkamera? Oha, so am Anfang statt eine Umfrage, machen wir denn das dann so, dass ihr die Kamera, ihr müsst die auf ein bestimmtes Hemd positionieren und dieses Hemd, das ziehe ich mir dann an. Lucifer, hiding in the shadows. Thank you. Thank you for the alert, Lucifer. I'm good, thank you. Hope you had a great week. I did. Thanks. I had a great week, actually. Hey, Lucifer. Nachricht im Stream noch ausblenden. Oh, sorry. Ja, das geht nach einer Minute geht's von selbst weg. Ne? Solange du nicht unter das Hemd schauen kannst. Ja, true. So, wir machen weiter, Chat. Cosmopolitan für Max. Wodka-Shot für Safi. Sehr passend für euch Und ein beide. Whisky für den Troy. Vielen Dank, Amanda. Hey, du siehst heute echt gut aus. Findest du? Ich habe ein neues Shampoo. Nee, das ist das Chocobo-Shirt. Der Chocobo-Bully, hallo. Also, was machst du später? Ja. Was machen wir später, Chat? Schlafen. Falls es einen gerechten und gütigen Gott gibt, Schlaf. Heute war ein echt langer Tag. Oh. Dann schlaf gut. Ja. Du weißt schon, sie flirtet mit dir. Hä? Amanda, bist du echt so ahnungslos? Ja. Oh, schuldig. Flirten ist wie eine Fremdsprache für mich. Du bist so viele Jahre rumgereist, hast jeden Tag neue Leute kennengelernt und du merkst immer noch nicht, wenn jemand auf dich steht? Ich weiß Wo ist Chloe eigentlich, Chat? Wo ist Chloe? Ja? In verlassenen muss Gebäuden es trifft wissen. man nicht auf viele Verehrer. Ist es wegen dem blauhaarigen Mädchen auf dem Foto in deiner Brieftasche? Das ist die Chloe. Meine Brieftasche Vorsichtig. ist- Hör auf abzulenken. Das blauhaarige Mädchen. Was ist das zwischen euch? Wir waren nur Freundinnen. Wir waren zu Schulzeiten ein Paar, ja. Ich lese schnell Chat. Hey Scotty! Scotty, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist, Scotty. Solange du... Ah nein, das habe ich schon gelesen. Wäre der Jutti unangenehm. Unangenehm. Ich und Ideen mal wieder. Ja, aber alles gut, alles gut. Die sehen nicht aus wie 18 bzw. 21. Wieso trinken die Alk? Ja, also... Ist jetzt noch schwierig zu sagen. Du meinst, sie sehen jünger aus als 18 bzw. 21?
Vielleicht. Hat etwas, ja. Hat etwas. Collecting for the cards. Wie wär's mit einem Secret Camera Comment bei dem Gewinner vom Giveaway ein Video einsenden können, was dann in extra rauschig und schwarz-weiß im Stream eingeblendet wird? Oh! Okay, das finde ich jetzt irgendwie noch eine geile, sehr, sehr, sehr interessante Idee. Muss ich mir auch notieren. Also vielleicht nicht 1:1 so, aber irgendwie die Idee, ne, die grundsätzliche Idee, die gefällt mir sehr gut. Mir geht's gut und noch überraschend fit, Scotty, das freut mich natürlich. Also im Sinne, dass all dein Loot... ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Aber da müssen halt die Leute auch was aufnehmen. Ne? Die müssen dann halt ein Video machen. Ich weiß nicht, ob denn das... Aber irgendwie ist es schon noch eine geile Idee. I like. Chat, die wartet auf eine Antwort. Chloe und Max sind ganz klar ein Paar gewesen. Ja? Also, sie war sowas wie meine Highschool-Liebe. Genau. Okay? Und Arcadia Bay ging vor die Hunde. Eine Highschool-Trennung hat dich die Liebe aufgeben lassen? Es war ein wenig komplizierter als... können wir jetzt das Thema wechseln? Oh, komm schon. Du sprichst nie über dich. Max kann nicht darüber reden. Weil der erste Teil hat Entscheidungen gehabt und das Spiel muss kompatibel sein mit jeder... mit jedem Handy. Oh no! Oh, das ist aber heftig. Also, gestorben ist sie nicht bei mir. Aber das würde heißen, dass wir uns getrennt haben. Im Verlauf der darauffolgenden Jahre. Ist halt auch heftig. Ja, Chat. 1 oder 2. Ich habe gesagt, ihr dürft entscheiden. 1, wir haben uns getrennt. 2, sie ist gestorben. Ich meine, klar, wir können jetzt sagen, vielleicht erzählt sie nicht die Wahrheit, Max. Sie kann auch lügen, aber wahrscheinlich bauen wir uns die Vorstory jetzt ein bisschen auf. Carnage 2, sie ist gestorben. Ich glaube, es ist die 1, nicht Chat. Aber ich lese noch schnell den Chat weiter. Wie bucklig die Frau an der Theke hat. Ich habe mich gar nicht geachtet. Nackt und filmen. Treu gefallen solche Ideen sehr, sehr, sehr gut. Das ist ein Scheiß. Ein bisschen komplizierter, gut formuliert. Bin beim ersten Mal getrennt bei mir und beim zweiten Mal tot. Ja, same. Mit dem Sinn, ja. Ich weiß, was du meinst. Menschen sind immer lästig, je weniger, umso besser. Okay, also Chat, die 1. Nee, was ist die Lüge? Nee, es ist eigentlich nicht so, wie gesagt, es kann schon sein, dass es jetzt darum geht, was sagt Max? Sagt sie die Wahrheit oder nicht die Wahrheit? Aber es kommt halt darauf an, wie das Ende war vom ersten Teil und es kann beides sein. Am Ende kann Chloe sterben oder man kommt zusammen mit Chloe. Dafür geht aber das ganze Dorf, der Arcadia Bay, wird vom Wirbelsturm erfasst. So ist das im ersten Teil. Also es gibt hier nicht ein richtig oder falsch, sondern eher, was war denn jetzt? Ne? Was ist die Vorgeschichte effektiv? Und die ist jetzt halt leider, wir haben uns getrennt. Wir waren dann noch eine lange Zeit nach der Highschool zusammen. Tja, und dann nicht mehr. Sie wollte immer in der Zukunft leben. Und ich Sonne, bis nachher. steckte in der Vergangenheit fest. Mehr sag ich dazu nicht. Vorerst. Für immer. Jetzt wechselt das verdammte Thema, okay? Okay.
Amanda. Ein Ruck. Ich entscheide, Chat. Offensichtlich bin ich total verknallt. Also ja, geht's nicht irgendwie so noch einmal etwas zwischendrin? So, hey, man kann sich ja mal kennenlernen, oder? Also so quasi. Wenn wir da so ganz oder gar nicht, oder was? Chat, ich lasse euch wieder entscheiden. 1 oder 2. Sie ist mein Typ oder 2. Offensichtlich bin ich total verknallt. Wobei das kann auch sehr sarkastisch gemeint sein. Oder? Aber die Interpretation, die überlasse ich euch jetzt mal. 1. Und ich tue in der Zwischenzeit noch schnell etwas umstellen. Da. So, 1. Sie ist nicht mein Typ. Naja, ich bin hier in der Minderheit, aber sie ist nicht mein Typ. Sie ist aber echt cool. Max, du sprichst immer davon, dass du keine Wurzeln hast. Eine neue Freundin ist vielleicht eine gute Art, Wurzeln zu schlagen. Rede mit ihr. Worüber denn? Sag mir nicht, was ich soll machen, Mann. Leute überhaupt. Benzinpreise. Doch wir streben mehr an. Sieh dich um, sie ist für die halbe Deko hier verantwortlich. Finde raus, was ihr gefällt. Ja. Ja. Jetzt haben wir doch gesagt, wir haben kein Interesse. Was machen wir jetzt? Okay. Es geht's. Nein, gesagt, kein freier Wille. Ja, okay. Wow. Zeit, normal zu sein. Ich muss nur ein paar Sachen finden, die Amanda gefallen und mit ihr darüber reden. Ich schaff das. Jetzt ist einfach, ohne Scheiß, jetzt ist es wieder zu leise. Ich drehe durch, Mann. Ja, wir tun es auch wieder auf Standard setzen. Mehr über Amandas Interessen erfahren. Neuer Crosstalk-Post von Cup of Safi. Nachricht ansehen. Ja, wie denn? Aha. Ich finde es schade, dass die Musik einfach komplett weg ist jetzt in dem Moment. Ich muss mit Victoria Chase. Ja. Oha. Grand Isle ist die letzte bewohnte Düneninsel in Louisiana. Jedes Jahr wird ihre Küstenlinie durch den steigenden Meeresspiegel irgendwas erodiert. Chloe? Ich bin verwirrt, Chat. Ich bin verwirrt. Schnell Chat lesen. Wegen den ganzen versteckten Kameras gibt es auch so viele Eicheln. Oh mein Gott. Okay, Carnage. We didn't want her, true. Aber Chat, jetzt gehen wir da mal schnell das Crosstalk-Ding ein bisschen anschauen. Also Victoria Chase aus dem ersten Teil. Hat Victoria, die war ein bisschen cray-cray gewesen, tatsächlich, aber wer hat kommentiert? Chloe. Die blauhaarige Chat. Unsere Ex. Okay, Victoria. Was haben wir da? Ja, mein Auftrag läuft für den ganzen Monat. Dann geht es zurück in die Galerie in Seattle. Irre! Ich fliege nächste Woche nach New Orleans. Komm vorbei und ich gebe dir ein Bier aus. Abgemacht. Was machst du? Ja, erzähle ich dir, wenn wir uns sehen. Okay, interesting. Was haben wir da? Nur zur Info, es gibt viel in der Welt, was man mit einem guten Freund durchziehen kann, der einen nicht verpetzt. Genau.
So wahr, niemand weiß mehr, wie man ein Geheimnis für sich behält. Kopfschütteln. Und die Jasmin schrieb noch, ich bin neugierig. Bist du die gute Freundin oder diejenige, die so einen guten Freund benötigt? Sophia. Euer Vollname ist Sophia. Okay. Was haben wir denn da? Da ist so viel drin. Hey. Holy shit, Mann. Fangen wir da schnell an. Max, was hat denn Max so gepostet? Die Fotos, die wir gemacht haben. Das ist aber noch cool. Chat, während wir da... Ich mache da auch schnell ein bisschen Musik hin, ohne Scheiß. Ich brauche Musik. Ich bin wieder da. Sind wir noch in der Kneipe? Ja, wir sind noch da, aber ich gucke jetzt hier auf der Social Media App Crosstalk, was so passiert in der Welt. Ist das jetzt schon OnlyFans? Ah nein, ist es... Sorry. Okay, ich blende das schnell nicht, damit alle rauskommen, was ich da überhaupt falsch lese. Ist das jetzt schon auf Entscheidung? Also wenn man sagt, sie ist tot, dann Chloe nicht im Crosstalk? Ja, ich nehme es an. Das ist aber auch, das ist eigentlich schon fast ein bisschen mindblowing. Das stimmt. Wenn wir jetzt gesagt hätten, Chloe ist tot, dann wäre sie da nicht im Crosstalk drin. Ja, aber ich nehme es an. Ausser es ist darum gegangen, ob Max die Wahrheit sagt oder nicht. Aber es wäre ja auch... Also kann man dann... Aber sie könnte ja nicht ihre Kollegin anrufen und auf Crosstalk sieht man, dass Chloe ja noch da ist. Also das wäre ja dann auch komisch. Also ich nehme an, es geht darum, dass man die Vorgeschichte definieren, wie sie war. Und so schon beeinflusst, wie es weitergeht. Was ich aber noch cool finde, tatsächlich. Aber muss ja außer toten Leben noch, oder wie ist der gegangen? Genau. So, Chat. Schnell gucken. Max. Schaut mal, 102 Likes da. Nebula-Reihe, verlassene Planeten aufgenommen mit einer DSLR Lakepod VT. Und Bloody Terras. Moin, moin. Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist, Bloody. Wie geht's dir? Okay, Vanessa, was für ein Foto. Reggie sieht aus, als könnte es jeden Moment auseinanderfallen. Ja, ist es noch einer noch? Max schuldet mir ihr Leben, schreibt Safina. Let's go. Mainfeed, da haben wir aber alles zusammengefasst. Okay, wir gehen aber mal schnell durch. Da. Öder Sonntag, bedrückt dich die Langeweile? Was passiert? Abraxas ist eine Studentengesellschaft. Sie bieten Performance Art dar, was soweit ich es verstehe, bloß alberne Streiche bedeutet. Was passiert vor dem Chemielabor, präsentiert von der Abraxas Gesellschaft? Okay, ich lese jetzt nicht alles vor. Amanda, die Anmeldungen für den Open Mic Abend sind dürftig, Leute. Meldet euch oder ich muss den ganzen Abend Vögelwitze erzählen. Also nur Amanda und Rowan haben sich eingetragen. Ein ganzer Abend mit okay. Nein, aber sie hatte einen ganzen Vortrag über Entenpenisse. Du willst nicht von den Entenpenissen hören. Lass hören, Vogelwitze sind tierisch lustig. Oh, Chloe. Oh. Okay. Fuck. Ich wünschte, ich hätte diese Show erlebt, Chloe. Oh, Chloe, was ist denn da passiert? Meinst du, totgesagte leben länger? Oder meinst du, man will nicht tot aufwachen am Morgen? Schon wieder leer, verdammt. Ich glaube, so ist das Game, so ist das gegangen, stimmt. Ja. Also Chloe schreibt, wer New Orleans The Big Easy nennt, hat noch nie versucht, den Sound für eine selbst auf die Beine gestellte Show ohne Klimaanlage zu organisieren. Heiß wie in der Hölle. Mädel, du bist die Beste, ohne dich hätten wir die Show nie hinbekommen. Zu eurem Glück bete ich abgefahrene Beats an. Hey, aber da Victoria und Chloe, also da läuft was, oder Chat? Also das ist einfach so. Nicht meine übliche Szene, aber vielleicht kannst du mich zur nächsten Show mitnehmen, ne? Mhm. Oh, das kann ich, aber kannst du es verkraften, Chase? Ja.
Glückwunsch zum 27. Also, wer geht das? Glückwunsch zum 27. an einem meiner größten Fans, meine Schwester Gladys. Du bist jetzt offiziell alt und ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Weisheit dir das Alte gebracht hat. Jetzt bin ich sad. Jetzt bin ich alt. 27, hallo, 27 ist sicher nicht alt. Sagen Sie, schleift es eigentlich? 27 ist nicht alt. Ich schwöre, Kinder heutzutage werden nicht richtig erzogen. Kein Respekt für die Älteren. Liebe dich, die. 27, ja, Fienchen, 27. Diamond, du weißt doch noch ganz genau, dass man das hohe Alter einer Frau nicht so öffentlich rausposaunt. Hohes Alter? Ich bin nur 2 Jahre älter als du, Wonny. Die älteste Tochter hat es echt immer am schwersten. Oh, es ist schön, dass wir an deinem großen Tag so zusammen sein können, auch wenn wir dieses Jahr meilenweit voneinander entfernt sind. Oh, Diamond, okay. Gwen, was sind das für Leute hier? Es gibt noch ein paar Plätze auf der Warteliste für Memoiren erstellen im Frühling. Meldet euch an, bevor sie voll ist. Alle Hauptfächer willkommen. Bla bla bla. Ich lese jetzt nicht alles, Jen. Ich lese nur da, wo irgendwie so ein bisschen interessant ist. Okay. Loretta, ich freue mich zu verkünden, dass die neueste Episode von Get a Clue, die Nummer 1 über wahre Verbrechen auf Crosstalk, an einem Tag über 1000 Mal heruntergeladen wurde. Ein neuer Rekord. Oha. Robin ist ein Gast gewesen. Okay. Der Lionel ist in dem Fall der Vater. Meine Tochter hat einen berühmten Podcast. Papa, du blamierst mich im Internet. Was für ein paar Trottel. Der Moses. Fun Fact über die Geminiden heute Nacht. Die meisten Meteorschauer stammen von Kometen, doch dieser stammt von einem Asteroiden. Phaeton 3200. Unter allen Asteroiden umkreist Phaeton die Sonne mit der geringsten Entfernung. Noch ein Fun Fact. Phaeton wurde nach dem Sohn des griechischen Sonnengottes Helios benannt. Er fuhr den Sonnenstreitwagen seines Vaters einen Tag lang und war so beschissen darin, dass Zeus ihn mit einem Blitz tötete. Okay. Safi, das ist kein Fun Fact. Wem gefällt es denn nicht, wenn Zeus zuschlägt? Was haben wir denn da noch? Hast du das Gefühl, dass du die letzten Jahre damit verschwendet hast, deinen Kopf gegen eine Wand zu kloppen, bist aber nicht schlau genug, sie zu durchbrechen? Nein, gut, ich auch nicht. Wechsel das Hauptfach, Alter. Willst du was trinken gehen? Deine Karriereaussichten mit einem WWL-Abschluss sind viel besser als für alle anderen Hauptfächer an Kaleden, falls das hilft. Tut es nicht. Ja, Dude. Also, das mir da auch helfen. Hm? Zur Info, es gibt viel in der Welt, was man mit einem guten Freund durchziehen kann, der einen nicht verpetzt. Genauso war, niemand weiß mehr, wie man ein Geheimnis für sich behält, Kopfschütteln. Das haben wir schon mal gelesen, oder? Irgendwie. Das Erste, was ich morgens im Mund haben will. Was kommt? Ach jetzt, Chat. Werden wir das wirklich sehen? Ein Kaffee, natürlich. Um Himmels Willen. Aber das ist nicht schlecht. I like. Du musst hier neu sein. Vicepräsident feiert, dass du von ihrem Büro aus postest. Sie ist nicht mein Boss. Bla 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 bla. Ich brauche Kaffee. Kann ich das Mama zeigen? Wie viel haben wir da? Ich glaube, wir sind fast am Ende. Zukünftige Erstsemester, ihr habt bis zum Ende des Monats, um eure Bewerbung für Caledon einzureichen. Wir freuen uns drauf, euch hier willkommen zu heißen. Besonders, falls ihr Interesse an unseren Kursen für Schriftstellerei habt, schickt eure Bewerbungen.
www. Es tut mir leid, der Kommentar war nicht beabsichtigt, aber ich weiß nicht, wie ich ihn löschen kann. Crosstalk ist noch relativ neu für mich. Bla 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 bla. Okay, gut, dann haben wir da alles gelesen. Was haben wir da? Die Turtle Hintertür 4. Dezember. Können wir nicht anwählen. Aber da haben wir doch noch... Oh, Nachricht. Oh no, Chat. Oh no. Kaffee ist immer gut am Morgen. Und Nachrichten hast du... Ja, das jetzt... Oh shit, Mann. Oh shit. Also, von wann ist denn da? Sehen wir da keine Daten? Aber Chloe ist halt schon... Da müssen wir lesen. Same Reaction, wie ich das gesehen habe. Shit, aber wir lesen es jetzt. Wir müssen wissen, was passiert ist. Also, Konversation zwischen Chloe und Max Chat. Okay, alle, die gesagt haben, Winter in Chicago ist unerträglich, die haben krass untertrieben, selbst meine Ahnen frieren. Was ist jetzt von wem? Ich würde gerne wissen. Ist das jetzt von der Chloe? Ja, finden wir schon raus, Chat. Welcome back, Ullen, Mann, Ullen. Aber mir gefällt sie irgendwie. Es ist so kalt, es ist unmöglich, an irgendwas anderes zu denken. Meine Probleme sind nicht auf magische Weise verschwunden. Sie wurden bloß von einem unmittelbaren und brutaleren Problem ersetzt. Das ist erfrischend. Und malhört. Was ist das für ein Wort, Chat? Was ist malhört? Chloe, jetzt da, das ist der Fall, da wo Max schreibt. Chloe, niemand trinkt wirklich malhört. Du musst nicht alles, was angeblich Chicago ist, mitmachen. Und du textest mir doch aus einem Hotelzimmer, in dem das Thermostat auf die Oberflächentemperatur der Venus eingestellt wurde, oder? Venus ist zu dieser Jahreszeit echt schön. Kommst du runter oder nicht? Okay, ja, nur noch 5 Minuten. Was soll ich für dich bestellen? Und sag nicht malhört. What the fuck, Mann? Was ist das? Chat, was ist malhört? Feta-Käse, genau. Merci. Und Mutti, grüezi, Mutti, wie geht's? Schön, dass du da bist. Oh, wo ist endlich Tekla, Mann? Die hängt da so weit runter. Tekla gerade wieder runter. Aber man sieht sie Zähne in dieser Szene. Hallo Mutter. Also für all die neu dazugekommen sind, wir spielen hier Life is Strange Double Exposure. Wir sind noch ganz am Anfang. Wir sind jetzt zuerst einmal in einer alten Bowlingbahn-Gebäude, sind wir ein bisschen fotografieren. Das war aber alles so ein bisschen kaputt gewesen. Wir sind fast gestorben, weil etwas runtergefallen ist. Und jetzt sind wir in einer Bar und lesen hier unsere Nachrichten auf dem Handy. Also, Max schreibt, hey, ich bin früh aufgewacht und sitze unten in diesem niedlichen Café. Ich dachte mir, was, wenn wir einfach hier leben, Chloe, in Andersonville? Das ist die LGBT-Nachbarschaft in Chicago und wir könnten einfach bleiben. Meinst du mit bleiben ein paar Monate, ein Jahr? Nein, ich meine permanent. Max, fragst du, ob ich mit dir zusammenziehe für immer am Valentinstag? Scheiße, ist das heute? Tu jetzt nicht so. Sorry, ich hab's echt nicht gemerkt. Das war keine große romantische Geste oder so. Mir gefällt es hier mit dir. Ich weiß nicht, das fühlt sich endgültig an? Ja, aber endgültig auf eine gute Art, oder? Chloe, bist du noch da? Ich muss dich etwas fragen, Max. Und stell es dir bitte von meinem Standpunkt aus, vor, okay? Okay. Falls ich Nein sage, spulst du einfach wieder und wieder zurück, bis ich Ja sage. Die Frage, Chat. Das ist eine gute Frage. Nochmal für die, die es nicht kennen. Max hat früher Fähigkeiten gehabt, Zeit zurückzudrehen und alles nochmal so lange zu probieren, bis es so funktioniert, wie sie es gerne wette. Und Chloe fragt sie jetzt, ob sie da würde machen, wenn sie Nein sagt. Was eine legitime Frage ist tatsächlich. Das Leben ist streng. Seltsam. Das Leben ist das war mein Titel bei den früheren Streams.
Das Leben ist seltsam, Chat. Das machen wir gerade rein. Das machen wir gerade nicht rein. Das Leben ist seltsam. So, gut. Ein Schnaps. Hat das nicht von... ein Malheur. Das ist ein Malheur und nicht... Oh mein Gott. Wow. Okay, das ist möglich. Chat. Olin, das ist möglich. Hallo Motti. Das Leben ist streng, genau. Malheur ist eine amerikanische Marke für ein Likör. Aber sagen wir auch Malheur? Wahrscheinlich schon Malheur. Schreiben die auch Wörter wie cringe, safe und bro? Bis jetzt habe ich es nicht gelesen. Aber was mir fehlt, ist so ein Wowser. Ein Wowser-Chat. Für alle, die den ersten Teil gespielt haben. Jepsons Malheur ist eine amerikanische Marke von Basque-Likör, eine Art Brennwein, der mit Anis oder Wermut aromatisiert ist. Malheur wurde in den 1930er Jahren in Chicago eingeführt. Okay. Und Brennwein ist ein skandinavischer Sammelbegriff für destillierte Spirituosen wie Wodka oder Aquavit. Basque-Likör of the Beska Droppa ist ein bitterer Kräuterlikör, der häufig zum Würzen von Brennwein oder als Digestiv genutzt wird. Okay. Ich habe viele Fremdwörter gelernt in diesem einen Satz. Malwort, Wermut auf Schwedisch. Aha. Okay, ja, jetzt, das ist... Aber ich sage jetzt gleich einfach Malheur. Oder muss ich sagen Malhört? Wait a second, jetzt probieren wir da schnell Chat. Oh, jetzt fällt mir gerade ein. Mal das Setting an, Chat. Moment, schnell. Vorlesen. Jepsons Malheur ist eine amerikanische Marke von Basque-Likör, einer Art Brennwein, der mit Anis oder Wermut aromatisiert ist. Ja, ist schon gut. Malheur wurde in den 1930er Jahren in Chicago eingeführt. Wir haben es schon gelesen. Also, wo sind wir gesagt? Chat, ich muss mal weiterlesen. Oh, das war die Frage. Pünktli. Chloe, das würde ich nie. Wie kannst du mich das überhaupt fragen? Max, nie kann man schwer... Was? Nie kann man schwer versprechen. Nein, nie gilt für immer. Ich will das hier nicht per SMS diskutieren, okay? Ich sehe dich später, ja klar. Kann aber etwas dauern, ja, ich verstehe. Hey, wo bist du hin? Du hast so friedlich ausgesehen, ich wollte dich nicht wecken. Das hat dich doch noch nie aufgehalten. Vielleicht schlage ich heute ein neues Kapitel auf. Das wäre ja was. So steckig und muffig wie das Motelzimmer ist, verwundert es mich nicht. Kommas, hallo. Satzzeichen. Wundert es mich, dass du nicht frische Luft schnappst? Nee, das Bett riecht noch nach dir. Ich könnte den ganzen Tag hier verbringen. Okay, erstens, du bist so verflucht schmalzig. Okay, du weißt, du liebst es. Und zweitens, das klingt, als soll ich dir was mitbringen. Chloe, ich habe nicht darum gebeten, dass du mir was mitbringst. Ich weiß, wie du um die Dinge bittest, Max. Na, du. Was? Na, da du gefragt hast. Warum beeindruckst du mich nicht? Bring mir Köstlichkeiten, die St. Louis zu bieten hat. Klebriger Butterkuchen und Rippchen dann. Okay, beeindruck mich nicht so schnell. Wie hast du das herbeigezaubert und so fix? Ich wusste, dass du willst, dass ich dir was mitbringe, Komma, also habe ich gegoogelt, Komma, während du geschlafen hast, sorry. Chloe, Komma, du bist echt die Beste, Punkt. Okay, aber wir lesen nicht daraus raus, wieso das in die Brüche ging, nicht Chat? Sehen wir nicht raus. Ich habe noch nie so ein Spiel gespielt, was kann man sich unter dem vorstellen? Ja,
einen interaktiven Film holen, wo man die Story steuert, indem man Entscheidungen trifft. Und natürlich hat das Ganze so ein bisschen Charaktere, wo man ein bisschen kennenlernt. Ich gehe jetzt da vielleicht auch ein bisschen... Bei der Chloe bin ich jetzt ein bisschen lesen. Aber ich weiss jetzt nicht, ob ich bei Moses also Moses, das ist ja auch wieder mega viel. Aber ich weiss nicht, wer der Moses ist. Ich habe aber eher das Gefühl, dass wir den Moses, wenn schon, dann noch kennenlernen. Safi, mit der sind wir vorher noch unterwegs gewesen. Mir hat jetzt wirklich Wunder genommen, was mit der Chloe ist, weil Chloe kommt im ersten Teil von Life is Strange vor. Und das ist eigentlich die wichtigste Person im ersten Teil. Oh mein Gott, das mit dem nicht aufstehen, weil das Bett nach jemandem riecht, kenne ich zu gut. Sehe meinen Freund nur circa einmal pro 1 bis 2 Monate. Und es ist dann so schön und gibt nichts Besseres als das, Fernbeziehung hat. Oh, Joti, ja, ist so, ne? Ist so. Finde ich auch sehr, sehr cute jetzt, aber wir wissen ja auch, dass da das Ganze in die Brüche ging. Von dem her, das würde mich schon noch wundern, was da gegangen ist. M&A, grüezi, M&A, wie hast du es, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Haben wir noch etwas? Crosstalk, da haben wir jetzt... Und da können wir immer ein bisschen den Mainfeed im Auge behalten. Nehme ich an. Aufgaben. Mehr über Amandas Interessen erfahren. Okay. Da haben wir auch noch unsere Tasks drin, Chat. So, wir sind in der Bar. Chat. Wir schauen Safi an. Safi begeistert sich viel zu sehr für mein Privatleben. Gehen wir singen, Chat? Wir gehen singen. Ich bewundere Hingabe an ein Werk wie jeder andere auch. Aber das Werk hier ist einfach verwirrend. To the assholes who keep flipping the painting, stop messing with other people's art. Aber das ist mega schön gezeichnet. Das Gesicht ist mega schön gezeichnet. Love it. Man muss ein Werk, in dem ein zugeschneiter Baum romantisch wirkt, einfach lieben. Hardwoods 1, Balsam 4. Watercolor on paper. Tut sowas. Wow, die sind wundervoll. Caladan hat wohl nicht alle künstlerischen Genies. Das wollen wir jetzt schnell fixen, Chat. Das sieht schon besser aus, Max. Der Moses spaltet eh alle. Geil. Letztens in einem Lager. Frühmorgens nach einer saukalten Nacht. Ein Darsteller verlässt bibbernd sein Zelt und flucht. Scheiß Kälte! Aus dem Keltenlager gegenüber wird geantwortet: Selber scheiß Kälte! So ein Scheiß! Ach, Yakari, merci vielmals für den. Danke vielmals und ein freundliches Wuff-Wuff. Yakari, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Steampunk Lady schreibt noch: Will überhaupt eine Beziehung? Der ganze Laden schreit praktisch. Jetzt komm ich nicht raus. Fehlt da noch? Du willst keine Beziehung oder wie soll ich das jetzt verstehen? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Will überhaupt eine Beziehung? Oder wer will überhaupt eine Beziehung? Aber Troy, das muss ich dir noch erzählen. Aha, auf YouTube. Okay. 3 Stunden in Le Mans gefahren. Okay, oh geil. Hat keine, will überhaupt eine. Okay. Safi meinte, Amanda hat den Großteil der Deko ausgesucht. Ich mache mal schnell. Ja, Max, jetzt beruhig dich mal. Ich bin da noch mal am Chat lesen. Wir singen jetzt. Ob du willst oder nicht. Safi sagt, die Bands, die hier spielen, sind klein, aber haben Herz. Jetzt gehst du an das Mikrofon und singst. Soll. Max, riss die zusammen, komm. Ja, nicht. Oh Mann, ich will's auf die Tafel mit blöden Anmachsprüchen schaffen.
irgendwer hier einen Barbie guten Spruch girl hat, den ich mir in a leihe. Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. Sorry. Do you have kidney stones? Cause your body rocks. Hey baby, if you were in a book, you'd be fine print. Oh, come on. Das ist aber nicht gut, oder? You must be a bank because I... Auf den Mondstein fest und schwierig. Oh. Das Timing ist jetzt nicht schlecht gewesen, gar nicht. Okay. You must be a bank because you have my interest. Wow. And I have to wait in line to talk to you. Oh, come on, das sind doch keine guten Anmachsprüche. Gehen Sie weg hier. Amanda weiß vermutlich, welches Bier wirklich gut ist. Ich könnte sie fragen. Du machst jetzt gar nichts, Max. Wir gehen jetzt hier noch schnell ein bisschen Infos sammeln. Familienfoto. Amanda hat eine große Familie. Wie das wohl ist? Die Familie Thomas beim Wandern in Brook Falls. Amanda empfiehlt Misery Cult, huh? Damit kann ich was anfangen. The Snapping Turtle staff recommends the latest season of Demon Whisperer. Okay, our new Granny Smith grilled cheese. Misery Cults, okay. Wilder beasts than these. Blah 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 blah. Oh, sorry, worst pickup lines. That's false. Okay, I got it. Ein paar Anmachsprüche können, wenn ich Amandas Notiz trauen kann. Hatte der Künstler eine andere Vision für sein Werk? Wieso ist eigentlich da alles verkehrt? Wir lassen uns da ein bisschen Zeit. Ich weiss, das Spiel hat mich schon daran erinnert, dass ich eigentlich mit der Amanda reden musste. Ah ja, das eindeutige Zeichen einer Nachtschicht mit 10 Kaffee. Okay, das ist schon geil. So, jetzt gehen wir noch schnell einen Angstpipi machen gehen hier. Wo komme ich da rein? Komme ich da irgendwann rein? Was ist denn da für eine? Hä? Ich will hier rein, Mann. Ist doch grün. Ich vergesse das ständig. Kein Gehen wir schnell Zurückspulen raus? mehr für mich. Können wir nicht raus? Also, wir reden mit der Amanda, ist ja gut. Amanda, let's talk. Viel zu tun? Oh. Julie ist krank, also hatte ich Julie keine ist krank? Pause. Meine Blase explodiert gleich. Geh pinkeln. Wir können auch später reden. Eine grandiose Idee. Geh nicht weg. Das ist das 3. Glas diese Woche. Reggie! Ich mach das. Geh aufs Klo. Also, wir gehen Flattern absolute verteilen. Rettung. Wir Du hast gehen das gut. Flattern verteilen. Los aus dem Weg, Ersti! Reggie hat Glück, dass ich ihn nicht zum Glas aufhegen zwinge. Ja, das machen wir jetzt, genau. Das höre ich. Ein Machspruch. Ich meine es Sprechen. Was geht bei euch ab, Kinders? Kinders. Pläne für heute Abend. Okay, das ist krass, wie schnell das da kann eskalieren kann. Pläne für die Ferien? Ihr seid nicht zufällig über die Weihnachtsferien hier, oder? Hier bleiben oder mich von meinem Vater 3-mal die Woche in die Kirche schleppen lassen? Hey, die Musik ist Ich bleib richtig hier. gut. Außerdem bleiben viele von Abraxas hier. Wir haben Aufgaben zu erledigen. Welche Art von Geheimgesellschaft gibt einem Hausaufgaben? Die Art, die für kindische Streiche und Partys berühmt ist. Also, warum treten Leute Abraxas bei? Das klingt doch nur nach Stress.
Das Einzige, was schlimmer ist, als Abraxas-Mitglied zu sein, ist es nicht, Mitglied zu sein. Wenn du irgendwie anerkannt werden willst. Das war aber nicht immer so. Es ging mal um Aktivismus und die Erstellung von Kunst, die etwas bedeutet. Jetzt geht's hauptsächlich um Kontakte und darum, Präsident Win Leng anzuhimmeln. Das klingt ja mega kacke. Naja. Viel Glück euch beiden. Mäuse, dass sie um ein Date bittet. Ich weiß, was du in der Hosentasche hast, Reggie. Ja, also, untersuchen. Merkur muss rückläufig sein. Habe ich jetzt da das Schäufeli und das Bäseli nicht mehr dabei? Kommt her, meine scharfen okay, also gut. Freunde. Neuer Nebenjob, hm? Hey, Fotografie ist ein toughes Business. Okay, da ist sie wieder, check. Mal schnell pausieren. Heute zum ersten Mal eine 4:00,5 gefahren in Le Mans. Okay, ja, Kari, ich nehme an, das ist gut, oder? Das ist gut. GZ in dem Sinn. Feta-Käse, das Spiel heißt eigentlich Flipper und handelt um einen Delfin, der Bilder wendet. Feta-Käse. Und Nintendo Streaming Highlights. Grüezi und hallo, wie geht's dir denn? Schön, dass du hier bist. Worum geht's im Game? Ist natürlich jetzt schwierig. Ich weiß nicht, ob du den ersten, also die früheren Teile kennst von Life is Strange, aber wir sind noch ganz am Anfang im Spiel. Also wir spielen Maxine, und eigentlich hatte die im ersten Teil, eine Spoiler Alert für den ersten Teil in 3, 2, 1. Hatte die Superkräfte und konnte die Zeit zurückdrehen. Und so Dinge ungeschehen machen oder neu machen, so dass es dann auch passt für Max. Aber die Fähigkeit hat sie irgendwie verloren. Wir wissen aber noch nicht wieso. Und wir sind jetzt da ein bisschen in der Zukunft und wir wissen aber noch nicht viel, ne, was jetzt hier los ist und was die Hauptstory so ist. Aber es ist grundsätzlich eine interaktive Story, wo man mit Entscheidungen bestimmen kann, wie sich die Geschichte entwickelt. Joti, gehst du schlafen? Wait a second. Wieso steigt Amanda da? Okay, das ist auch sehr geil, wie sie da steht. Wie steht Amanda da? Für mich ja, die Spitzenfahrer fahren 3,58er Zeiten, die schnellsten fahren 3,25. Das dann mit Hypercars, okay. Und Joti, gute Nacht, Joti, lass dein Herz sanft zur Ruhe kommen, träum von Gipfeln mit Glitzer. Okay, speziell und einem Besuch von Will Smith in deinen Träumen. Flattere Wetter. Schlaf gut und bis bald, hey Joti. Schön warst du dabei und schlaf gut, träum süß, schönen Sonntag noch. Und bis zum nächsten Mal, Joti, bye bye. Ähnlich wie Until Dawn, nur Horror. Hey, absolut richtig, ja. Absolut richtig. Also nur ohne Horror. Ja. Das ist ein anderes, ganz gemütliches Spiel. Sir Simple. Sir Simple, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello, hello. Denk das nächste Mal dran. Das Glas gehört auf den Tisch. Sonst geht's flattern. Ja, die haben aber schon kein schlechtes Gewissen. He? Also, sorry. Ohne Scheiße, aber ich hätte jetzt da selber aufgelesen, wenn ich da irgendetwas aboderiere. Hätte ich gesagt, geh mir Schäufeli, Bäseli, mach das selber schnell. Oh shit, man. Gut, danke, hoffe die auch. Hey, ich kann mich nicht beklagen, alles gut, merci. Freut mich, dass es dir gut geht, Simple. Meine Blase sagt danke. Sag deiner Blase gern geschehen. Oh hey, du wolltest mir vorhin doch was erzählen. Deine Familie. Misery Cult, Bierempfehlungen, Anmachsprüche. Was ist jetzt da für ein komischer Loop gewesen?
King Legends. Grüezi King Legends. Wie geht's? So schön, dass du da bist. Hello, hello. Und Grüße nach YouTube. Die guckt so an. True. Ich weiß, ich mache mal Bierempfehlungen. Würdest du ein Bier empfehlen, das jemand, der kein Bier mag, trinken würde? Handelbar Cider. Das maxigste Getränk der Bar. Hey, woher? Ich kenne eben meine Stammkunden. Ich bin das allsehende Auge von Lakeport, Vermont. Du klingst so langsam wie einer dieser Abraxas-Typen. Die Geheimgesellschaft der reichen Idioten? Nimm das zurück. Die ist cray-cray, oder, Chat? Die ist cray-cray. Ich will gehen. Ich kann nicht raus. Ich kann nicht weggehen. King Legends, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut bei mir. Guter Stream, gemütlicher Stream bis jetzt. Wir sind jetzt frisch im Life is Strange Double Exposure drin und es macht soweit Spass. Es ist gemütlich. Und vorher habe ich eben so viele Horror-Games gespielt, darum habe ich gesagt, ich brauche mal etwas, das einfach ein bisschen entspannend ist. Aber hey, freut mich, dass es dir gut geht, auf jeden Fall. Chan Wang, grüezi. Ich muss mal schnell schauen, als ich alle begrüßt habe. Tiger 570 und Chan Wang, grüezi miteinander. Wie geht's euch? Der Tiger ist auch hier. Der Chan Wang ist auch hier. Wie war eure Woche? Um Gottes Willen, Troy, nimm's zurück. Die frisst uns sonst. Bitte beachte die Chatregeln. Ja, ich kann da nicht weg, Chat. Jetzt muss ich halt über den Misery Cult reden. Also, du bist ein Fan von Misery Cult? Und wie? So cool, dass du die kennst. Ja, die sind super. Chat, da lasse ich euch schnell entscheiden. Was machen wir, 1 oder 2? Ja, die sind super oder ich kenne diese Band nicht. Wenn ich in dieser Zeit noch schnell Chat anschaue, ob ich etwas verpasst habe. Missachtet die Chatregeln. Die Woche war zu lang, endlich mal entspannen, hey Tiger. Also ich hatte eine entspannende Woche, aber ja, das gibt's nicht. Manchmal ist sie zu lang, zu stressig. Aber ich bin froh, kannst du jetzt ein bisschen entspannen. Der John Long. Nein, nicht der John Long. Nicht der O. Long Johnson. Das ist der John Wang. 111-222. Wow. 111-222. Kommt noch ein Vote rein, Chat? Wollt noch jemand voten? Was ist muss ich entscheiden, Chat? Machen wir Zufallsprinzip. Und, oh, jetzt muss ich schnell schauen. Okay, jetzt haben wir, glaube ich... Nein, jetzt ist es wieder ausgeglichen. Carnage, come on. Also. Oh, King Legends 2, let's go. Jetzt tue ich einloggen. Oh, jetzt habe ich es falsch gedrückt. Super. Die Gitarrensolos, die sorry, ich habe es falsch gedrückt. Also, kennst du sie doch nicht. Ach, fuck, erwischt. Bitte hasst mich nicht dafür. Ich bin unfähig, Chat, sorry. So, als würde ich The Smiths freiwillig hören? Also, erzähl mir von denen. Na komm schon. Misery Cult war die erste Band aus Lakeport, die es geschafft hat. Haben die Musikszene hier revolutioniert. Mhm. Okay, ich bin schon fies. Ich frage euch, was wollt ihr nachher machen? Einfach das Gegenteil. Try to fall lang. I'm so sorry. Der Karls hat 2-mal. Ja, ich habe es verkackt. Du kannst Twitch mit Life is Strange verbinden für Abstimmung. Ohne Scheiß, Jutti. Unfollow. Das ist der Sinn von Abstimmen. Ich habe wirklich so ein Knöpfchen gedrückt und dachte, das war es und ich wollte endlich 2 Wellen machen. Hey, aber Chat, dann müssen wir das aber schnell, dann müssen wir das angucken, was jetzt hier Jutti gesagt hat, ne? Ja, was Juli sagt. Hey, aber dann müssen wir das zum Laufen bringen, Chat. Wie machen wir das?
Wie machen wir das? Ich finde halt nicht, Mann. Wackeln. Also, Chat, können wir schnell speichern? Also, es ist ja sicher. Ja, wo haben wir denn gespeichert? Oh. Wir sind gerade googeln. Google hat Nein gesagt. Ja, aber. Okay, ich mache mal weiter. Kann mir jemand, eine Person, die weiß, dass das geht, vielleicht irgendwie kurz was raussuchen, wie wir das machen? Wie berühmt sind sie? Lakeport hat eine Musikszene. Ich mache jetzt mal schnell die Entscheidungen selber ein bisschen. Mehrere Bands? Wer tut so? Ja, Die Stadt gern. ist außerhalb eurer akademischen Blase echt cool. Kannst du posten. Dann warte ich schnell. Square Enix. Install. Link my accounts. Uff. Uff, Chat, Moment schnell. Ich versuche es schnell zu machen, Chat. Ich versuche schnell das zu verlinken, sodass ihr nachher könnt mitvoten über die Extension. Für da muss ich mich aber da irgendwie anmelden. Oh mein Gott. Habe ich denn überhaupt einen Account? Login with. Steam. Google. Steam. Ich muss mich schnell einloggen. Da. Für da muss ich noch schnell 2-Faktor-Dings machen. Lassen wir schnell ein bisschen Musik im Spiel, Chat. Approve. Link Account. Aber jetzt bin ich halt mit Steam verbunden. Kann ich denn da noch mehr verbinden? Ah, PlayStation Network. Das müsste ich wahrscheinlich verbinden. He? Zwei Faktoren, ja, ist ja gut. Was ab... PlayStation. Da, Sony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich eingegeben, ja. Yes, link my account, please. Ja, jetzt muss ich mal schnell schauen, ob das irgendwie... Seht ihr schon etwas? Seht ihr irgendwie ein Overlay-Chat? Okay, jetzt haben wir noch... Okay, er hat noch ein paar Links gepostet. Der ist besser. Ich schaue schnell, was da steht, Chat. Aha, aber ich glaube, das habe ich in dem Fall schon gemacht. Dieser Cringe-Moment, wenn einer redet und man sich anschaut. True. Also, Chat, ich muss schnell schauen, ob ich jetzt. Muss du schnell mit der Troilina zuschauen. Troilina, wo bist denn du? So, habe ich jetzt hier eine Extension? Ich sehe nichts.
Ah nein, da steht aber Supported Games Life is Strange True Colors Chat. Das ist ja nicht da. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Ich habe irgendwie langsam das Gefühl, das geht wirklich nicht. Chat. Activate. Set as Overlay Eyes. Was habe ich denn da schon drin? Heat. Oh nein, da müsste ich Heat ersetzen. Ich lese nochmal schnell den Chat, vielleicht haben da noch irgendetwas Wichtiges geschrieben. Ja, es ist aber Life is Strange True Color und die Viewer brauchen ja auch noch. Dann hat es kein, ich glaube, True Color und nicht Double Exposure. Das ist, was ich gemeint habe. Wie ist das Spiel bis jetzt? Sehr, sehr gemütlich. Aber es ist auch noch nicht viel passiert schon. Aber mir gefällt's. Ist mal entspannend im Gegensatz zu den ganzen Horror-Games die ganze Zeit. Ja, ich könnte Overlay 2 machen. Drücken wir jetzt X. Hey Chat, ich glaube, irgendwie geht das nicht. Ne? Irgendwie geht das nicht. Und ich schaue jetzt nochmal schnell. Ich kann noch schnell etwas googeln. Ich glaube, das geht. Wir lernen es mal mit dieser Extension. Ich glaube, das geht nur für True Colors. Specko, merci vielmals. Gehst du schlafen, Specko? Ich bin Caster Troy. Ja. Bounce, Mann. Bounce, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Wie geht's dir, Bounce? Ich gehe da noch schnell der Reihe nach durch. If you're a streamer, once you've connected your game to a Square Enix members account, you can toggle on crowd choice from inside the game and start streaming. You're a man in control of how long the crowd choice display stays on screen, and you can choose between full democracy mode, where the wisdom of the crowd makes decisions for you, and suggestions, where you can see the result of every poll. But the choice is up to you. Ja, aber ich... Ja. Kapiert? Hey, Specko. Gute Nacht, liebe Specko. Mögen deine Träume von Gitarrenklängen und Cosplay-Abenteuern begleitet sein. Ruhe dich gut aus, um morgen mit deinem Lieblingskaffeetrink voller Energie in den Tag zu starten. Träum süß. Hey, Specko, mach's gut. Schön, bist du dabei gewesen. Merci für die Fotos und einen schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Was, schlafen, was? Lieblingskaffeetrink, saufen kein Kaffeebot. Okay. Spiel neu gestartet, eventuell klappt's da. Aber Juti, hast du schon mal bei einem Streamer zugeschaut, wo das gegangen ist mit dem Voting und so? Weil wenn es so ist, dann probiere ich das schon. Aber ich habe bis jetzt das Gefühl, dass dieser Teil von Life is Strange das nicht unterstützt. Mr. Simple. Aber sogar bei Twitch Dashboard steht nur Supported True Colors. Darum meine ich eben. Naja, bei True Colors dann kann kurz bei der Kategorie schauen, ob es bei jemandem klappt. Hey, Joti, wenn du kurz Zeit hast, sehr, sehr, sehr gerne. Ich mache aber in der Zwischenzeit weiter. Und Bounce, Mann. Jetzt erzähl mal ein paar Träubergeschichten. Ja, wir machen hier schnell weiter. Für alle, die neu dazugekommen sind. Wir sind im Life is Strange. Wir haben schnell geschaut, ob die Extension geht, damit ihr könntet voten.
Aber wenn es nicht geht, und es geht wahrscheinlich nicht, dann machen wir es eigentlich manuell. Ab und zu ich entscheiden und ab und zu lasse ich euch entscheiden. Wenn ich das Gefühl habe, es sind grosse Entscheidungen, dann lasse ich euch entscheiden. So, drück mal X. Nein, ich mache jetzt deine Familie. Sag mal die Fotos da drüben. Ja, ich mach jetzt... Drüben an der Wand. Ist das deine Familie? Yep. Alle 6 von uns, meine arme Mutter. Deine Mutter. Ich liebe diese Trottel und ich bin die Älteste. Sie müssen auf mich hören. No. Ich will hier raus, Chat. Ich will hier raus. Ich will nicht. Ich will nicht. Danke dir, Jutti. Sehr, sehr, sehr lieb von dir. Okay, ich mach's ja, Chat. Du musst mir verraten, was es mit den Anmachsprüchen auf sich hat. Mein Kumpel und ich waren Headliner für einen Comedy-Abend. Ach du Scheiße, du bist Komikerin? Und warum höre ich das jetzt zum ersten Mal? Sorry. Ich höre ganz still zu. Fahre fort. Die ganze Fahrt zum Auftritt laberte er von den ekligsten Anmachen, die er sich ausdenken kann, um mich zu ärgern. Dummer Pro-Shit. Dann wurde daraus ein Wettbewerb, den ich gewann. Niemand kennt fiesere Anmachen als eine Lesbe aus der Kleinstadt. Und der Wettbewerb wurde zu einer Tafel? Also, lass hören. Was ist dein bester Anmachspruch? Hey, Baby. Ich muss Chat lesen. Jetzt muss ich Chat lesen. Was zocken wir? Hey, Setzo Sevo, sage ich das richtig? Wir zocken Life is Strange Double Exposure von der Life is Strange-Reihe, das neueste Spiel. Und wir sind noch ganz am Anfang. Und Setzo, wie geht's dir denn? Schön, dass du hier bist. So, Chat, jetzt, wir hören hin. Ich glaube, ich habe meine Nummer verloren. Kann ich deine mal leihen? Mir gefällt dein Elan. Oh, aber wie sie reinschaut. Das ist mega cute, oder? Wir sollten rum. Ich will gehen, Mann. Okay, der Arm. Also, ich dachte mir, dass wir unbedingt mal was zusammen unternehmen sollten. Du kannst mir die örtliche Musikszene zeigen. Oh, absolut. Es gibt da diese Band Revenge Horse, die ich mir anhören wollte. Hey, allein wegen des Namens bin ich sowas von dabei. Und auf Revenge Horse zu stehen ist viel cooler, als angeblich auf Misery Kite zu stehen. Haha. Also, ich kläre Erwartungen gerne vorher. Also, kein Druck oder so, aber ist das ein Date oder treffen wir uns als Freunde? Ist ganz einfach. Wir treffen uns und dann wird. Okay? Chat 1 oder 2. 1 oder 2. Ein Date 1. Freundschaftlich 2. You decide. Und ich lese noch schnell Chat. Und ich grüße noch Yunis auf YouTube. Grüezi, hallo Yunis. Wie geht's dir denn? Okay. Jetzt muss ich kurz gucken, ob das hier geht. Okay, sehr schön. Ich glaube, wir haben einen Chloe-Ersatz, aber ja, nur das Gefühl. Ja, da muss ich zuerst noch etwas fühlen, Chat. Da müssen die Gefühle kommen, oder? Da können wir nicht jetzt einfach irgendwie so billige Anmachsprüche rauslassen, nachher ist das geritzt. Sie anscheinend ja schon, aber I don't know. Shiny Jesse, danke dir für den Raid. Holy moly, Jesse, danke dir für den Raid. Ich muss hier kurz, muss mich hier organisieren auf meinem Monitor. Jesse, ich wechsle kurz die Szene. By the way, ich gucke jetzt kurz, wie die Votes sind. Chat, mache hier ein wenig Musik rein.
Muss hier Multitasking machen. Ah, 111, ich glaube, wir machen das eine. Wir daten dann. So, Jesse, was gab's bei dir? Und liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz und bei mir gibt's viele schweizerdeutsche interaktive Unterhaltung mit vielen Spielereien, Effekten, viel Just Chatting und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und wir sind aktuell gerade in Life is Strange Double Exposure drin. Nachdem wir ein paar Horror-Games gezockt haben, habe ich mir gedacht, mal was Gemütliches. Ne? Was Gemütliches muss auch sein. So, und wir machen noch ein Foto zusammen. Jesse, wir machen ein Foto zusammen. Und ich begrüße kurz alle, die noch geschrieben haben. Und zwar Elva Rasa und natürlich Shiny Jesse. Grüezi miteinander. Und kommt doch alle aufs Foto drauf. Ausrufezeichen Foto. Geht allerdings nur auf Twitch, ne? Lieber YouTube-Chat. Ihr könnt da leider noch nicht drauf joinen. Dann müsstet ihr auf Twitch kommen und da reinjoinen mit dem Command, damit ihr mit eurem Profilbild auf dem Foto erscheint. So, kurz gucken, was ich verpasst habe. War ein Bosskampf, hab so oft heute davon erzählt und im Aftermovie gezeigt. Oha, wir gucken. Ja, 15 von 15. Ist es okay, wenn wir den in 20 Minuten machen, Chat? Raiders. 20 Minuten, Jesse. Passt das für dich? Weil dann können wir noch ein wenig ins Gameplay rein und wenn da noch ein Raid reinkommt, dann können wir die Raiders noch ein bisschen sammeln für die Dungeon Leaders. Okay, du bist da, dann cue ich das mal rein für in 20 Minuten. Dann für alle, die sich vielleicht nicht spoilern lassen wollen vom Spiel Life is Strange Double Exposure, ihr könnt auch gerne einen Timer stellen. Wie gesagt, in circa 20 Minuten gehen wir in den Bossfight rein, wo dann Shiny Jesse als Dungeon Leader zusammen mit Skizzy, wir haben heute noch einen Raid von Skizzy bekommen, sie ist auch Dungeon Leaderin, ihr kämpft dann gegen mich, auch, also alle Raiders, alle vom Chat kämpfen gegen mich in einem selbst programmierten Bosskampf. Und ich kann euch nur empfehlen, dann auch dabei zu sein. Let's go. Und du hast gestreamt Talk über anstehende IRL-Streams, Minecraft-Event und The Killing Antidote. Das klingt da sehr interessant. The Killing Antidote. Minecraft ist jetzt nicht so meins, aber auf die IRL-Streams bin ich auch gespannt, Jesse. Was ist denn The Killing Antidote? Das nimmt mich jetzt Wunder. Dr. Suspect, let's go. Chat, alle, die noch nicht drauf sind, kommt alle doch aufs Foto drauf mit Ausrufezeichen Foto. Hello there. Let's go. Hello there, Elva Rasa und Random Access TV. Grüezi miteinander. Listen! Listen! Oh, Joti, ich danke dir. Ich gucke. Also, niemand, bei dem ich gefragt oder geschaut habe, hat es an. Und was ich dir jetzt so vorerzählen wollte, wäre zum Thema Fernbeziehung und Partner. Ich sehe meinen Freund in 2 Wochen wieder. Oh, das ist aber schön. Da freust du dich ganz sicher drauf, oder Joti? Aber das ist schön zu hören. Und danke nochmals fürs Abklären. Ne? Dann machen wir das manuell. Das geht auch. Und Kev, grüezi. Kev, wie geht's dir? Schön, dass du auch noch aufs Foto gekommen bist. Mal gucken. Wir haben 19 Leute drauf. 19 Leute. 20 Leute. Chat. Schaffen wir da noch 22 Leute? So 22 wäre doch eine schöne Zahl. Einfach Ausrufezeichen, Foto eingeben. 21 Leute, let's go. Calls mit Ausrufezeichen unfollow. Ja, hab gemeint, als er das in einer Sprachnachricht meinte, das so doll, habe ich mich gefreut, dass es klappt. Oh, das ist aber schön. Judy, das freut mich für dich, ne? Das ist schön. Ja, so sind halt Fernbeziehungen. Hatte ich vor langer Zeit auch. Und dann freut man sich halt auch immer drauf, ne?
Lucifer. Oh, 24 people on the photo. Lucifer, let's go. So. Kann ich was draufnehmen aufs Foto? Muss mal kurz gucken hier. Ich finde nichts. Jesse, ich finde nichts für aufs Foto. Bin nicht kreativ heute. So. Kurz alles einstellen hier. Danke für den Raid-Titel. Und dann würde ich sagen, wir machen das Foto. Oh, da ist noch jemand draufgekommen. Arti, let's go. Wir machen das Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. Holy fuck! That was diabolical! Ja, oh wow, das Timing vom Will Smith. Der Will Smith überdeckt leider noch ein bisschen Fienchen, aber perfektes Timing. Also sehr nah am perfekten Timing tatsächlich. Nice one, Chat. Nice one. Und Jesse, dieses Foto aber jetzt auf dem Discord drauf, Ausrufezeichen DC. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen, Link im Chat. Und ich mache dann noch eine Story auf Twitch, auf Insta, wo ich dich markiere. Ich weiß, die Story von letzter Woche, die kommt noch. Ich bin ein bisschen in Verzug, bitte entschuldigt, aber du weißt ja, wie es funktioniert, Jesse. Und danke in diesem Sinne nochmals für den Raid und denkt daran, in 15 Minuten starten wir mit dem Bossfight. Bis dahin gehen wir noch ein bisschen ins Gameplay rein. So. Ins Life is Strange Double Exposure. So bin ich hier mit der Maus. So, hier. Chat. Wir wählen die 1. Ihr habt entschieden, Chat, für ein Date. Nochmal schnell schauen, dass ich wirklich das richtige Knöpfchen drücke. Okay, wir drücken auf das richtige Knöpfchen, Chat. Ich dachte schon, dass es ein Date ist. Du bist so unglaublich süß. Oh. Dann also ein Date. Oh. Wie happy sie ist. Oh. Ich meine, Guck dich an, Max. Du machst normalen Kram, fast wie ein... auch wenn ich jetzt nicht hätte wollen, Mitglied der ich als Troy, Wie fühlst du dich? Ich habe keinen freue Plan. mich für Die Max. letzten 10 Minuten sind verschwommen. Aber Amanda ist wirklich cool. Cool. Moses. Was bist jetzt du für einen? Moses. Wie war das Shooting? Sind fast draufgegangen. Wir sind nicht fast draufgegangen. Ja, dank meiner Rettung. Ich verdiene einen Orden. Oh. Was machen wir jetzt? Der Abend ist noch jung. Wir sollten abhängen. Nur wir 3. Alle 3 zusammen. Heute gibt's einen Meteoritenschauer. Ich beobachte ihn für meine Forschung. Das Gang kann weg, echt du lustig Nerd. werden. Kommt vorbei. Jetzt waren wir hier alle 3 zusammen und der andere kommt mit dem Meteoritenschauer. Geh weg, Mann. Alle beide. Das ist perfekt. Wir brauchen nur... Wartet. Was ist denn das? Sie ist heute ziemlich auf Hochtouren. Oh, Tja, Chat. so ist sie, wenn sie gute Laune hat. Oh, Lucifer. Let's go. VIP Ein for Geschenk 10 von minutes. Madame Präsidentin, meiner Oh. liebsten Ma. Zumindest bis ihr wieder einfällt, dass ich ihre Kreditkarte habe. Jetzt machen wir den Champis auf, Chat. Sollen wir? Chat, ich tue schnell pausieren, weil ich nochmal schnell das Foto einblenden. Es sieht so aus, als würde Will Smith Fienchen küssen. Let's go. Das hat der Coles noch geschrieben. Aber das ist schon so, oder? Nice. Thanks, good evening. Hope you're doing well. Saufen und
und ficken. Oder wie läuft das ab? Etwa so. Okay, heutzutage sind es Meteoriten. Früher nannte man das Schmetterlingssammlung. Hey, true. So true. Oder Briefmarkensammlung. Das habe ich mir auch gedacht, Sanne. So, Chat. Wir machen noch ein bisschen weiter. Aber Gib mir die Kurzversion. Was genau sehen wir uns hier an? Ein Haufen kleiner Bruchstücke eines Asteroiden. Aus 11 Millionen Meilen Entfernung. Ich habe einen gesehen, Chat. Das habe ich davon, euch einander vorzustellen. Wow. Ja, okay, das ist aber nice. Also sollten wir Das uns ist aber Sorgen machen, nice. dass dieser Asteroid die Erde trifft. Nicht zu unseren Lebzeiten. Und er würde sicher zerfallen, bevor er die Erde trifft. Na gut, Max. Du hast 24 Stunden, bis die Welt untergeht. Was würdest du tun? Ich würde Chloe retten und scheiß auf Arcadia Bay. Nein, natürlich machen wir das, was ich ohnehin getan hätte. Ja, also da entscheide ich, Chat. Das, was wir eh schon gemacht hätten wollen. Seien wir ehrlich, ich gucke wahrscheinlich, verdammt, die Zombies kommen. Und esse alleine ganze Pizza. Oh, aber geil. Sie starb bei dem, was sie liebte. Ganz schön still bei dir, Murph. Hast du nichts zu sagen? Oh, hab nicht zugehört. Aber hey, meine Geräte funktionieren. Warum bin ich nicht in eine Decke eingewickelt wie ein Burrito? Ja, Safi, Kuscheldecken gibt's in meinem Merch-Store. Eine Franziskus Kuscheldecke für den Winter. Ja, Chat. Nichts gegen Briefmarken oder ich komm dich heimsuchen. Oha, oha. Murph Moses. Heißt der Murph? Ja, true. So, weil du eine gute Freundin bist. Angst, was zu verpassen. Was war die Frage? Wie hast du verpasst? Du hast recht. Das war eine furchtbare Idee. Na, es ist eine gute Freundin, oder, Chat? Weil du trotz deiner besten Versuche, uns vom Gegenteil zu überzeugen, echt lieb bist. Und Zeit mit uns verbringen wolltest. Oh. Oh, ich habe Tassen mitgebracht. Dachte, das ist besser, als die Flasche rumzureichen. Okay, geile Mock. Was Besseres gab's nicht? Ich arbeite nicht in diesem Gebäude. Ich kann nichts dafür, dass die Astronomen so einen schlechten Geschmack haben. Auf meiner steht, ich bin die geilste Oma der Welt. Und du, Max? Oh, kann ich mich entscheiden? Oh, Chat. 1 für nerdig und versaut. 2 für eigentlich Wodka. 3 für Toilette. Also, mir gefallen 1 und 3 gefallen mir eigentlich beide gut. 1 gehört zu Seite 1. Ich hätte gerne Franziskus Kuscheldecke als elektrische Heizdecke. Oh, das wäre schon geil. Das wäre schon geil. Da würde ich auch fühlen. 1-1, cool Toilette, die Tasse ist genial. Hey, true, finde ich auch nice. Aber ich finde auch das nerdig und versaut finde ich nice. Jenny sagt 3. Also wir haben 1-1-3-3, Chat, wir brauchen mehr Votes. Throwing in a 2, oh, well, doesn't make a difference right now. Der nächste Vote zählt. Also, doch, der nächste Vote 1 oder 3 zählt. Chat. Dieses Spiel ist schlimmer als Alien Isolation. Simple. Ich musste mal ein bisschen weg von den Horrorspielen, ne? 1-1, okay. Nerdig und versaut. Naja, einer von 2 ist nicht schlecht. Ich habe gute Neuigkeiten. Riesig. Aber ich kann euch noch nichts sagen.
Erst sagst du, du hast Neuigkeiten. Ja, sorry. Ich will nichts mehr verraten, bis Ja, alles jetzt endgültig feststeht. Hallo. Mysteriös. Der Was auch Artteaser immer hat wir nachher feiern, nicht das sagen. erfordert ganz klar ein Love it. Selfie. Oh, lass mich. Ich habe diese Kamera gerade gekauft und will sie endlich ausprobieren. Was sollen wir sagen? Mist. Ich glaube, ich bin unterkühlt. Moses ist unterkühlt. Da passiert Oh, was. die Aliens kommen, Chat. Ich mach Wir haben das Signal empfangen. mein Ding. Gute Neuigkeiten, ha? Ihr und eure Geheimnisse. Wie ihr beide eine Unterhaltung führen könnt, ist mir echt ein Rätsel. Ich bin so krass gespannt auf Safis Neuigkeiten. Okay. Aha, aber hast du noch etwas sagen, Max? Kann ich sie überzeugen, es auszuspucken? Das war schon noch interessant. Aber jetzt gehen wir schnell schauen. Mama und Papa, checkt. Mama und Papa. Wollen wir jetzt alles lesen? Wir sind unterwegs vom Flughafen. Okay, ich treffe euch dort. Du bist so schnell abgereist. Ist alles okay? Ja. Unsere Reise war toll. Wir lieben dich. Wir sind letzte Woche zurück nach Arcadia Bay gefahren. Nach dem Wiederaufbau erkennt man es gar nicht mehr. Also wir haben es schon eigentlich definiert indem wir gesagt haben, wir sind mit der Chloe zusammen gewesen, haben wir definiert, dass Arcadia Bay quasi kaputt gegangen ist. Also ein mögliches Ende vom ersten Teil des Spiels. Finde ich noch elegant gelöst tatsächlich. Sie haben sogar ein Denkmal für jene, die wir verloren haben, errichtet. Kommasetzung on point. Wir haben vor deiner Ausstellung in Cleveland gehört. Was dagegen, wenn deine Mutter und ich dort aufkreuzen? Und es kommt einfach nie eine Antwort. Bitte. Hast du was Schönes geplant für deinen Geburtstag dieses Jahr? Alles Gute zum Geburtstag, Max, wir lieben dich. Oh, das ist mega traurig, dass sie nie zurückschreibt. Caledon muss dich ganz schön auf Trab halten, wenn wir dich an deinem Geburtstag nicht erwischen können. Wir überlegen wegen einem Familienurlaub dieses Jahr, wann fangen deine Winterferien an. Wir haben vorhin versucht, dich zu erreichen, wir haben seit deinem Geburtstag nichts mehr von dir gehört. Wir wollen bloß wissen, dass es unserem Mädchen da draußen gut geht. Und dann schrieb sie: Sorry, ich werde versuchen, öfter anzurufen. Die Uni ist klasse, doch ich habe weniger Freizeit als gedacht. Aber mir geht's gut. Wir verstehen das. Sehen wir dich dieses Jahr zu Thanksgiving? Du hast am Telefon nicht so toll geklungen. Okay, sie telefonieren immerhin. Ich war bloß heiser, versprochen. Bist du sicher? Hast du mal versucht, mit jemandem über die Katastrophe zu reden, die Arcadia Bay damals dem Erdboden gleichgemacht hat? Mir geht es gut, wirklich. Hat Mark Jefferson, this motherfucker, in seinem Unterricht je etwas zu dir gesagt oder dir etwas getan? Nein, hört bitte auf, euch Sorgen zu machen. Ich bin bloß erkältet. Uns fallen Dinge auf, Max. Jedes Mal, wenn wir über Arcadia oder die Vergangenheit reden, machst du dicht. Wir hätten dich nie nach Blackwell schicken sollen. Es ist nicht eure Schuld. Es ist auch nicht deine. Du kannst immer mit uns reden über alles. Wir sind deine Eltern und wir lieben dich, Max. Bitte pass auf dich auf. Oh? Da spüren wir so ein bisschen den Kontakt zu den Eltern raus. Aber ja, Max ist natürlich sehr, sehr verschlossen, was das anbelangt. Das BX in England, meine Eltern tun mir immer noch leid. Aber ich bin so in meinem Feel in London, dass ich ein bisschen vergessen habe, was um mich herum in meinem Leben ist. Ich habe auch weniger mit Freunden geschrieben. Ja, aber irgendwie, ich kann es nachvollziehen. Es ist halt so. Manchmal gehen halt gewisse Sachen ein bisschen unter. Ja, ist es so. Aber ich habe immer noch das Gefühl, Family ist in meinem Fall immer noch sehr wichtig. Also.
Aber sie haben ja auch telefoniert. Max und so, das sieht man jetzt hier nicht, aber Telefonate haben stattgefunden. Schnell schauen, was wir hier noch haben. Crosstalk, Mainfeed. Was haben wir da Neues? Der Unterschied in unserem Stand wird sich zeigen. Sterne in deinem Fenster, die ich mir nicht ausmalen kann. Ich wollte das ganze Brooks-Zitat posten, aber auf dem Observatorium ist es so verdammt kalt, dass es mir nicht mehr einfällt. Dir wäre nicht kalt, wenn du dir die Franziskus Kuscheldecke gekauft hättest im Merch-Store von Treu. Wenn du dir den Snapping Turtle... Was? Wenn du in der Snapping Turtle geblieben wärst, okay. Handschuhe. Ich lese jetzt nicht alles vor, schon. Ich bin dort halt auch ein bisschen von meinem damaligen Leben und bestimmten Personen geleuchtet. Was? Und bestimmte Personen geflüchtet. Okay. Ist sicher auch an dem gelegen. Ich muss jetzt mal wieder irgendetwas unternehmen. Das ist schon wieder zu viel. Ah, ja, aber... Ja, geflüchtet. Ich nehme es an, ja. Ja, aber mach das. Also eben, ich habe das auch manchmal ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Haben mir fast in die Hose gemacht. Haben wir das schon gelesen, Chat? Ist das alles neu? Freue mich auf mein Date und Revenge Horse. Ah, das ist auf uns bezogen, oder? Haben wir darauf geantwortet? Ist das nicht auf uns bezogen? Wer ist das Mädchen? Und weiß sie, dass du dir fast in die Hose gemacht hast? Ja, jetzt schon. Jetzt auf jeden Fall, ja. Ich würde der Welt nicht erzählen, dass ich mir fast in die Hose gepinkelt habe, aber das ist nur meine Meinung. Chat, ich weiss, der Bossfight muss immer starten, aber ich will da noch schnell schauen, ob wir irgendetwas Interessantes haben. Kennedy Barker, youngest recipient of the Stephen Nickleby Award for Best Short Story. Okay, whatever. Dieses Gefühl, wenn Freunde begeistert zustimmen, sich mit dir Sterne anzusehen auf einem Dach mitten im Winter in Vermont. Ja, der Mosesmann. Oder hast du das Gefühl, dass du die letzten Jahre damit verschwendet hast, deinen Kopf... das habe ich schon mal gelesen, das ist nicht neu, oder? Ich muss schnell schauen. Oben sind die Neuen, oder, Chat? Und unten sind die Alten. Das habe ich aber noch nie gesehen. Gut, ich glaube alles, Chat. So. Liebe Raiders, Shiny Jesse. Oh, hey, Mr. Blatsch, ich habe mich nie bedankt für 69 Bits, oder? Blatsch, bist du noch da? Heute bin ich so verpeilt, dass ich das Zeug nicht sehe, Mann. Blatsch, ich habe mich nie bedankt für 69 Bits. Blatsch, danke vielmals für 69 Bits. I'm so sorry. Dass ich es nicht gelesen habe. Oh mein Gott. Ich bin so doof, ne? Ich bin ja dran, ein Walkaway zu planen, also einfach weggenommen, gerade planen und mal schauen, wo es einem herschlägt. Hey, ich finde das aber schon auch, ich finde das noch interessant. Ja, ein bisschen, ich bin der Meinung, ein bisschen weit muss man schon planen, vor allem finanziell, aber nachher kann man ja auch vieles spontan machen. Finde ich irgendwie noch geil. Wenn du gleich aufhörst, wann spielst du dieses Spiel denn weiter? Ich höre noch nicht auf. Wir machen nur den Bossfight jetzt. Ne? Bossfight kommt jetzt, dauert vielleicht so, ja, es kann schon eine Viertelstunde oder länger dauern. Kommt ein bisschen drauf an, was ihr macht, Chat. Und nachher gehen wir wieder rein ins Gameplay. Jesse ist da. Eins in Chat.
wenn jemand noch nicht weiß, wie der Bossfight funktioniert, bitte eine 1 in den Chat, weil dann würde ich noch kurz erklären, wie es funktioniert. Und sonst gehe ich davon aus, dass ihr wisst, wie es geht. Wer tut so ein Seich? Sanne, okay. Fair enough. Okay, ich erkläre es. Wenn der Bossfight losgeht, nachher, dann werdet ihr 3 Aktionen pro Zug haben. Euer Ziel ist es, mich zu besiegen. Das ist ein rundenbasiertes Kampfsystem. 3 Aktionen pro Zug. Pro Aktion, also ihr votet für jede Aktion mit diesen Chatbefehlen. Ja? Und ihr habt 3 verschiedene Angriffe, die machen unterschiedlich Damage, ja? Und haben unterschiedliche Trefferwahrscheinlichkeiten. Und mit Kaffeetrink heilt ihr euch, hat aber eine 10%ige Verschüttungswahrscheinlichkeit. In der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein. Starke Angriffe, starke Heilung, Damage für uns beide, kann aber auch leer sein. Mit Franziskus schenkt ihr dem Franziskus hier, der am Pizzaessen ist, Liebe, denn er kämpft für mich und hat eine Attacke, die 400 Damage macht. Indem ihr ihm Liebe schenkt, verringert ihr in 10% Schritten, dass er diese Attacke gegen euch ausführt. Genau, und muss ich noch irgendwas sagen? Ihr könnt auch übrigens die ersten Buchstaben nehmen beim Befehl. Ihr seht es nachher, es wird auch nochmals eingeblendet. Ihr könnt also statt Ausrufezeichen Angriff auch Ausrufezeichen A nehmen. Und wenn euch Twitch-Chat sagt, ihr dürft nicht mehrmals dasselbe schreiben wegen Spam Protection, könnt ihr auch einfach Abstand irgendwas dranhängen. Aber das findet ihr dann nachher alles raus, Chat. Es ist nicht so kompliziert. Und bevor es losgeht, oh, hey Blatsch, ich bin froh, hast du es noch gesehen. Ich bin so froh. Das ist heute nicht das erste Mal, wo ich mich nicht bedanke für etwas. Aber ich bin immer froh, wenn ihr es noch hört, dass ich es noch gemerkt habe. Und sonst hätte ich dir einen DM gemacht, 100 Pro. Das habe ich eben letzten Stream schon müssen machen, Chat. Chat, ihr könnt jetzt schon den ersten Vote machen. Wollt ihr zusätzliche Heilung, einen Buff für den ganzen Bossfight lang, dann macht ihr Ausrufezeichenkarte 1 in Chat. Wenn ihr sagt, nee, wir wollen keine zusätzliche Heilung, aber wir wollen Lichtschwerter, was aber nur kosmetisch ist rein visuell, dann macht ihr Ausrufezeichenkarte 2. Wenn ihr sagt, wir wollen keins von beidem, macht ihr Ausrufezeichen keine Karte. Auch hier gelten schon die Dreifachvotes, das habe ich gar nicht gesagt, der Dungeon Leaders. Skizzy und Shiny Jesse. Ihr habt Dreifachvotes hier und nachher natürlich im Bossfight selbst auch. So. Du kennst es, ja. Wir Streamer kennen, wir wissen, wie es ist. Aber Hauptsache, man ist nicht verrückt. Und ich habe tatsächlich auch schon Fälle gehabt, wo ich das Gefühl hatte, oh shit, jetzt ist die Person pisst. Aber das sind meistens nicht Streamer. Streamer wissen halt ein bisschen, wie es ist. Und dass es halt passieren kann. So, Fienchen, wo? Lass mal Lichtschwerter. Ja, ich glaube, okay, let's go. 7 Votes für die Lichtschwerkarte. Dann beende ich mal. Ihr löst ein die Lichtschwerkarte. Und dann würde ich sagen, bei diesem Sound, Skizzy und Shiny Jesse, ihr wollt mich besiegen? So, Chat, votet für eure erste Aktion. Mit diesen Befehlen jetzt voten. Wir haben 3 Votes auf der Mystery Chest. Das ist eure erste Aktion von 3 in der ersten Runde, Chat. Skizzy mit 279 Damage. Oh ne. Hey, nein, okay, du machst mehr als 279 Skizzy. Oh, Skizzy, come on, please. Also, du weißt, das macht viel zu viel Schaden. Das macht mehr als 279 Schaden, ne? Das war die falsche Wahl.
Lieber Chat, zweite Aktion. Zweite Aktion in der ersten Runde. Und Gatorino, grüezi. Schön, dass du hier bist. Und Untitled.psd, grüezi. Jetzt kommen wieder alle, ne? Jetzt kommen alle aus dem Lurk. JKLMNOP, grüezi. Und was ist das, grüezi wohl? Wie geht's euch? Wie geht's euch? Schön, dass ihr hier seid. Und Skizzy mit der Liebe für den Franziskus. Ja, Skizzy senkt die Chance auf 40% runter. Und Hamster, grüezi, Hamster, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. So, jetzt muss ich noch kurz gucken. Und MCB16, grüezi, hallo nach YouTube, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. By the way, für alle, die von YouTube her zugucken, die Chatbefehle gehen leider nicht auf YouTube, ne? Für das müsst ihr auf Twitch kommen. Und wenn ihr hier auf Twitch in den Chat schreibt, dann könnt ihr auch mitmachen hier beim Bossfight, ne? Einfach als Info. Skizzy, ich habe das schon gesehen, ne? Also das ist mir nicht entgangen. So wie mir auch nicht entgangen ist, dass Jenny 100 Biddies reingemacht hat, Chat. Gute Nacht, Troy Hammermann. Danke für den Stream, Troy Hahak. Oh, hey Jenny, merci vielmals, dass du dabei bist. Merci vielmals für 100 Biddies. Merci vielmals für den Support. Und ich wünsche dir eine ganz gute Nacht. Schlaf gut. Und bis zum nächsten Mal. Jetzt müsst ihr da nicht reinbitten, Mann. Skizzy, merci für 69 Bits. Hast du nicht gesehen? Okay, ich habe es nicht gesehen. Ich habe mich nicht geachtet, was Skizzy vorhin für einen Schaden gemacht hat. Aber was ich weiß... Platsch, Mann. Platsch, merci vielmals für weitere 100 Bits. Danke vielmals für den Support. Oh, sorry. Das kann ich auch sagen, wenn ich das jetzt mache. Oh, sorry. Sorry, Chat. Sorry. Das hat wieder nicht gestimmt. Mann, jetzt kommt immer das falsche Geräusch. Fuck, ich habe doch das korrigiert. Okay, Bugfixing muss auch sein, Chat. Ihr seid wieder an der Reihe, Chat. Votet für eure Aktion. Kratzer, Lightsabers. Okay, notiert. Und hey, es läuft der Hype-Train, ne? Es läuft halt der Hype-Train. Ich muss noch kurz warten, ich kann die Animation noch reinqueuen, aber ihr müsst noch eure 2 Aktionen machen, Chat. Für was votet ihr? 3 Votes auf Mystery Chest, 1 Vote auf Angriff. Chat, ihr müsst voten, es braucht euch alle, Chat. Es braucht euch alle. Mystery Chest, 6 Votes. Okay, da kommen die Votes rein, Chat. Artiman und Pio Bill, grüezi. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du auch mitmachst beim Bossfight. Oha. Ja, das bringt nichts, Skizzy. Das bringt doch nichts. Oh Mann, Skizzy. Oh. Chat, was macht ihr denn? Wir sollen rein auf Skizzy, merci nochmal für 100 BDs und habe ich das schon gesagt, bin mir nicht mehr sicher, merci nochmal für 100 BDs und Quertutsu, merci für 200 Bits. So, stop it, Mann. Stop it. Skizzy, wieder mit der Mystery Chest. Oh, no fucking. I'll show you the difference between a mere hammer das tut weh, Chat, das tut weh. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Also ich muss gehen. Oh, und ihr bekommt nur 5 Schaden. Come on. What the fuck, Chat. Und hey, Chat, jetzt mal das Erste.
Gute Nacht, lieber Arti. Möge der Duft von Schenkengipfeli deine Träume versüßen, begleitet von den Abenteuern mit deinem Hund Gizmo. Lass dich von schönen Songwünschen in den Schlaf wiegen, vor allem die Songwünsche von Oreo. Schlaf gut und träum süß. Hey Arti, mach's gut. Guten Schlaf, träum süß. Schönen Sonntag noch. Und bis zum nächsten Mal. Arti, bye bye, tschüss. So, Chat. Multitasking. Multipass. Chat, ihr habt einen Hype-Train ausgelöst. Ihr habt halt einen Hype-Train ausgelöst. Nein, das ist keine Spezialattacke, ne? Das ist die Hype-Train-Animation. Und Last Man on Earth, danke dir für die 69 Bits. Danke dir. Und merci für den Lurk-Support. Danke dir für den Lurk-Support, Last Man. So, Chat. Udo Troy hat genau 666 KP. Hey, listen! Oha, wie geil. Eigentlich müsste etwas passieren, oder? Tiger 75 gifted at Tier 1 Sub Tusker. They have given 10 gift subs in the channel. Skill. Das ist okay, speziell. Hey Tiger, danke dir für den verschenkten Sub an Skizzy. Wow, Tiger, danke für den Support. Skizzy, viel Spaß mit den Emotes und den Perks als Abonnentin. Let's go. Habe ich eigentlich alle Sachen ausgelöst bisher? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, du hast schon sehr... Also, Torlina ist sehr selten. Torlina ist wirklich, ich glaube, eine Chance von 2%, dass sie aus der Mystery Chest kommt. Irgendwie ein Teufel oder sowas müsste auftauchen. Das wäre... Da muss ich mir notieren. Das muss ich mir notieren. Gute Idee. Fienchen. Let's go. Quertuzzo. QWERTOZU gifted at Tier 1 Sub Tusana _5280. They have given 28 gift subs in the channel. Quertuzzo, merci vielmals für den verschenkten Sub. An Sanne. Sanne, viel Spaß mit den Emotes und den Perks als Subscriber. Und Quertuzzo, merci vielmals für den Support. So, jetzt machen wir aber weiter. Jetzt machen wir weiter da mit dem Bosskampf. Let's go. Chest of Hammers, Chat. Die Chest of Hammers. Und da kommt raus. Der Kriegshammer. Das ist nicht viel Damage. Nicht, was ich wollte, Chat. Ihr seid wieder an der Reihe. 3 Votes auf Mystery Chest. 4 Votes auf Mystery Chest. Verteilte Votes. Und, by the way, Last Man, wie geht's dir überhaupt? Habe ich das schon gefragt. Und Karandar, grüezi. Swiss Coconut, grüezi. Pager TV, grüezi miteinander. Wie geht's euch denn? Schön, dass ihr hier seid. Und Sanne. Mit der leeren Mystery Chest. Oh no. Das war Pech. Sanne, das war Pech. Sie kann auch leer sein. Leider, leider. Ihr habt aber noch 2 Aktionen in dieser Runde, Chat. Was soll's sein? 6 Votes auf der Mystery Chest, 7 Votes, 8 Votes, 11 Votes, 12 Votes auf der Mystery Chest. Okay, Shiny Jessie. By the way, Chat, wenn der Bot immer sagt, warte bis die Abstimmung läuft, es kann sein, dass mein Video, das ihr hier seht, ein bisschen Verzögerung hat. Dann achtet euch eher auf den Chat. Wenn der Bot Hammerin schreibt, ihr seid jetzt an der Reihe, dann macht eure Befehle rein. Dann seid ihr sicher, ja, dann umgeht ihr den Delay, den ihr vielleicht habt beim Video. So, Chat, wo sind wir? 7 Votes auf Mystery Chest. Ein Kaffeetrink XXL. Okay, ihr habt euch wieder komplett hochgehealt. Das ist nicht schlecht. Chat.
Es ist jetzt aber langsam an der Zeit, ne? Dass der Franziskus euch zeigt, wie viel 40% denn noch sind. Okay, das ist nicht das, was ich wollte, Franziskus. Das ist nicht das, was ich wollte. Ich hätte eigentlich gerne deine 400 Eichen gesehen, ne, Franziskus? Aber der Franziskus hat halt Pizza-Fettfinger. Hat die Eicheln verloren, Chat. Chat, oh, euer Zug. 10 Votes auf Mystery Chest, let's go. Skizzy führt aus. Ich glaube, die ist leer. Skizzy, die ist leer. Die ist nicht leer. Dexter Season 8. Eine ganz schlechte Staffel von Dexter. Und ihr macht euch selbst auch Schaden. 200 Schaden, Chat. Jetzt würde ich empfehlen, schon mal zu heilen. Weil es könnte sein, ne? Es könnte sein, dass ihr verschüttet. Es wäre risky, erst in der dritten Aktion zu heilen. Wir haben aber auch 10 Votes auf Kaffeedrink. Quertutsu mit dem Kaffeedrink. Heilt um 200 HP. Ihr habt ja nicht die Buffkarte. Auf 450 HP hoch. Wir brauchen Heilung, Chat. Wir brauchen Heilung. Die Frage ist, braucht ihr noch mehr Heilung? 450? Na, ich könnte euch besiegen, wenn ich den Mjölnir ziehe und ich Max Damage mache, dann würde ich 500 Damage machen. Es sieht so aus, als heilt ihr euch Princess Luna mit dem Heal. 200 weitere HP auf 650. Okay. Chat. Jetzt eine kleine Info. Ihr seht, wir sind jetzt in Runde 4. Ab Runde 6 mache ich mehr Damage. Wir sehen es dann, es kommt auch eine kleine Animation. Ich mache dann 10% mehr Damage und dann alle 3 Runden bekomme ich einen weiteren Damage Boost. Das setzt euch zeitlich ein bisschen unter Druck. Ne? Einfach, dass es gesagt ist. Aber wir sind jetzt noch in Runde 4. Und ich habe nicht mehr so viel HP. Wahrscheinlich kommt es gar nicht zum Zug. Und hey, danke euch nochmals für den Hype Train, ne? und die schönen Hype Train Emotes. Wie schön ist denn das? Better Up, das ist ein geiles Emote. Love it. Chill Girl. Okay, nice. Geile Emotes. Und Chi-Chis zu den Emotes, Chat. So. Chest of Hammers. Ich konzentriere mich. Ich wünsche mir den Mjölnir. Oh mein Gott. Aber ich kann euch nicht killen, ne? Jetzt welcher meiner 2 Mods? Techie macht die Blitze. Techie macht Blitzattacke und verursacht 467 Damage. Oha. Die Heilung war echt eine gute Idee, Chat. War eine gute Idee. Acht 11 Votes auf dem Kaffeedrink. Ihr wollt healen, das macht auch Sinn, Chat. 183 HP ist wenig, ne? Ist wenig. Ich würde sagen, mindestens einmal healen muss jetzt schon sein. Skizzy healt. Jetzt ist die Frage, ne? Ihr habt heute noch nie einen Kaffeedrink verschüttet. Und auch jetzt habt ihr nicht verschüttet. Nice one, nice one. Zweite Aktion von 3 Aktionen. Was soll's sein? Und... Highwire03 gifted a Tier 1 Sub to Buoy. They have given 122 Gift Subs in the channel. Holy shit, 122 Gifted Subs, ey. Highwire. Merci vielmals für den Gifted Sub an Pubi. Und Pubi, viel Spaß mit den Emotes und den Perks. Highway Race, merci vielmals für den Support. Danke vielmals. Hey Skizzy, also nach dem ersten Mal ist es nicht mehr lustig. Nach dem ersten Mal... Ist das Geschrumpfen nicht mehr lustig? Ja, der Treu ist geschrumpft, der Treu hat eine hohe Stimme, ja. Hahaha. Scheiße. Shit.
Mann. Oh shit, Mann. Jetzt kommt der Greed. Oder auf 5 auf Will Smith. Chat, wollt ihr es schon beenden? Was ist denn? Oh no. Will der. No, Skizzy. Ich glaube, der geht daneben. Nein! Nein, Mann! Skizzy! Verdammt! Nein! Chat. Hey, Loot! Obi-Wan. You were the chosen one! It was said that you would destroy them and not join them! Kraft, du kannst es tun. Tell me why! Bring balance to the Force! Not leave it in darkness! Obi-Wan, ich weiß gar nicht, was abgeht gerade. Ach, Chat. Ihr habt noch eine Loot-Karte bekommen für einer der nächsten Bossfights. Ein weiterer Koffeinschub. Let's go. GG's. Ja, ihr habt das gut gemacht. Das Skizzy auch wieder sehr, sehr gut gemacht. Nicht schlecht. Holy shit. Und lieber Chat, liebe Raiders, ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Raiders von Skizzy, liebe Raiders von Shiny Jesse. Auch danke nochmals für die beiden Raids. Und genau, das machen wir jeweils, wenn ein Raid reinkommt. Ne? Wenn da also wir machen es immer mit den 15 hier und dann machen wir so einen Bossfight. Und es macht jedes Mal Spaß, Chat. Echt geil. What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammerin. He does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it hashtag eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Fuck. Okay, nice one, Chat. Nice one. Treu brennt, flucht und es geht ein Remix ab. Hey, true. Ich schmecke gern dieses Blut. Das Spiel ist irgendwie lustig, auch wenn ich es nicht ganz gepeilt habe. Ja, beim ersten Mal ist es natürlich ein bisschen viel, sind auch viele Insider-Jokes versteckt. Eigentlich jede Attacke, alles was passieren kann, ist irgendwie eine Anlehnung an irgendwas, das es schon gibt im Stream. Ne, der Will Smith gibt es, einen Kaffeetrink, den könnt ihr mir ja bestellen hier. Und den gibt es als Heilung dann in diesem Kampf. Aber eigentlich ist es einfach rundenbasiert, ne? Angreifen, healen oder etwas Zufälliges. Genau. So, Paui, gehst du schlafen. Und ich wechsle auch ab jetzt wieder ein bisschen zurück nach Schweizerdeutsch. Gebt mir bitte Bescheid, wenn ihr gar nichts mehr versteht. Ne? Aber wir probieren es mal wieder ein bisschen mit Schweizerdeutsch. Paui. Ich bin in die Stube. Sitzen. Sitzen. Nochmal schnell. Möge deine Nacht so aufregend sein wie ein Bosskampf. Träume von Elon Musk, der als Putzmann Power Moves ausführt. An der Seite von Donald Trump. If I ever find one of these lying around again, I swear to fucking God, I will stop being so polite. Get the fuck out of my sight before I demolish you. Ich? This is madness! Madness. This is Sparta! Er hat den Easter Egg Overload ausgelöst, Chat. Easter Egg Overload. Das heisst, alle Easter Eggs sind jetzt auf Cooldown. Damit wir schnell ein bisschen Ruhe haben, aber nice. Geil, Chat. Geil, wie ihr es macht. Und ich muss noch schnell sagen, Paui, schlaf gut, schön bist du dabei gewesen und ich wünsche dir noch eine gute Nacht, einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht auch wieder mal live. Ja? Immer wieder geil, ne? Bye bye, Paui, tschüss. Und die Karte, ja genau, die Karte, das sind so wie
Loot Drops, wenn ihr gewinnt. Nur dann können, es müssen nicht, aber es können Karten droppen. 4 verschiedene gibt es. Und ihr habt jetzt die Koffeinschubkarte bekommen. Und die könnt ihr ja vor dem Bosskampf jeweils also ihr könnt dafür voten. Und die Koffeinschubkarte bewirkt, dass ihr mehr Heilung habt während dem Bossfight. So funktioniert das. Aber Sanne, da musst du quasi bis zum nächsten Bossfight warten und dann dein Vote abgeben und vielleicht löst ihr dann diese Koffeinschubkarte ein. Ihr hattet schon eine im Inventar, wenn es mich nicht täuscht. Von dem her habt ihr jetzt wahrscheinlich 2 oder mehr. So, Chat, wo sind wir gewesen? Good night, Paui, bye bye. Ist mir zu warm gewesen hier oben, da unten ist ein bisschen kühl. Im Loch unten. Alter, also willst du wissen, wie alt ich bin? Ich kann dir sagen, ich bin 39. 39, Pubi. Und merci, danke für die netten Worte, merci vielmals. So, kann ich schnell da, so, zack. Den Kampf schaue ich dann noch einmal, wenn VOD da oben ist. Das musst du dir dann noch mal geben. Und zählen den Damage. Ja, Skizzy, ja. Skizzy, du bist so Damage-fokussiert. Du bist so zahlenfokussiert, Dome. Ich weiss nicht, ob das gut kommt, Skizzy. Ja. Immer nur den Damage zählen, das ist doch nicht gesund. Das ist doch nicht gesund. Oh, shit, Mann. Die Ideen wieder, ne? Ja, ich mach schnell eine handschriftliche Notiz. Totalschaden. Totalschaden. So geil. Total Damage. Oder Totalschaden, ne? Ich habe auch immer gewonnen gegen dich mit dieser Taktik. Das ist halt schon true. Also Skizzy, du bist eigentlich immer da gewesen, wo Chat gewonnen hat. Und jedes Mal, also alle anderen Mal, wo ich ja gewonnen habe, bist du nicht da gewesen. Das ist ein bisschen sass. Könnte man ja zählen, dass dir der Chat insgesamt... Ja, true. Absolut. Mach ich. Carnage ist eine geile Idee. Das ist eine geile Idee. Ein bisschen Stats und so. Ist tatsächlich eine Idee mit den Stats. Aber das ist noch im Aufbau. Das soll dann aber auch nicht als Chatbefehl verfügbar sein, sondern schöner. Schöner, zusammengefasster, mit vielen anderen Funktionen. Aber das kommt alles noch, Chat. Vielleicht bin ich ja in deinem Code. Jetzt weiss ich, was das Skizonta.exe da ist. Ich habe mich immer gefragt, was ist Skizonta.exe, wo im Autostart ist. Aha, Jetzt macht das Sinn. Chat, wir gehen noch ein bisschen zurück ins Spiel. Ja. Okay, ich starte PS5 nochmal neu. Ja? Sonst bekommen wir kein Gameplay. Oder auch nicht. So, Chat, let's go. Wir gehen noch ein bisschen rein ins... Wo ist es jetzt? Life is Strange Double Exposure. So. Mit Moses reden, um etwas über Safis Geheimnis zu irgend bla bla bla. Habe ich das jetzt nicht? Habe ich das nicht angeschaut, Chat? Mal, das habe ich angeschaut. Jetzt nehme ich da schnell einen Schluck. Nur die hochqualitativsten Trinkgefäße für die Astronomieabteilung. Safis zweitliebste orale Fixierung. Okay. Sour Cats.
Moses und Safi sind seit Jahren Freunde. Vielleicht kann er helfen. Das ist jetzt ein bisschen unerwartet gekommen. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Der oralen Fixierung und so. Chapter. Hey Boy, ich wünsche dir noch eine gute Nacht und auch Teamstream. Man sieht sich. Hey Ullen, man sieht sich, man lässt sich. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schönen Sonntag. Und bye bye, tschüss. Moses ist garantiert auch neugierig auf Safis. Schnell der Schlettermann. Gute Nacht, Ullen. Mögen dich die Würfel in süße Träume begleiten. Voller Abenteuer in Dungeons and Dragons, lass dich von den Memes in eine Welt der Lacher entführen, bevor Venom deine Ängste vertreibt. Schlaf gut. Hashtag gute Nacht, hey Ullen. Bye bye, tschüss. Und Kevin, grüezi. Ja, grüezi und guten Abend. Kevin, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Gibt auch noch andere Katzen. Also es würde mich ja nicht verwundern, Chat. Gute Neuigkeiten. Ah nein, es ist nicht eingedeutscht. Sicher, wie wir sie zum Reden bringen. Wenn da gestanden wäre, saure Katzen, dann wäre es im Englischen gewesen, saure Pussies. Ja. Orale Fixierung. Okay, wir lesen schnell, was da drauf steht. Weingummi, der Geschmack ändert sich. Gib ihnen einen Moment, dann sind sie süß. Oh, okay. Let's go. Verdammt, Safi hat sich das gute Zeug in der Snapping Turtle geschnappt. Mhm. Der Champ ist am Start. Jetzt muss ich mit dem Moses reden, oder? Hey Moses. Moses. Oh, Schnappschuss. Ich finde es toll, wie leidenschaftlich Moses immer bei der Arbeit ist. Selbst wenn er bloß Gar nicht. Ich muss noch kurz ein Foto machen. Let's go. Moses Murphy, Mann der Wissenschaft. Und, lieber Carnage Rage, ich wünsche dir eine gute Nacht, in der deine Gedanken sanft wie Glühwürmchen leuchten und dich in süße Träume entführen. Lass den Stress des Tages verrecken und ausbluten, damit du elendiglich entspannen kannst. Gute Nacht, hey Carnage, let's go. Gute Nacht, schöne Sonntag und bis zum nächsten Mal. Carnage, bye bye, tschüss und ich müsste auch mal wieder bei dir vorbeischauen, Carnage. Auch immer sehr, sehr unterhaltsam in deinen Streams. Bist du eigentlich noch dran an Fallout? Weil da gucke ich gerne zu. Da gucke ich wirklich gerne zu. Ich düse aber jetzt auch morgen ist Besuch da, also früh aufstehen, viel Spaß beim Spielen. Hey, es gibt dir, vielen Dank für den Raid und danke dir. Schlaf gut, viel Spaß morgen mit dem Besuch und bis zum nächsten Mal. Skizzi, aber der muss ich wieder mal vorbeischauen. Bye bye, tschüss. Gute Nacht, lieber Skizanta. Liebe Skizanta. Möge dein Schlaf so süß sein wie eine Ananas und deine Träume dich auf aufregende Hype-Trains mitnehmen. Bis bald und schlaf gut. Hey, Skizzi, mach's gut, bye bye. Und apropos Hype Train, ich habe glaube nie den Hype Train abgeschlossen visuell. Das mache ich jetzt noch schnell. Es ist schon ein paar Minuten her. Ich glaube während dem Bossfight gewesen, aber lieber Chat, ich sage nochmal, danke vielmals. Danke vielmals für den Hype Train und den ganzen Support und die ganzen Raids. Also, let's go. Wir reisen zurück zum ersten Teil von Life is Strange. Und wir retten Chloe nochmal. Let's go. Let's go. Also, wunderschönes Foto. Sind da schon Reaktionen gekommen? Oh, die Reaktionen sind, glaube ich, reingekommen. Da. Nein, wo sind's? Glück gehabt, in Seattle ist es zu bewölkt, um die
Geminiden zu sehen. Nur ein Mann und sein Teleskop. Ja, das ist genau da, wo ich sagen in dem Viertel. Wie soll ein Mann denn auch ohne sein Teleskop auskommen? Okay, Zweideutigkeit, let's go. Hey, und übrigens, Pubi, habe ich überhaupt jemals Danke gesagt für den Follow? Merci übrigens für den Follow. Sorry, wenn ich das ein bisschen spät sage. Danke vielmals. Und nochmal willkommen hier bei uns. So, Chat. Ist das schon sexuelle Belästigung? Schwierig. Vielleicht ein bisschen. Meine Medis fangen an zu wirken. Ich muss leider ins Bett. Ich ziehe aber nochmal ein Fazit. Dies war mein zweiter Besuch bei dir und ich finde es sehr schön hier. Du scheinst ein sehr netter Mann und lieber Streamer zu sein und daher war ich nicht das letzte Mal hier. Oh. Und ich werde zu deiner Unterstützung das Laptop nur noch anlassen und lediglich leise machen. Vielen lieben Dank für die tolle Zeit, die ich heute hier erleben durfte. Oh hey, Sanne, danke für deine netten Worte. Schön warst du hier, ne? Ich danke dir natürlich für den Lurk, den du noch hier lässt. Aber denke auch an die Stromkosten, ne? Also auch, du musst nicht, aber ich weiß es zu schätzen natürlich. Und mach's gut, Sanne. Und ich sag's nochmal, ich hoffe, dass du hier ein paar gute Tipps bekommen hast vom lieben Quertutsu mit dem Controller und so. Das würde mich natürlich riesig freuen, wenn du da wieder mehr so Games zocken könntest dann. Sanne, mach's gut, bye bye, tschüss. Fallout 4 bin ich leider dummerweise schon durch, habe einfach spaßeshalber einen wichtigen NPC im Sinne von lass mich wieder mal was probieren, attackiert und habe ihn one-hitted. Das hat es basically direkt zum Ende eskalieren lassen. Oh no, okay. Ja, da war ich immer gerne dabei. Aber vielleicht hast du ja noch ein neues Spiel, so in diese Richtung irgendwie. Samstag ist doch Standard-Raid und ja, das sage ich auch immer. Der Lurk lasse ich aber da. Jetzt geht sie merci auch für deinen Lurk. Mega lieb, danke. Lieber Chat, vielen Dank für den netten Abend mit euch. Ihr seid offensichtlich eine Community. Hey, ich sag's immer wieder, hier die Leute, ne? Die Leute hier, echt der Hammer. Alle der Hammer und eine sehr, sehr, sehr geile Community. Kann ich unterstreichen. Geil. Geil und zweideutig. So, Trini mit der Shield of Reflection Karte. Holy shit. GZ Trini. Welche hast du denn jetzt schon? Das nimmt mich noch Wunder. Also, hier unser schönes Viertel ist live. Wir reden mit dem Moses. Hey, Moses. Will nicht ein kleiner Teil von dir auch wissen, welche guten Neuigkeiten Safi hat? Mich interessieren nur die Meteoriten. Okay. Ich habe eine Idee. Okay. Aber wenn es einmal losgeht, gibt's kein Zurück. Okay. Was ist das? Safi den hier, wenn du kannst. Du musst sie wahrscheinlich überlisten oder ihn ihr unterjubeln. Das hier, Max, Prank? Nein. sind deine Zeitreisen. Zeitreisen-Powers. Es ist eher ein Spiel. Wer den Korken bekommt, muss tun, was immer du sagst. In angemessenem Rahmen. Okay. Moses, ehrlich jetzt, ich wollte noch nie ein Spiel mehr spielen als das hier. Das sagst du jetzt. Aber Safi hat eine eigene Auffassung von in angemessenem Rahmen. Und du bist ihr nächstes Ziel. Okay, wünsch mir Glück. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Oh, du meinst, wie mit jemandem zu reden, der auf mich steht? Erstens, wie kannst du es wagen? Und zweitens, ja, ganz genau. Okay, wie juble ich den Safi unter? Ein Versteck für den Kronkorken finden. Nachricht von Amanda lesen. Ich muss so viel machen. Carnage schrieb noch definitiv anders, aber der Mix aus Story, Kloppe und Humor habe ich jetzt mit Like a Dragon Infinite Wealth. Okay, klingt interessant. Jetzt aber ciao, gute Nacht und bis ein andermal.
Carnage, ich frage dich dann in 5 Minuten nochmals was. Kronkorken irgendwo verstecken, wo es Safi nicht verdächtig Carnage, bye, tschüss. Also, Kronkorken, nee, kurz Nachrichten lesen hier. Danke, dass du dieser todmüden Barkeeperin den Abend gerettet hast. Oh, Amanda. Amanda antwortet. Ah, ich habe zurückgeschrieben. Oh Gott. Du bist niedlich. Eine niedliche, todmüde Barkeeperin vergisst den Teil nicht. Sowas. Sie kann nicht nur in Person flirten, sondern auch in Nachrichten. Ich bin eine Frau mit vielen Talenten. Wir werden sehen, ob dazu auch guter Musikgeschmack zählt. Jetzt fühle ich mich bedroht. Okay, viel Spaß mit den Meteoren und lass Moses nicht erfrieren. Er wird versuchen, die ganze Nacht draußen zu bleiben. Bevor ich es vergesse, zu spät. Wenn du noch mehr dumme Witze hören willst, habe ich einen Comic-Account @am&a-comedy. Aber kein Druck. Kann ich der Chloe auch schreiben? Er kann ich halt nicht schreiben. Ach da! Es tut mir so leid wegen dem kaputten Glas, Max. Bitte lass nicht zu, dass Amanda mir ein lebenslanges Verbot für die Snapping Turtle verpasst. Das sind viele Emojis. Das war's dann mit deiner guten Note. He? Jetzt schreiben wir da schnell allen zurück, Chat. Ist das ein Sequel zu Alan Wake? Ja, das ist die Episode 3 von Song of Horror, wo wir hier spielen. Double-Click. Und wenn der Carnage sich verabschiedet, sage ich mal Hi. Bis jetzt Stunden am Lurken. Hey, Double-Click, dann grüezi wohl, merci auch fürs Lurken. Und wie hast du es? Wir haben noch dein Bild angeschaut, heute einmal. Dieses absolut geniale Bild, das du gepostet hast. Sehr geil. Nein, natürlich, Life is Strange, mal ein bisschen gemütlich, mal ein bisschen weg vom Horror, mal ein bisschen etwas anderes. Und Life is Strange habe ich immer endlich schon gemütlich gefunden. Bis jetzt ist noch nicht viel passiert, wir sind auch aber immer mal wieder in so Sachen drin, wo wir schnell ein bisschen Nachrichten lesen und so. Was haben wir geschrieben? So viel zu der 1 in meinem Seminar. Nein, dafür habe ich so geschuftet. Beruhige dich, Reggie. Ich mache doch bloß Witze. Ja? Können wir da noch einmal antworten? Ich glaube, alles durch. Schnell schauen, was wir da noch Neues haben. Gwen. Gwen und ihre Frau sind so niedlich. Ich hatte heute Abend einen wunderschönen Ausblick und der Meteorschauer war auch schön. Wirklich? Das ist das Foto, das du postest? Du solltest sagen, wie lieb ich bin. Das ist selbstverständlich süß, aber du hast bessere Fotos. Bla 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 bla. Okay. So, jetzt muss ich da irgendwann den Token den Korken verstecken, oder? Da müssen wir es verstecken. Kann ich den Kronkorken in einem Schneeball verstecken? Ich weiß nicht, ob ich das wirklich riskieren sollte. Ich habe nur einen Versuch. Ja, haben wir denn etwas Besseres? Zigaretten? Da Safi das Rauchen noch nicht aufgegeben hat, kann ich zu meinem Vorteil nutzen. Da finde ich nice. Hindern mich nicht daran, Safi den Kronkorken zu geben. Das finde ich nice. Menthol. Aha. Vielleicht gibt es hier oben noch andere, bessere Verstecke. Das sind viele Zigarettenstummel. Sind die alle von Safi? Dann machen wir noch schnell einen Schnappschuss, Chat. Netter Versuch. Ja, der halt nicht. Wenn du nicht willst, dann machen wir es halt, dann machen wir da das Foto. Ja, das hast du davon. Ich finde es echt geil, das Game checkt halt nicht, dass sie nicht auf dem Foto ist. Die schlüpfrige Safi, die allen ungestellten Fotos ausweicht, bleibt erneut schlüpfrig und kann nicht eingefangen werden, Chat. Haben wir schon Reaktionen drauf? Ich kann das Zeug nicht bedienen. Falls du eins von ihr erwischt, Maxine, musst du es mir sagen. Vielleicht muss ich es einrahmen lassen. Sie ist noch hier
Sie ist hier noch geheimnisvoller als auf Papier. Mhm. Und das will was heißen. Ja, sehr schön. Schluck ihn runter, so simpel, ja genau. Schnell schauen, Doppelklick mit Season 2 Karten. Dunkelwald 1, Kaffeetrink 1, Shield of Reflection 2, Hype Train 1. Ja, holy shit, Mann. Was fehlt dir noch? Fuck, was fehlt dir noch? Ich kenne meine eigenen Karten nicht mehr. Ende des Chats fehlt noch. Und dann kannst du Tualina-Karten herstellen. Doppelklick. Du bist auch wieder gut unterwegs. Holy shit, Mann. Du hast sehr, sehr viel Luck, muss ich sagen. Ah ja, alles gut. Musst dich nicht entschuldigen. Alles gut. So, Chat. Ja, wo verstecken wir das Zeug? Okay, kein Problem. Ich muss nur die schlauste Person, die ich kenne, überlisten. Ganz einfach. Ich glaube, Zigaretten, das ist es, oder? Die wird sicher noch Zigaretten rauchen. Da können wir ja nichts machen. Oder hat der Moses noch irgendwas? Moses wirkt sehr konzentriert. Ich sollte ihn nicht unterbrechen. Drück einfach mal schnell Escape. Schnell Escape drücken. Kann ich nicht Laptop anschauen? Was könnte... Ihr geht ja voll die kurvige Action ab. Mhm. Kann ich es auch bei der Tasse verstecken? Nur die hochqualitativsten Trinkgefäße für die Astronomieabteilung. Also was wäre die Idee? Ich mache sie in einen Schneeball und dann rühre ich den ihr an. Und dann treffe ich nicht und dann ist alles für Katz gewesen. Nein, ich mache jetzt Zigaretten rein. Sneaky. Die Karte kann nicht existieren. Es gibt kein End-of-Chat in diesem Chat. Das Jetzt ist muss ich den nur bei Safi abliefern. Hast du jetzt gerade die Hauptkarte von Season 2 geklickt? Hey, sie ist schon hergestellt worden, findest du? Darum ist es kein Leak mehr. Sie ist hergestellt worden im vorletzten Stream, glaube ich. Aber ich weiss nicht mehr, wer sie hergestellt hat. Chat, ist die Person die die Turlina-Karte hergestellt hat? Darum ist es nicht mehr geheim. Darum sage ich es jetzt auch. Aber sonst hätte ich es nicht gesagt. Okay, Max. Schummeln wir Safi diesen Kronkorken unter. Also. Hey, Safi. Hey, Safi. Willst du eine rauchen? Tschüss. Okay. Ich überlasse dich deiner Muse. Nein, aber jetzt ist es nicht vorbei, oder? Dann wäre es besser, wenn jetzt echt die Szene vorbei wäre und ich hätte es verkackt. Nein, ich kann noch mal reden. Nein, das machen wir jetzt schon. Hey, Safi. Hey, Safi. Zigarette fallen gelassen? Hast du die fallen gelassen? Wie poetisch, meine schlechten Gewohnheiten auszunutzen. Ich habe deinen Korkentrick gesehen. So ein Quatsch. Wie konntest du mich sehen? Get good, Noob. Den hier Get good. ich. Okay. Herzlichen Wow. Dank. Ja, wow. Nicht im Verstecken von Korken. Der Titel gehört dir. Tualina, ja. Tualina. Oh. Oh, shit. Hallo? Hier ist Safi. Ja, hier ist Safia Llewellyn Fayad. Was ist Moment. los? Wieso so dramatisch hier? Gleich wieder da. What is happening, chat? Skill Issue. Also, verdammt. Das war aber eine geile Karte. Eine Skill Issue Karte. Oh, Double Click. I like.
Muss mir gerade eine Erinnerung machen. Eine Skill-Issue-Karte, wie geil. Guckst du, wenn der Asteroid einschlägt? So Season 15. Verdammt, die Zombies kommen ist ein Zombie-Apokalypsen-Meisterwerk. Ich habe ihn bestimmt schon 100-mal gesehen. Ja, Mann. Moses, du hast echt keine Ahnung. Film über die Apokalypse? Das Ende akzeptieren. Sich an Gewohnten festhalten. Oh. Ich mache mal das Ende akzeptieren. Na klar, genau deswegen ja. Warum sich dem Ende widersetzen, wenn du es annehmen kannst? Verstehe. Chat, jetzt wette ich Action langsam. Jetzt muss dann etwas passieren. Jetzt muss mal so ein Meteor abstürzen. Was ein Schweif. Jetzt mit mal die Aliens kommen, Chat. Moses hatte recht. Das ist super. Also nur der Mond ist irgendwie nicht so geil. Das finde ich irgendwie noch schön. Oh, jetzt warten wir noch, bis ein Meteor kommt. Aber so schön im Zentrum, Chat. Im Zentrum. In 3, 2, 1. Ja. Was ist los? Action. Chat. Action. Action. Zeig mir den Schweif. Anspielung auf The Walking Dead. Oh, das habe ich jetzt irgendwie. Da habe ich jetzt wahrscheinlich nicht gecheckt. Ja, passt schon. Aber gut Nur möglich. schwindelig. Vielleicht der Champagner. Ich glaube, ich hau ab und erhole Max, mich. jetzt tun wir schnell Zeit zurückdrehen. Ach, for Nein, Science. ist schon okay. Ein bisschen laufen tut mir gut. Aber danke. Oh, ich glaube, Chat, sie bekommt ihre Fähigkeiten zurück. Ich glaube, sie bekommt die Fähigkeiten zurück. Irgendetwas passiert. AirPods inne, Metal inne. Das neue Lied von Slayer, Ladies and Gentlemen. Aber trotzdem, ich sage es immer wieder, die Musik ist mega schön in diesem Spiel. Dass Moses mich eingeladen hat. Exactly how you came into my life at all. Seems you always. Caledon hat einen wunderschönen Campus. Aber er ist im Schnee sogar noch schöner. Wie heißt er? Caledon. Caledon. Oh, please, Twitch. Don't strike my channel because of the music. Ich finde aber auch das Graphics-Team hat eine mega Arbeit geleistet. Hey, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es sind natürlich auch Welten. Es sind wirklich Welten. Und gleich haben sie irgendwie an gewissen Stellen immer noch den alten Charme vom ersten Teil, von dem Stil vom ersten Teil drin. Vor allem so bei den Posters und Notizen und so. Aber sonst ist halt alles so ein bisschen realistischer. Aber I like. Die perfekte Nacht, um zu Fuß nach Hause zu gehen. Crosstalk-Post von and A Comedy. Amanda ist also eine eifrige Jetzt läuft Musik weiter.
promise this is what you want. Die zwei Gruppen, die jedes Wort von Siskos, lesen wir mal. Siskos, The Thong Song kennen. 13-jährige Jungs und jede Lesbe in dieser schwulen Kneipe in New England. Ich bin dann wieder 13 Jahre alt oder eine Lesbe. Oder Schwestern, die sich das jeden Morgen vor der Schule anhören mussten. Okay. Schauen, Moses. Das haben wir doch alles schon angeschaut. Wieso leuchtet das immer noch auf? Das nochmal anschauen. Und nicht daraus, wieso es immer noch rot ist. Ah, jetzt. Okay, ich lese jetzt das nicht. Schnell schauen, Main Feed. Das haben wir gelesen. Ah. Haben wir da noch etwas? Ich versuche da immer noch, dass der rote Punkt wegzubekommen. Das nervt mich ein bisschen, dass der nicht weggeht. Ich habe doch jetzt alles gelesen. Aha, das habe ich noch nicht gelesen. Anscheinend haben mindestens 4 Leute Einbrüche gemeldet. Was geht hier vor sich? Die Stadt geht den Bach runter. Okay. Dann Artalia, okay. Ja, bla bla bla. Ich will nicht alles lesen, Chat. Für meine eigene Erbauung, bla bla bla. 4-Tage-Woche, ja, auf jeden Fall. Sage ja. Sage ja. So, ich muss noch schnell gucken. Chat. Amanda, hast du noch etwas geschrieben? Nichts Neues. Was? Nachricht von Jasmin? Ah, da unten. Ja, soll ich mal schnell von vorne anfangen, Chat? Geh mal schnell von vorne an. Mal schauen, wer die Jasmin überhaupt ist. Chat, ich muss schnell etwas nachschauen. Give me a second. So. Come on. Chat, ich bin gerade wieder für euch da schnell etwas machen. Oh. So. Irgendetwas mit dem Chat-Tool stimmt wieder nicht. Ich muss schnell refreshen. Die Probleme, die ich hier habe, Chat. Gang weg. Ich bring's. Ich bin gerade unfähig, Chat. Moment schnell. Chat, ich bin noch live, oder? Irgendwie mein Chat-Tool will gerade nicht mehr.
Mein Chat-Tool ist nicht mehr live. Ich frage euch jetzt, ich sehe euch aber gar nicht. Das ist das Problem. Das ist jetzt das Problem. Chat-Moment schnell. Ah, da sehe ich euch noch. Ich kenne die Stimme. Wer ist das? Glaube ich einmal. Von wem? Von der Max? Ich bin live. Hallo Tiger. Okay, dann ist das auch mein Chat-Tool, das gerade down ist. Chat. Jetzt muss ich schnell schauen, ob ich das irgendwie fixen kann. Come on. What is happening here? Moment schnell, ich muss schnell da das Chat-Tool auf einem anderen PC aufmachen. Und da geht's! Ja genau. Ja genau. Das macht aber nicht viel Sinn, Chat. Aber dann ist es halt so, dann habe ich es halt da. So, jetzt Chat, ich sehe euch jetzt wieder. Und zuerst einmal, nein, ich sehe euch nicht. Ich sehe euch nicht. Aber zuerst einmal Xerxes, Grüezi, Xerxes, wie geht's dir? Sorry, mein Chat war gerade weg hier. Ich spiele heute noch bis sicher, was haben wir für Zeit? Oh mein Gott, also sicher noch eine Stunde. Sicher noch eine Stunde, Xerxes. Und Grüße noch nach YouTube. Sorry für die Verzögerung, aber das war der Grund, wieso ich gemerkt habe, dass mein Chat irgendwie gerade nicht mehr will. Ich probiere jetzt noch mal was hier. Kurz alles beenden. Jetzt geht's wieder. Holy shit. Okay. So, Chat, jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir wieder da. Let's go. Also, ich lese schnell da die Nachrichten von der Jasmin vor. Hallo Maxine, willkommen an der wie hat sie es gesagt? Caledon. Chat, Caledon. Caledon Universität, ich bin Dr. Jasmin Fayyad. Wir haben uns am Telefon unterhalten, das hier ist bloß ein Zusatz. Ich weiß, alle freuen sich sehr darauf, dich kennenzulernen und zu erleben, was du zu bieten hast. Ich hoffe, dieses Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Das tut es, ich kann Ihnen nicht genug für die unglaubliche Gelegenheit danken, Dr. Fayyad. Kein Grund, so formal zu sein, Maxine. Du kannst mich Jasmin nennen, ich bin nur Dr. Fayyad, wenn ich Spenden sammle. Okay. Na dann, danke sehr, Jasmin. Hallo Maxine, Jasmin hier. Ich nehme an, dass du dich gut einlebst und Studenten wie Fakultät dich gut behandeln. Das tue ich, danke. Der Campus ist wirklich wunderschön und ich kann es kaum abwarten, seine Schönheit auf Film einzufangen, allein und mit meinen Studenten. Wunderbar, ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die sich auf deine Arbeit hier in Caledon freut. Safia, die Namen haben, ohne Scheiß. Können wir da nicht ein bisschen einfachere Namen haben für mich? Safia hat mir heute beim Mittagessen erzählt, dass ihr zwei blendend miteinander auskommt. Nun, sie hat einen unflätigen Ausdruck dafür benutzt, aber das war der Kern. Sie war in letzter Zeit eher reserviert und es ist bemerkenswert, dass sie durch deinen Einfluss wieder mehr ihr altes Selbst ist. Ihre Tochter ist großartig, Jasmin. Es ist lange her, seit ich jemanden kennengelernt habe, der so interessant und geistreich ist wie Safi. Wenn überhaupt, muss ich mich bei Ihnen bedanken. Das weiß ich zu schätzen, Maxine, es bedeutet mir sehr viel. Hi Maxine, ich wollte mich dafür bedanken, dass du deine Werke dieses Wochenende im Gebäude für bildende Künste ausgestellt hast. Ich finde es mega strub, by the way, dass sie Maxine duzt und Maxine ihren Vornamen sagt, aber sieht. Das finde ich so awkward. Elternwochenende ist immer ein großes Ereignis und alle haben von deiner Fotografie geschwärmt. Du bist eine Bereicherung für unsere bescheidene Institution. Gern geschehen, ich weiß nie, wie die Leute auf meine Kunst reagieren werden, also freut es mich zu hören, dass es so ein Erfolg war. Ich bin nicht überrascht, ich wusste, dass sie es lieben werden.
Hi Maxine, ich entschuldige mich, falls das hier zu direkt ist, aber Safia deutete an, dass du dieses Thanksgiving vielleicht nicht zu deinen Eltern fährst. Ich weiß, dass Reisen zu den Feiertagen einen in den Wahnsinn treiben können. Und ich wollte dich einladen, mit Safia und mir zu Abend zu essen. Okay? Es ist nicht wirklich ein Feiertag, den wir je gefeiert haben, aber so oder so widerstrebt es mir, dass du allein bist und ich weiß, sie sieht es auch so. Oh, das ist mega schön. Vielen Dank, Jasmin. Ich bin im Moment etwas erkältet. Wenn ich mich bis Donnerstag besser fühle, sage ich Ihnen Bescheid. Natürlich, hoffentlich bist du bald wieder gesund. Guten Abend, Maxine. Entschuldige, dass ich dich so spät kontaktiere. Ich habe eine Meldung von meiner Bank erhalten, dass meine Kreditkarte mit einem Kauf im Wert von über $200 in der Snapping Turtle belastet wurde. Safia geht nicht an ihr Handy und ich habe mich gefragt, ob du sie gesehen hast. Sie steckt nicht in Schwierigkeiten, ich möchte es bloß wissen. Okay, aber interessant. Sie ist schon vor einer abgehauen, oder? Keine Spur von ihr. Wir hatten vorhin was zu trinken. Ich schreibe mal das, Chat. Alles. Einfach Shazam nutzen, Matilda Mann. Easy, Distanzwaffe. Alles tut's mir weh. Ich sage auch vielen, die ich nicht mag, nicht duzen. Oha. Und dann müssen sie Sir Simple sagen. Sie, Sir Simple. Schnell schauen. Sie meinte, sie gibt ihnen das Geld für den Champagner zurück. Ja, was ist jetzt alles gegangen? Aha, Champagner. Warum kauft sie Champagner? Ich glaube, das war der einzige Wein, den es in der Turtle gibt. Ah, das hat $200 gekostet. Ja, holy shit, Mann, okay. Das haben wir gar nicht gecheckt. Alles tut's mir weh. Oh, hat die Banane funktioniert, Cookie? Ist es gekommen? Habe ich es jetzt nicht gehört? Chat? Jetzt bin ich verwirrt. Ich muss schnell schauen. Ja, irgendwie schon, oder? Was hast du erlebt, du Ja, wahrscheinlich ist es gekommen und ich habe es nicht gecheckt. Hey, aber Cookie, grüezi. Grüezi. Wie geht's dir? Im Real Life nicht mit dem Twitchen. Zum Beispiel Jobcenter-Mitarbeiter direkt in sein Face. Okay, ja, aber... Ja, wieso nicht? Also, müssen wir jetzt Safi suchen? Ist das eigentlich unser Ziel? Nach Hause gehen? Okay, Zigarettenstummel. Safi raucht wieder Kette? Ich frage mich, worum es bei dem Anruf ging. Jetzt ist die Musik wieder mega laut, oder? Wow, Safi. Was hat dir dieser Schneemann denn getan? Die ist hässig, oder? Die ist geladen. Was geht da? Oh, jemand hat ein Polaroid verloren. Polaroid? Cool. Aber wer hat den Deckel reingedrückt und wer hat das Foto gemacht? Ja, müsste be. Please don't wake me So ein Foto schießt man nicht jeden Tag. Wow. Okay. Du beobachtest mich wirklich, wie? Hallo, das ist noch irgendwie... I'd swim an ocean, swim whole seas. It make no difference. Was ist auch wieder los? Oh, hey, die war teuer, Max. Anna, grüezi. Anna, wie geht's dir? Habe ich jetzt geschluckt? Das Notfunksystem ist jetzt aktiv. Das Notfunksystem? Das ist alles meine Schuld.
Anna, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Max! Was war mit dem Kronkorken? Hey, alles okay? Der im Schneemann, war das der Kronkorken? Etwas stimmt nicht. Sophie! Hey! Komm zurück! What is happening, Chat? Aber jetzt kommt ein bisschen Spannung rein, jetzt kommt ein bisschen Action rein. Wir brauchen Action, Chat. Wir müssen die Zeit zurückdrehen. Da ist Sophie. Ihr scheint's gut zu gehen. Vermute ich auch, sie sollten ihn verstecken und fragt sich, wer hat ihn da reingetan? Nachricht von Moses, also Moses schreibt. Mir fehlt ein bisschen Zeitangabe bei der Nachricht. Ich weiss nie, was ist jetzt neu, was ist nicht neu. Also, yo Max, ist bei dir alles okay? Warum bist du abgehauen? Sorry, ich glaube, Safi ist zum Aussichtspunkt und ich wollte sicher gehen, dass es ihr gut geht. Oh, warte, ich komme auch dorthin. Okay, also der Moses ist auch unterwegs. Gehen wir mal weiter. Scheiße! Safi, halt durch! Oh, Safi, geht's R2? Das geht ja gar nicht. Oh, was ist das? Okay. Aber alles gut. Ich bin einfach zu dumm. Safi, ist alles gut, Mann? Bist du tot? Hey, alles okay? Bist du ein Zombie? Oh, die ist tot, Chat. Oh. Max! Nein. Ja, also ich weiss ja nicht, ja, sie blüht, aber so CPL und so, haben Sie schon mal etwas von dem gehört, liebe Leute? Drei. Und der Titel Life is Strange. Double Exposure. 3. Okay, das ist jetzt so ein bisschen... Ich werf mich nicht gegen dich. Ich hätte wirklich gemeint, das kommt. Sag das Zauberwort. Ich hätte gemeint, das kommt. Ich war verwirrt für einen Moment. Nach fast 5 Stunden endlich Pre-Game durch. Ja, wir haben jetzt natürlich alles gelesen. Egal, wie du dich entscheidest. Ich weiß, es wird das Richtige sein. Oh, Chloe. Ich bin bei dir, Max. Für immer. Ja, für immer. Wirkt irgendwie aktuell nicht so danach.
Ja, Max, jetzt weißt du, was du zu hast, oder? Jetzt kommen... Das ist schon bitter. Das ist das Foto, das ich gemacht habe. Wo sie gar nicht getroffen ist. Oh, so bitter, Mann, Chat. Wenn ich da gewusst hätte, hätte ich sie aufs Foto draufgenommen. Und jetzt ist halt das Foto, wo sie müsste getroffen sein, ohne sie. Fuck. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie älter... Es kann schon sein, dass jetzt Zeit vergangen ist. Also irgendwie ist das sicher jetzt nicht am nächsten Tag. Oder hat man sogar etwas gesehen, wie viel Zeit vergangen ist? Es ist sicher ein bisschen Zeit vergangen. Sie wirkt schon älter. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Schon wieder. Ja, das Foto von der Chloe. Ich hab Gänsehaut am ganzen Körper. Du besitzt Kräfte. Du kannst die Zeit zurückdrehen, Max. Das ist absolut irre. Nein, Chloe. Weißt du, was absolut irre ist? Das Zurückdrehen der Zeit hat mir nichts als Probleme beschert. Und mehr Kummer. Wenn Highschool Max wüsste, was ich Hey alles Kevin, gesehen. was ist denn passiert? Alter, ich bin ja Nachteuil, aber wie kann man am 3 Uhr am Morgen noch so fit sein? Hey, frag mich nicht. Das ist irgendwie normal bei mir. Getroffen habe. Aber Chat, wisst ihr, was ich jetzt das Gefühl habe? Jetzt kommen doch unsere Powers zurück und ich kann dort auch nicht zurückreisen. Und ich muss 100% jetzt den Mord von der Safi verhindern. Und von da bekomme ich meine Powers wieder. Und dann kommt wahrscheinlich wieder so ein hoher Hurricane. Alles nochmal von vorne, Chat. Aber das Schlimmste finde ich echt. Wenn ich deinen Tod rückgängig machen könnte, Safi, würde ich es ohne zu zögern tun. Das Schlimmste finde ich echt, dass ich das Foto verkackt habe. Ich habe nicht gewusst, dass das jetzt so entscheidend ist. Da müsste die Safi drauf sein und ich halt einfach extra daneben fotografieren. Es ist übel. Aber hey, es ist jetzt, ich werde wahrscheinlich jetzt erinnert, in jeder Episode, bis zum Ende des Spiels, wird mir das Foto jetzt zeigt, oder? Es muss so sein, weil das ist das Foto, das ich wahrscheinlich jetzt immer wieder benutze, um zurückzugehen. So weit wie möglich zurück ist das Foto da. Milagros Midwest. Ein Mexikaner in Iowa, geführt von der unglaublichen Franchia. Die besten Enchiladas aller Zeiten. Franchia. Aha, okay. Ich habe jetzt einen 6 Stunden Feuerwehrplan gemacht. Jetzt gehe ich schlafen. Gute Nacht alle zusammen. Hey Kevin, dann wünsche ich dir ganz eine gute Nacht. Die hast du verdient. Schlaf gut. Schönen Sonntag noch. Kevin, bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss. Es würde mich jetzt schon wundern, wie viel Zeit vergangen ist. Schon. Ja, dann wird man geschlafen und dann läutet noch einen an. Chat. Dann ignoriert man es einfach. Amanda. Kein guter Zeitpunkt jetzt. This is it, Max. I'm coming over. Ja, schnell schauen. Ich muss schnell schauen, wo ich anfange. Das nervt mich mega, dass ich das nicht sehe. Was ist neu? Also da, Max, ich habe gerade die Neuigkeiten über Safi gehört. Geht es dir gut, Süße? Du musst nicht antworten, ich wollte nur nach dir sehen. Okay, das war gelogen, ich mache mir Sorgen und eine Antwort würde helfen, aber ich versteh's. Das reicht, Max, ich komm vorbei. Also dann komm vorbei. Machen wir noch einen Jumpy so. Was haben wir da? Moses. Ich tue mein Bestes, nicht durchzudrehen, aber es funktioniert nicht. Update, ich bin
ins Labor, um nachzudenken, aber ich flippe immer noch aus. Melde dich bei mir, wenn es bei dir passt. Ich nehme an, du verarbeitest auch, was passiert ist, und das verstehe ich, aber ich komme mir hier völlig verlassen vor. Alles in Ordnung bei dir, Max? Im Moment würde jegliches Zeichen helfen. Okay, ich werde versuchen zu schlafen. Betonung auf versuchen. Hoffentlich findest du Schlaf. Moses, es tut mir so leid, dass ich mich hier erst jetzt melde. Ich war seitdem wie betäubt und nur der Gedanke, auf mein Handy zu gucken, hat mich noch mehr deprimiert. Ich verstehe es, Max, es ist schon schwer genug, damit umzugehen und noch schwerer zu glauben, dass ich es allein bewältigen muss. Ich weiß und es tut mir leid, du bist nicht allein, nicht für diese Sache und auch nicht für alles andere. Danke, Max. Ich sollte mich vor morgen etwas ausruhen. Und falls du Energie aufbringst, zum Campus zu fahren, komm vorbei. Wir sollten uns unterhalten. Abgemacht, ich sehe dich morgen. Irgendwie ist es morgen geworden. Schlaf war ein Wunschtraum. Und ich nehme an, du hast auch nicht viel geschlafen. Ich habe heute einen Termin bei Jasmin und ich weiß nicht, was ich tun soll. Wünsch mir Glück, Jasmin. Jetzt hat sie etwas sagen, Max, und ich habe es abgewürgt. Ja, holy. Maxine, wo bist du? Ich habe nichts von Safia gehört und mache mir langsam Sorgen. Oh, bitte. Oh, bitte, bitte. Hast du ihr gesagt, dass ich wegen der Prasserei in der Snapping Turtle nicht wütend bin? Ich weiß, wie impulsiv sie sein kann. Sie geht nicht ans Handy und ich weiß nicht, was ich tun soll. Maxine, falls du von ihr hörst, ruf mich bitte sofort an oder sag ihr, sie soll mich anrufen. Mein Gott, Maxine, ich bin verloren, so verloren. Die Beamten der Lake Park Polizei sind gerade gegangen. Ich sagte ihnen, sie sollen mit dir reden. Inshallah hast du mehr Informationen für sie als ich. Inshallah. Sie war mein einziges Kind. Ich tat alles, um sie zu beschützen und trotzdem dies. Ich bin heute in meinem Büro, vielleicht lenkt mich Arbeit davon ab. Bitte komm vorbei, falls möglich. Maxine antwortet einfach nicht, oder? Arbeit hat mich nicht abgelenkt. Ich sehe sie überall, wohin ich auch blicke. Ich bin nach 45 Minuten zurück nach Hause und habe 11 Stunden lang geschlafen. Warum gehst du nicht ans Handy? Bist du wütend auf mich? Das würde ich verstehen, aber Stille schmerzt am meisten. Trauere auf deine Art, aber bitte schließ mich nicht aus. Nicht jetzt, nicht so. Ich werde heute wieder in meinem Büro sein. Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Ich weiß einfach nicht, was ich sonst tun soll. Heftig, Chat. Haben wir da noch irgendetwas Neues? Der Gwen. Safia war eine starke, talentierte Frau mit endlosem Potenzial. Dies ist ein Verlust für die Welt und ich werde es nie vergessen. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie. Ich hoffe, wir bekommen bald Antworten. Sie war zu jung. Und Ben Lost Reaktion. Hi, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? So, schnell gucken. Amanda, als ich mit dem Open Mic Abend anfing, hatte ich Angst, dass... Was denn? Oh, falsch. Ich wünschte, ich wäre da gewesen, um es von Safi zu hören. Dass keiner kommen würde. Safi war die Erste, die sich dafür meldete. Sie las dieses wunderschöne Gedicht vor, mit dem sie eine tote Freundin ehrte. Ruhe in Frieden, Safi, okay. Holy shit. Ja, Chat, was haben wir da noch? Schnell schauen. 24 Stunden später und immer noch kein Wort über den Tod einer Studentin auf dem Campus. Eine Studentin, die die Tochter der Präsidentin von Calden war. Wirklich? Ich will mir gar nicht ausmalen, was Jasmine mit diesem Post durchgemacht hat. Wie manche schon wissen, ist die Studentin, die wir gestern verloren haben, meine Tochter, Safia.
Safia. Ich werde weiterhin als Präsidentin dienen, während ich trauere. Ich bitte in dieser schwierigen Zeit um Respekt für meine Privatsphäre. Sie sind unglaublich selbstlos, ihre Arbeit fortzusetzen. Safi wäre stolz. Bitte kontaktieren Sie den Vorstand, falls Sie Schwierigkeiten haben. Wir sind hier, um zu helfen. Es tut mir so leid, wir vermissen Sie jetzt schon. Okay. So, haben wir da noch etwas? Ach, da, Lukas. Ich habe die traurigen Neuigkeiten über den Tod unserer Kollegin Safia gehört. Sie erinnern mich an eine Zeile aus dem Buch meines Vaters. Der Tod kommt zu uns allen nach Belieben und ohne Rücksicht auf unsere Vorstellung. Mein Beileid an alle, die sie liebten und sich dies nicht vorstellen konnten. Wisst, dass ihr nicht alleine seid. Okay. Jetzt ist wieder die Frage, was haben wir noch nicht gelesen? Haben wir noch einen roten Punkt? Ich komme auch nicht Schlag mit dem Crosstalk. Ah, da. Frisch vom Polizeiscan. Auf dem Calden Campus sind Schüsse gefallen. Eine Person wurde getroffen. Ja. Ich kann nicht glauben, dass das hier passiert. Okay, haben wir alles gelesen? Scheiße. Was ist los? Meine Bude ist ein Desaster. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin ein Desaster. Jetzt räumen wir auf, Max. Räumen wir auf. Wir müssen wirklich aufräumen. Jetzt zieht ja, Max. Kopfverdeckel. Anziehen jetzt. Oh mein Gott. Ein Kaktor. Chat, ein Kaktor. Wie geil. Wie geil. Ja, Kaktor-Idees. Das muss ich gar nicht überlegen. Also ich kann schnell durchgehen, was wir sonst noch haben. Da, Blümli, Bärli, Peace. Auch vom... Das ist das Symbol, das sie von ihrem Shirt vom ersten Teil tatsächlich. Aber da ändert sich sogar noch die Haarfarbe. Das ist ja geil. So, ich muss mich anziehen und ich muss meine Haare noch färben, bevor der Besuch kommt. Gut. Okay, nice. Go for it. Nimm einfach nicht das Hure rein. Nein, ich nehm den Kaktor. Für das habe ich die Hure Ultimate Edition gekauft, damit die Final Fantasy 7 Zeugs drin hat. Outfit bestätigt. Jetzt muss ich mich um unten kümmern. Ja, jetzt gehen wir da alles noch ein bisschen anschauen. Da. Moses hat das vor Wochen hier gelassen. Er und Safi hatten eine Debatte über Astronomie gegen Astrologie. Es geht kaum abgefahrener als Twist the Knife counterclockwise. Und für Jello will das echt was heißen. Twist the Knife counterclockwise. Holy shit, okay. Mal schauen, was haben wir da noch? Ich dachte ehrlich, die helfen mir dabei, Safi zu verstehen. Doch jetzt... Der Gipfel der Reihe. Vielleicht aller Reihen. Da kann man anderer Meinung sein. Ich habe aber recht. Disembodiment 2. The Hilt. Second times the harm. Okay. Wenn das Imposter-Syndrom zuschlägt, erinnere ich mich gern daran, dass ich einen verdammten internationalen Fotografiepreis gewonnen habe. Das stimmt, ja. Nach dem, was in den letzten Tagen passiert ist, musste ich Jasmins Brief nochmal lesen. Um mich das daran zu Datum erinnern, drauf? warum ich hier bin. Da darf kein Datum drauf. Es freut mich sehr, Ihnen im Namen meiner selbst und meiner geachteten Kollegen hier an der Calden-Universität mitteilen zu können, dass Sie als Hellerton Residenzkünstlerin für das kommende Schuljahr gewählt wurden. Wir verfolgen Ihre Arbeit und Ihre Laufbahn schon seit einiger Zeit und fühlen uns geehrt,
dass sie ihr Wissen mit unseren Studenten teilen werden. Während ihrer Zeit an unserer Universität steht ihnen Hellerton House zur Verfügung. Ein rustikales und bequemes Heim, nur wenige Gehminuten vom Campus entfernt, das ihnen alle nötigen Annehmlichkeiten bieten wird. Ich nehme an, Sie werden viele Fragen haben, also zögern Sie bitte nicht. Bla 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 bla. Präsidentin Calden Universität. Dann nochmal schnell unser schönes Foto Ein Album anschauen. ergibt vielleicht mehr Sinn, aber ich sehe sie gern, wenn ich... Ihr Name war Chloe. Ich dachte, das sei ein Zeichen. War es nicht. Kurz danach haben wir uns mega gestritten. Ich bin froh, dass ich mich nur an das Foto erinnere und nicht an den Streit. Was war denn das für ein Streit, Mann? Nächsten Chloe, Sedona, Arizona. Ja, gehen wir mal runter. Gehen wir runter. Wieso kommt mir das bekannt vor? Nein, das kommt mir nicht bekannt vor. Das war jetzt nur ein Zufall. Safi. Oh, grocery shopping with Safi. Oh, shit, okay. Trauerabendessen. Aber mit Stücken, so fühlt es sich eher wie Jetzt nehmen wir Kaffee raus. Next, müssen wir wach werden. Kaffee. Oder 5. Ja, die dann noch los. schneller durch meine Gefühle bringen könnten. Oh, das Zeug raus. Ein bisschen scharfe Soße hätten wir. Scharfe Soße. Du bist das Einzige, das mich in den letzten Tagen aufbauen konnte. Also es sind ja definitiv ein paar Tage vergangen, das sieht man auch bei den Nachrichten. Aber wie viel effektiv vergangen sind, wissen wir nicht. Polizistin, die in Safis Tod ermittelt. Safis Mord. Cynthia Sie hat Moses und mich für Fragen da behalten. Cynthia Fitzpatrick heißt sie. Fitzpatrick. Ich habe eine sehr verdächtige Eule gesehen. Hilft das vielleicht, Officer? Fitzpatrick. Ist mehr als nur ein paar Tage her, dass ich die benutzt Kaffee, habe. gutes Stichwort. Gehen wir noch Snickers gelassen. Fotos zu schießen. Chat, jetzt gehe ich schnell schauen, ob ich auch noch eins habe. Be right back. Geil. Geil, Coles, hast du diese auch? Danke dir. Amanda muss das Chaos unten wirklich nicht sehen. So, Chat. Schauen wir, dass ich da nicht alles vollsaue. Alvarado, merci vielmals, danke. So. Hohe Auch wenn es als DVDs. Schund bezeichnet wird. Die Brain Bucket Saga ist mein Allheilmittel für Depressionen. Brain Bucket, the complete 5-Film Saga. Mit Brain Bucket, Brain Bucket 2, Brain Bucket 3, Mind Over Splatter, Brain Bucket 4, See You in Helmet, Brain Bucket 5, Beyond the... Was? Beyond the was? The Pale. Hey Silas, grüezi Silas, wie geht's? So schön, dass du da bist. Und hallo nach YouTube. Treu wie der Diva, zum Glück gibt es Mikas. Ja, so true. Ja, so true.
Geht nochmal schnell ein bisschen an. Mhm. Besser. Amanda findet es bestimmt toll, einen abgetrennten Kopf in einem Eimer zu finden. Aber darauf sollte ich nicht zählen. Kennt ihr den Comic von Keanu Reeves? Freue mich auf den Film oder die Serie. Also ein Comic. Hä? Ich kenne nur Konstantin. Und da wünsche ich mir einen neuen Teil. Mit Keanu Reeves tatsächlich. Ja, gestern das letzte Gegessen von mir. Habe nur noch Galippo. Oh, Galippo. Okay. Und das ist jetzt auch das Letzte. Das ist wirklich das allerletzte, was ich noch im Tiefkühler habe. Tatsächlich. Ich habe schon ganze 4 Packungen Taschentücher weggeholt. Neuer Rekord für mich. Also Chat, würden wir jetzt eine männliche Person spielen? Wäre das ein bisschen sass. Wäre es ein bisschen sass, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube nicht, dass Amanda ein zweilagiges Monument meiner Trauer sehen muss. Hat sie jetzt ohne Scheiß sogar grünes Make-up montiert? Also, ich weiß nicht, das Augen-Make-up. Helma Casa, merci für den Furz. Das Comic heisst Berserker. Das habe ich aber schon mal. Irgendwie sagt mir das was. Moses liebt den. Ich habe ihm versprochen, ihn anzusehen, aber jetzt habe ich die DVD schon 4 Monate. Und ich traue mich nicht, ihm zu sagen, dass es nichts wird. The beloved cult classic series. The best anime you've ever seen. True Otaku Review. Hiromi Kobayakawa's Machine Angel Bullet Opera. Wow. Okay. Okay. Ein Hellerton-Künstler von früher hat das gemacht. Holz zu verarbeiten ist gnadenlos. Man muss mit seinen Fehlern leben. Oh. Vielen Dank an mein völlig normales Gehirn, das es versucht, einen neuen Verlust zu bewältigen, indem es sich auf einen alten konzentriert. So ist das Gehirn, Chat. Eines der letzten Dinge, die ich von Chloe bekam. Leider. Und es war keine Einladung. Selbst Jahre später ist es immer noch scheiße, das zu lesen. Jetzt lesen Du wir es wusstest immer, wie man jedem Wort Bedeutung gibt. Holy shit, okay, also wir lesen es, Chat. Von der Chloe. Ich lese noch schnell, Chat. Du hast recht mit bei uns wäre das so true. Aber früher die Zeichentrickfilme auf MTV gefeiert. Die waren krass, zum Beispiel Ian Flux. Da habe ich auch irgendwas mal geguckt. Gab's da einen Film? Kann sein, keine nur Serie. Irgendwie sagt mir das was, aber der Film war, glaub ich, miserabel. Ian Flux. Wenn das der war. Ich erinnere mich irgendwie an so einen Film. Der war aber richtig scheiße. Also Tiger kennt auch den Film. Okay. Dann ist das schon der. Fandest du ihn gut, Tiger? Ich hab den irgendwie so richtig schlecht in Erinnerung. So, ich lese jetzt vorne von Chloe an Max. Hey Max, ich habe angefangen, das hier in St. Louis zu schreiben, deshalb der irre große Bogen auf der Postkarte. Aber ich schicke es aus Tennessee ab, weil ich so lange gebraucht habe, herauszufinden, was ich eigentlich sagen will. Als wir Teenager waren, dachte ich, die Zeit zurückdrehen zu können, ist der coolste Scheiß der Welt und das war es für eine Weile auch. Das Problem ist, je öfter du in der Zeit zurückgehst, desto weniger siehst du nach vorne. Ich wollte nach vorne blicken, weiterziehen, mit dir, Max, in eine Zukunft, die wir nicht vorhersehen können. Mit all dem Chaos, was dazugehört. Schlussendlich erkannte ich, so sehr es auch schmerzte,
dass du das nie könntest. Zumindest nicht mit mir. Ich liebe dich, Max. Das wird immer wahr sein. Ich hoffe, du findest jemanden, mit dem du nicht das Gefühl hast, ständig zurückspulen zu müssen und mit dem du ohne Angst nach vorne blicken kannst. In Liebe, Chloe. Okay, Chat, Fast alle, die ich je gekannt habe. Fort. Einfach so. Wir haben uns für das Alles Ende entschieden. Klimawandel oder Anomalie? Ein unglaublich seltener Westküstentornado, ein meteorologisches Ereignis, das Klimawissenschaftler von NOAA wie NASA verblüffte, fegte die Stadt Arcadia Bay in Oregon vom Angesicht der Erde. Mit der anhaltenden Erwärmung unseres Planeten warnen Wissenschaftler, dass sogenannte Freak-Wetterereignisse wie dieses zunehmend häufiger auftreten werden. Sorry, das war meine Schuld. Max und mir, meine Schuld. Ich habe mich halt so entschieden. Sorry. Das Tagebuch. Holy shit. Oh, holy fuck. Ja, wenn wir schnell ein bisschen lesen, Chat. Ich glaube, wir lesen schnell ein bisschen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich weiß nicht, welchen Tag wir haben. Ich weiß nur, dass es Nacht ist, weil du neben mir schläfst. Die Gardinen in Motels lassen echt gar kein Licht durch. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht mal, ob wir nach Norden oder Süden gefahren sind. Ich habe mir im Souvenirladen ein neues Tagebuch geschnappt. Doch als ich mir den Kalender anguckte, war es, als zerliefen alle Daten. Du hast mir gesagt, ich soll deine Familie retten und jetzt sind sie tot. Bitte hass mich nicht. Bitte hass mich nicht, bitte hass mich nicht, bitte hass mich nicht. Okay. Wenn ich mich ans Lenkrad setze und uns Richtung Ozean fahre, würdest du mich aufhalten. 18. Oktober. Okay, Michigan im Oktober, verflucht kalt. Mir hat mal jemand gesagt, dass du dich beim Schwimmen im oberen See unterkühlen kannst, selbst im Sommer. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber so blau und tief wie er ist, glaube ich es gerne. Du willst wissen, wie sich Unterkühlung anfühlt? Und dann hast du keine kalten Zehen gegen deine kalten Zehen gegen meine nackte Beine gepresst, wie ein Arsch. Das ist Freundinnenmissbrauch ganz sicher. Okay. Ich wollte nach L.A., aber du hattest kein Interesse. Du meintest, weil du nicht willst, dass wir ein paar schicke Hollywood-Lesben sind. Aber ich weiß, du hast an Rachel gedacht. Ich wünsche, sie wäre noch am Leben und hier bei uns. Ich wünschte, ich hätte sie kennengelernt. Max Gelstifte-Alter wie in der Mittelstufe. Wir könnten einfach reden. Scheiße, nein. Wir sind so weit gekommen, um uns zu schreiben, als tauschten wir Zettel in der Schule aus. Okay, wenn es so langweilig ist, red doch mal mit dem Typen an der Theke, der dich die ganze Zeit anguckt. Lemau, nee. Es wird lustig. Ich werde ganz sicher glauben, er bekommt 2 statt 1. Chloe, oh mein Gott, wir würden ihn umhauen. Ich kann seinen Bart nicht ab. Wir zwingen ihn erst den abzurasieren und dann am Morgen danach töten wir ihn natürlich. Was, warum? Weil du mir gehörst, Miststück. Okay, interesting. Interesting, Chat. Story war schon fragwürdig, aber Charlize Theron und Joni Lee Miller haben mich zum Durchhalten gezwungen beim Ian Flux Film. Ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her. Das stimmt, Charlize Theron, das stimmt. Die Story war aber fragwürdig. Also ich glaube, es war ein bisschen zu speziell für meinen Geschmack. Und, oh Chat, sie hat mich verlassen. Emotionen. Jetzt ist die Frage Oktober. Und dann erst am 15. Mai. Dieses Buch ist so staubig. Ich habe es nach 2 Tagen Suche gefunden. Was habe ich davon, dass ich mein Zeug eingelagert habe? Der Brief von
Calden hat mich an die Schule erinnert, was mich an dich erinnert hat, was mich an dieses Buch erinnert hat. Als ich Jasmin Fired auf meiner Ausstellung in Boston traf, hatte ich keine Ahnung, dass sie die Präsidentin einer angesehenen Kunstuni ist. Sie war bloß eine heiße, ältere Dame, die sich anscheinend unbedingt mit mir anfreunden wollte. Die Bleibe für die Residenzkünstlerin wurde im Einführungsmaterial als Hütte beschrieben, aber sie ist so groß wie meine letzten 3 Wohnungen zusammen. Sie wäre ein toller Ort, Freunde einzuladen, wenn ich welche hätte. Calden, you're a star. Und Victoria Vinokurova. Victoria, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. By the way, wir sind hier im Life is Strange drin. Das Spiel Life is Strange Double Exposure, das Neueste. Und ich lese jetzt hier gerade das Tagebuch von Max. 20. September. Ich stell's dir vor, ich sitze an meinem ersten Tag in Präsidentin Fayards Büro und dieses Mädchen ja genau. Okay, nochmal. Und dieses Mädchen in ausgewaschener Jeans und Dolce & Gabbana Jacke kommt rein. Sie sagt Hallo, als wären wir seit Jahren befreundet, geht zum Schreibtisch und schnappt sich die Schlüssel mit der Ankündigung, ich leihe mir das Auto und die auch. Wir haben uns im Porsche ihrer Mutter Eiscreme geholt. Oh ja, sie ist Jasmin Fayards Tochter Safi Llewellyn Fayard, eine Masterstudentin in Calden. Sie verkündete, dass Rocky Road die beste Eiscreme aller Zeiten ist und meinte, die Jeans sei ein Experiment, das nicht wirklich funktioniert. Das ist fast ein Monat her und ich sehe sie hier fast jeden Tag. Wir sind befreundet, würde ich sagen. Ist eine Weile her. 5. November. Wie viele Seiten haben wir da einfach noch? Holy shit, Mann. Habe ich erwähnt, dass ein Teil meiner Pflichten als Residenzkünstlerin in Calden Seminare sind? Kurse unterrichten mit Studenten, die diese besuchen und lernen. In einem Hörsaal mit Präsentation. Oh, das ist schon... Okay, das Bild ist auch heftig. Das ist vom ersten Teil. Ich habe versucht, Jasmin zu sagen, dass ich keine Lehrerfahrung habe, aber was soll ich sagen? Sorry, mein einziger Fotografiekurs bestand aus 2 Monaten in meinem letzten Jahr, in denen ich von dem heißen Lehrer besessen war, der sich als psychotischer Perverser und Mörder erwies und mich in seinem geheimen Bunker entführte. Ich kann ja nicht mal einen Lehrplan erstellen, ohne an Jefferson zu denken. Trotzdem scheinen Leute die Seminare zu mögen. Ich habe einige Studenten bemerkt, die viel Potenzial haben. Ist das die Emotion einer Lehrerin? Ja, erster Teil, Chat. Das ist der Life is Strange, der erste Teil gewesen. Jefferson, der Bunker. Holy shit. Und die Story vom ersten Teil hat es auch wirklich zu einem guten Game gemacht. Viele Twists. Viele unerwartete Sachen. Wir haben lange nicht gewusst, dass der Jefferson der Wichser ist. Und das sind echt gut. Das hat es zu einem guten Game gemacht. Die ganzen Twists, die unerwartet waren. So, Chat, 4. Dezember. Safi ermutigt mich wie immer, normale Leute Sachen zu tun. Und häufig, heute hat es geklappt. Denn ich habe ein Date, wie irre. Ich hatte etwas Angst, ich habe mal gesehen, wie Amanda einen Typen zum Wein gebracht und ihm danach ein Gratisbier serviert hat, aber es hat geklickt, sehr sogar. Safi hat vorhin nach dir gefragt, aber ich bin dieser Unterhaltung ausgewichen wie einem wilden Bären. Mir war nicht danach zu erklären, wie ich meine Heimstadt dem Erdboden gleichgemacht habe. Ich fürchte, sie wird es wieder ansprechen. Ja, Max ist geschuld, dass Arcadia Bay, also geschuld. Auch da wieder Spoilers zum ersten Teil. Die Entscheidung am Schluss war, Arcadia Bay retten, also dort schafft, dafür Chloe verlieren. Oder Chloe retten und dafür Arcadia Bay verlieren. Ich fände es noch interessant, wenn wir jetzt gesagt hätten, hey, wir haben Chloe verloren.
dann wäre ja vieles auch anders jetzt in dieser Story. Dann würde Chloe... Klar, Chloe wäre wahrscheinlich immer noch irgendwie ein Teil vom Ganzen. Aber es ist halt einfach... Die ganze Beziehung nachher hat es gar nie gegeben. Aber wir bauen natürlich auf dem auf, wo ich jetzt auch als Ende hatte. Und ihr habt euch zu dem auch dafür entschieden. Nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ja, heftig. Der Schmerz, die Momente, die immer wieder kommen, Chat, gehört zum Leben. Gehört dazu. Und das trifft Ich will nicht immer wirklich wieder. mit Amanda an traumatischen Erinnerungen schwelgen. Das packe ich besser weg. Die Lautstärke der Stimmen sind einfach doppelt so laut, wie sie müssten sein. Oh, die räume ich besser auch weg. Das ist... Wer ist das? Die Mutter? Das ist... Wer ist das gewesen? Wo ist es jetzt? Hä? Hallo? Hey. Hast du es aufgelesen? Das gehört mir nicht. Wie ist das hier gelandet? Einer der vorherigen Residenzkünstler war wohl auch ein Fan von Nap. Oder konnte Nap nicht ausstehen. Wie Safi. Okay. Bin ich verwirrt. Was war jetzt das Foto von ihnen? Ah, da. Oh, Joyce. Joyce? Wir haben Das dich ist im die Mutter Sturm von der Chloe. Chloe hat mich danach nie wieder mit denselben Augen gesehen. Oh, okay, gut. Das ist natürlich auch heftig. Nein, Google, stop it. Danke. Geboren und aufgewachsen im pazifischen Nordwesten. Doch ich hab's nie nach Kanada geschafft, bis Chloe hin wollte. Der Banff-Nationalpark war es wert. Der Banff. Der Banff-Nationalpark, Chat. Aber das finde ich halt schon heftig. Wir haben uns für Chloe entschieden. Aber auch auf Kosten von ihrer Mutter. Das ist eigentlich schon... Ich glaube, so war es, oder? Ich glaube, so war es. Krass. Deine Geister flüstern wieder zu laut. Ich muss schnell das EMF führen, Chat. EMF 5. Schnell das Buch am Boden legen, schauen, ob Geister reinschreiben, Chat. Ich sollte die lieber auch wegräumen. Banff ist mega schön. Banff ist mega schön, habe ich mega geil gefunden. Aber ist der gewesen? Okay, nice. Amanda ist wir müssen aufräumen. Ich ist sie nicht sauer, dass ich ihre Anrufe ignoriert habe. Jetzt tun wir auch nicht auf. Jetzt gehen wir auch schlafen, Chat. Hey Max. Pupille und Iris hat mir einen internationalen Fotografiepreis und einen Artikel in der National Geographic eingebracht. Aha. Safi Ich gehe schlafen jetzt. Nein, ich mache natürlich auf. Untersuchen. Ich sollte Amanda reinlassen, bevor sie erfriert. Ich warte jetzt, bis sie ins Zäpfchen ist, Chat. Hey, Amanda. Willkommen in der Hölle. Oh, Süße. Das ist wieder laut, Mann. Machst du eine dramatische Goth-Nummer draus? Ganz oder gar nicht, sag ich immer. Sie ist wirklich fort, Amanda. Safi war hier, vor 2 Tagen. Und Vor jetzt... 2 Ich weiß, Tagen? Max. Ich weiß. Warum Also sind würde erst denn 2 Tage irgendwer so vergangen? etwas? Ich meine, sie war bloß... Tut mir leid, dass ich so ein Wrack bin. Danke, dass du dich um mich sorgst. Ich wähle schnell, Chat. Ich weiß zu schätzen, dass du nach mir siehst. Das war nicht nötig. Oh doch, das war es auf jeden Fall. Honig. Dich hat 2 Tage lang keiner gesehen. Ich muss aber zugeben, dass es schön ist, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ein freundliches Gesicht? Mit Essen. Was Grüner ist denn Salat das? und selbstgebackene Focaccia. Verdammt, alles klar.
Alter, Halloween-Süßkram und Pop-Tarts hätten's auch getan. Aber ganz ehrlich, im Moment habe ich nicht wirklich den größten Appetit. Wirklich? Essen macht mich immer glücklich. Ganz egal, wie es mir Ich würde geht. jetzt Essen auch Eine glücklich Pizza machen. mit Käserand hat mir bisher immer geholfen. Und ein bisschen Ananas drauf, Chat. Warte nur, bis ich mich besser fühle. Ja, man Gemüse und Schinken auf. Dann zeige ich dir, was mein Mund kann. Ohne Scheiß. Ja, ich finde ihn ja nicht toll. Wow, Max. Das habe ich nicht gemeint. Hast du das noch nicht gehört? Ich war alles schnell. Hey, das war gar nicht so gemeint. Du hast die schmutzigen Gedanken, ich bin unschuldig. Oh, ich bin also schuld, na klar. Ich werde nichts mehr sagen, bis mein Anwalt hier ist. Du musst was essen, Max. Nur ein paar Kleinigkeiten, die dich zur Normalität zurückbringen. Das brauchst du. Wow. So eine habe ich ja ewig nicht gesehen. Ich finde es mega straubt. Auf der Stimme hat es mega viel Hall. Es hat mega viel Hall, als wäre es irgendwie so in einer, keine Ahnung, in einer Traumwelt. Ein Tabu für Profis. Und es ist auch Ich viel mag zu sie. laut. Hab ich schon immer. Sie sind so greifbar. Durch den Sucher zu gucken und dann das Foto in der Hand zu halten, ist irgendwie echter. Eine weitere Und Art, dich so nochmal zu dann, filmen? okay, Fähnchen. Mach ein Bild von deiner Freundin Amanda. Freundin? Was hast du gesagt? Du wolltest mit mir ausgehen. Aber ehrlich gesagt, bei dir ist gerade viel los. So emotional. Chat 1 oder 2? Ich brauche eure Hilfe. Ja, du hast recht, 1. Damit kann ich umgehen, 2. Sagen wir, hey, nein, alles gut. Let's you know what I mean. 2. Also gut. Ich komm schon klar. Ich habe schon viel Mist durchgemacht. Du, das Aber ist ich true. vielleicht nicht. Und das kann keine von uns gebrauchen. Zumindest nicht im Moment. Okay, fair enough. Vertrau mir. Wie steht's jetzt mit dem Foto? Du weißt nicht, wie meine Fotokünste sind, Amanda. Ich kann nicht glauben, dass ich das für sie tue. Wie soll ich für Caledons berühmte Residenzkünstlerin posieren? Chat, ich habe das jetzt nicht, wenn ich das jetzt durchziehe, dann nehmen wir auf so Fotos, wo die Leute nicht drauf sind. Okay. Nein, ich tue jetzt nicht so Scheiß machen. Wenn es bei der... Was war jetzt das gewesen? Da haben wir schnell so einen Bug gehabt. Mr. Nobody, grüezi, wie geht's dir? Was ist denn ein Mist? Was ist ein Mist? Also, guter Moment. Wir brauchen einen guten Moment. Guter Moment. Mache Grimassen. Grimassen machen. Aha, ich kann noch steuern. Alben. Zeig mir deine alberne Seite. Sehr gut. Jetzt machst du also... Ja, das ist nicht genug. Das ist nicht genug. More passion. More passion. More energy. Okay, jetzt ist sie im Loop in. Okay, let's do this. Let's go. Und Noble Secret. Grüezi, Noble, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Wie heißt das Spiel? Das ist Life is Strange Double Exposure.
Das ist, also Life is Strange, da gibt es schon einige Teile. Also Life is Strange 1, dann Beyond the Storm, Life is Strange 2, dann Life is Strange True Colors und das ist jetzt das neueste, Life is Strange Double Exposure. Also sehr, ja, gemütliches Spiel, sage ich jetzt mal. Ein bisschen emotional zum Teil, aber insgesamt so eher so ein interaktiver Film. Man muss Entscheidungen treffen und die Geschichte wirkt sich entsprechend aus. Also es wirkt sich auf die Geschichte aus. Ich finde es bis jetzt sehr, sehr nice. Ist jetzt auch ein bisschen was passiert. Also die eine Person, die Freundin von Max, die ist vorhin gestorben, also jetzt vor 2 Tagen im Spiel, wurde die ermordet irgendwie. Und wahrscheinlich müssen wir da herausfinden, wer das war. Und genau, aber das zeigt sich alles noch. So, ist das gut? Habe ich das gut gemacht? Wie wär's mit noch einem? Mit einer anderen Pose. Okay. Ja, aber jetzt mache ich dann wieder eines von meinen Spezialfotos, wenn es so weitergeht. Ja? Oh, Handy klingelt. Also ist echt mal jemand. Sorry, das ist Da ist ja echt mal jemand auf dem Foto. Gib mir eine Sekunde. Ich habe mir jetzt Mühe gegeben, Tiger. Der Bounce würde jetzt sagen, ein Mädchenspiel. Hey, ich verstehe es. Ich meine, ich würde dir das auch nie empfehlen. Hi, Yasmin. Also, du hast mir auch schon gesagt, dass das überhaupt nicht deins ist. Hi, Maxine. Aber ich finde es ruhig. Und es ist mal wieder etwas anderes. Es ist nicht Umrätseln die ganze Zeit, es ist nicht Jumpscares die ganze Zeit. Es ist auch mal ein bisschen Story. Schauen, ein bisschen entscheiden, ob wir jetzt sagen, mein Beileid oder wie geht es Ihnen? Ich sage jetzt mein Beileid. Es tut mir alles so unendlich leid. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Haben Sie schon einmal so einen Verlust erlitten? Und zieh once, ich weiß nicht, ob ich es richtig sage, ne? Aber hallo erstmal. Schön, dass du hier bist. Welches Spiel Life is Strange? Double Exposure. Das Neueste. Also es hat nicht irgendwie, es heißt nicht Life is Strange 3. Es heißt einfach Double Exposure. Aber es ist das Neueste. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, Chat. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Nein, keinen wie diesen. Aber was hat sie gefragt, Chat? Oh. Leider ja. Ich habe keine Ahnung, Chat. Hab ich schon. Leider. Es wird zwar nicht einfacher, aber mit der Zeit tut's weniger weh. Ein bitterer Trost. Ich möchte mich gern persönlich mit Ihnen unterhalten. Wenn möglich. Übers Telefon fühlt es sich so. Natürlich. Ich kann heute vorbeikommen. Ich bin den ganzen Tag im Büro. Sagen Sie Vin Bescheid, wann Sie vorbeikommen wollen. Um 3. Jetzt hängen wir einfach auf. Was ist denn da für eine Verabschiedung? Ich weiß nicht. Ich muss zum Campus gehen und mit ihr reden. Jetzt machen wir noch das Foto. 3. Ich kann dir nicht genug für deinen Besuch danken, Amanda. Gern geschehen. Diese kleine Sache hat deine Stimmung verbessert. Abgesehen von mir. Komm schon. Ich begleite dich. Okay. So. Ist halt gemütlich, also ist es so. Bounce, es ist halt so. Ob du auch mal so einen Verlust erlebt hast? So mir nicht raus. Bounce, jetzt ist es am Rechnen. Ob ich auch mal so einen Verlust erlebt habe, ist das die Frage?
Nicht so. Nicht so. Aber ich glaube, für Verluste, ja. Definitiv. Okay, aber egal, jetzt habe ich sie auch noch für mich beantwortet. Ja. Chat, jetzt wissen wir Bescheid. Die Turtle verschont. Aber wer ich glaube, haben wir alle schon mal. Aber okay, das wäre die Frage gewesen. Das war die Frage, Tiger. Ich gehe lieber zum Verwaltungsgebäude. Jasmin wartet. Und Augustin Soria, grüezi, hallo, wie geht's dir? Sprichst du nur Schweizerdeutsch oder Deutsch oder Englisch? Was ist das, was sie gefragt hat am Telefon und was der Vance gesagt hat, ob ich schon mal so einen Verlust erlebt habe? Und ich habe, glaube ich weiß nicht einmal mehr, was ich geantwortet habe. Genau. So, ich wünsche euch noch viel Spaß und später eine gute Nacht, Papi. Jetzt gehst du schon wieder. Hey, Papi, mach's gut. Ich wünsche dir natürlich auch eine gute Nacht. Schlaf gut. Schönen Sonntag. Und Pepper, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, tschüss. Discos, du. Ja, kurz bin ich noch da. Das fände ich noch schön. Sonst wäre ich schon ein bisschen enttäuscht, wenn du jetzt direkt wieder gehst, Pepper. Ich sollte Jasmin nicht zu lange warten lassen. Machen wir wieder das Spiel, oder? Die Frostburg war letzte Woche das Gesprächsthema. Jetzt ist es wieder mega leise. Jetzt hat keiner mehr Lust auf Schneeballschlachten. No, ich löse jetzt eine aus. Wir machen jetzt so eine Schneeballschlacht, Mann. Mit der fange ich an. Das Ding muss eine Tonne wiegen, aber es berührt kaum den Boden. Das tönt aber nicht, das tönt ein bisschen gefährlich da. Was muss ich überhaupt machen? Jasmin in der Verwaltung besuchen. Das sieht aus wie in Hogwarts sein. Die Dinger sind überall auf dem Campus verteilt. Außer dort, wo Safi sie gebraucht hätte. Okay. Oh, scheiße. Bin doch die ganze Zeit da gewesen, nur im Lurk, bin am Zocken gewesen. Nein, ist alles gut, Papi. Ich mache doch nur Spass. Alles gut. Ich danke dir für den Lurk-Support. Aber jetzt bleibst du noch ein bisschen. Okay. Jasmins Büro ist am Ende des Gangs. Neuer Crosstalk-Post. Jetzt muss ich wieder da schauen, der Social-Media-App-Chat. Der Martin hat geschrieben. Ich schreibe etwas und es ist etwas sehr Persönliches, aber es macht mir auch Angst. Lohnt es sich, es überhaupt abzuschließen? Miguel. Aber ja. Ja, okay. That's it, hä? Das war es. Also, Jasmin, wo bist denn du? Oh. Ich sollte etwas schreiben. Auch wenn mir die richtigen Worte fehlen. Ja, dann schreib etwas, Max, komm. Wäre jetzt geil, wenn wir echt so mit dem Stift könnten malen, was wir wollen. Das würde ich so mega feiern. Aber dann würde ich es völlig ins Lächerliche ziehen, wahrscheinlich. Also, wir haben 1, ich werde dich nie vergessen. Wir haben 2, nichts schreiben. Wir haben 3, danke für alles, Chat. 1, 2 oder 3. Und 2 ist nichts schreiben. Ne? Aber ich glaube, das wäre ein bisschen doof. So, Chat, mal schnell schauen. Ui. Das wird richtig gefühlsschwanger hier, weil der Treu eins alles verwechselt. Okay. Der Carnage ist, glaube ich, nicht mehr ein Highway Racer. Der Carnage, der ging schlafen vor Stunden. Zockst du überhaupt noch Pepper? Ja, anscheinend.
Die Frage ist, was? Ich habe jetzt doch noch Gemüse und dünne Scheiben Schenkel geholt. Ja, hey, gönn die. Ich muss mal schnell schauen, was wir für Zeit haben. Die machen auch nicht mal zu lang, lieber Chat. Klar bauen sie ganz vieles. Meg und du bist weg. 3. Also 3, 2. Aber das ist die. Also 1x3, 1x2, 1x1, 2. Hey, Leute! 2 ist nichts schreiben, das können wir nicht machen. Ich glaube wir haben eine 1. Oder? Ich bin nicht sicher, ich muss schnell schauen. 2. Also, nochmal. Ich werde dich nie vergessen ist die 1. Und danke für alles ist die 3. Und 2 ist einfach nichts schreiben, aber das ist irgendwie doof. Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich das so anschaue, 1. Ich mache es 1. Ich werde dich nie vergessen. Chat, machen wir jetzt. 3. Okay, jetzt hat es sich ausgeglichen. Aber egal, ich habe auch noch mitentschieden. Sie bleibt für immer in unseren Herzen. Das ist mehr wert als 1000 Worte. Elva Rase, das ist true. Oh. Schön geschrieben. Jetzt muss ich noch mal schauen. Was das ist okay, schätze ich. Was ich wirklich fühle, ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Jetzt darf ich es jetzt noch lesen. You'll never know all you did for me, for welcoming me to Calden, to being a friend when I needed it most. I'll never forget that and I'll never forget you. Das ist, was sie geschrieben hat. So, jetzt gehen wir weiter zu der Jasmin. Bist du die Jasmin? Jasmin? Ah, das ist der Vin. Howdy, Vin. Howdy? Lass mich raten. Sie hat dir eine Nachricht geschrieben. Ich sag ihr immer, dass alle Kommunikation über mich läuft, aber manchmal tut sie, was sie will. Wie kann sie es wagen, ihr Handy ohne deine Erlaubnis zu benutzen? Machst du dich etwa lustig? Kahuna hat einen vollen Kalender wie ein TikTok-Influencer. Sorry. Kahuna? Das Matata? Ist ja fast schon niedlich. Hör mal. Chloe, grüezi. Hallo, Chloe, wie geht's dir? Das mit Safi tut mir wirklich leid. Danke. Mir auch. Wir hatten so unsere Probleme, aber sie war ein toller Mensch und wir werden sie vermissen. Chloe, wie geht's dir? Und ich muss noch schnell sagen, David Hofmeier, merci vielmals fürs Abo auf YouTube. Danke vielmals. So. Guck, nicht für die Öffentlichkeit. Ohne die nehmen ernsthaft TikTok als Referenz. Was? Jetzt komme ich nicht raus. TikTok? Wo ist jetzt TikTok gewesen? So. Was für Probleme? Probleme? Worüber würdet ihr beide euch denn streiten? Ich bin ständig zwischen Safi und ihrer Mutter geraten. Kein Wunder, dass sie mich gehasst hat, oder? Jetzt gehen wir da rein. Zum Glück bist du da. Hier geht's... Naja, das kannst du dir ja vorstellen. Naja, was soll ich da schon machen? Wie bitte? Sie ist von dir besessen. Ich bin ehrlich gesagt etwas eifersüchtig. Denn ich bin der Einzige, der bevorzugt werden soll. Warum überrascht mich das nicht?
Sie ist gerade mit jemandem beschäftigt. Es dauert also etwas. Hey, oder falls du Beschäftigung brauchst. Was haben wir da? Im Postraum ist ein Paket für mich. Du kannst es gerne abholen. Kennt deine Wohltätigkeit denn keine Grenzen? Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein. Klingt, als bräuchte noch jemand meine Hilfe. Viel Glück. Highway Racer, du meinst Social Media Plattform, die ich vorhin angeschaut habe. Also die da? Crosstalk. Also was meinst du? Habe ich wahrscheinlich verpasst. Wenn's Paket, wo muss ich Paket finden? Mit Gwen reden? Was habe ich dann also Sidequests, oder was? Töte 5 EBA. Gibt mir voll die teure Autohausatmosphäre. Ja, jetzt da ab. Krass, selbst auf Jasmine zu warten ist ein luxuriöses Erlebnis. Ich kann sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich tun könnte, damit es dir wieder besser geht, Jasmine. Aber ich werde mein Bestes tun. Also jetzt müssen wir noch irgendwelche Sachen machen, anscheinend. Jasmine hat die Ausgabe mit sich selbst auf dem Cover in ihrem Wartezimmer. Richtig cool. Mhm. Troy, der Typ, hat wortwörtlich gesagt, sie habe einen vollen Terminkalender. Aha, das habe ich völlig... Das habe ich ausgeblendet, shit. Das habe ich ausgeblendet. TikTok, das wird bei mir auch... In meinem Kopf wird das ersetzt durch nichts. Spielen wir heute? Der DM hat abgesagt. Wo bin ich da? Das Mädchen war seine Assistentin. Er hat Ravenclaw. ist campen gegangen. Mann, ich will auch campen. Der Frau selbst bin ich nie begegnet, aber ihre Büste ist wie eine alte Bekannte. Gretchen Kostov, member of Calden University's first co-ed class. Gretchen pioneered the Calden Women's Equality League, the Calden Caller, and other initiatives that continue making Calden a great place for students to this day. Okay, let's go. Hört echt gefälligst beim Game, wo du gerade so zulassen. Herrgott, Donner! Schnauze! Gehen Sie aus dem Weg. Na okay, dann reden wir halt zusammen. Gwen? Alles okay? Max, also, ich umarme Leute gerne. Du auch? Nicht heute. Das kommt auf den Tag an. Heute ist es ein bisschen viel. Sorry. Hoffentlich kannst du dieser schamlosen Verrückten verzeihen. Nein, das ist voll lieb. Ich weiß die Geste echt zu schätzen. Brauchst du irgendwas oder kann ich was für dich tun? Eigentlich dachte ich, ich könnte dir helfen. Klang, als Aber könnte ich kenne sich schon. Jetzt dachte ich schon so. Stimmt. Awkward first conversation. Und darum habe ich jetzt gedacht so, hey. Jemand hat es weggeschlossen. Wer bist du, Mann? Oh, hey, du bist die Königin der Einbrecher, richtig? Glaubst du, du kriegst das Schloss auf? So sieht die ganze Welt mich also? Als Einbrecherin? Ein schlechter Ruf ist keine Schande. Ich weiß nicht, wie sich die Person identifiziert. Ein Hoch auf den schlechten Ruf. Man weiß es nicht. Let's go. So, nächste Person. Ah, jetzt muss ich... Hey, ich bekomme so mega viele Quests über. Das ist nicht da, wo ich will. Suche mir das Buch. Ich frag ungern, aber gibt's was zum Antrag, den du Dr. Fayad geschickt hast? Schön Da, wär's. das Buch, Chat. Sind die alle von derzeitigen oder ehemaligen Dozenten? Jetzt komme ich mir faul vor. Chat, ich will doch so jetzt nicht irgendwelches Seich machen. Kamine sind super, aber nicht so super wie moderne Heizungen. Heute sind wohl alle zu literarisch für Jugendromane. Feiglinge.
Teure Vitrine, billiges Schloss. Sieht man gerne. Dafür Das Buch für Gwen besorgen, neben sie Levins brauche ich nur Paket irgendein finden. dünnes und gebogenes Objekt. Glaubst du, das schaffst du? Aber klar Ja, doch. easy Ich brauche nur peasy, das Mann. richtige Werkzeug. Jetzt gehen wir da schnell irgendwas holen hier. Das muss das Paket sein, um das Vin sich Sorgen gemacht hat. Okay, dann nehmen wir das mit. Papier raschelt. Aha. Fische. Hey, Elvarazo, gute Nacht, Elvarazo. Bevor du in deine Socken schlüpfst, lass die Murmeln der Träume über deinen bunten Tag kullern und dir süße Träume bescheren. Schlaf gut und bis bald. Elvarazo, merci, dass du dabei gewesen bist. Und bis zum nächsten Mal. Schlaf gut, schönen Sonntag noch. Bye, bye, tschüss. Als Mann geboren, fühlt sich als Frau und steht auf Männer und ist darum hetero. I guess. Ja, macht glaube ich Sinn, oder? Hat mich sehr gefreut. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss. Danke dir, danke. Das kann ich auf jeden Fall knacken. Jetzt warte mal schnell. Da, Die ist zu dick für das Schloss in der Bibliothek. du bist zu dick, Ist es Mann. seltsam, dass ich das mit Einblick weiß? Danke für nichts, Caladan-Sicherheitskräfte. Wow. Ist das ein Uni-Magazin oder ein Fan-Magazin für Lucas Comunero? Ja, ich lese jetzt nicht alles, Chat. Ich werde jetzt hier die Gegenstände finden. Also das Paket, das habe ich dabei. Und jetzt brauche ich noch etwas, um da das Ding aufzumachen. Okay. Okay. Sehr schön, sehr schön. Hast du vielleicht so einen geilen Gegenstand? Oh nein, ich kann dir das Paket schnell geben. Hier bitte. Brauchst nicht mehr gehen. Oh mein Gott. Sind wir jetzt etwa Freunde? Nein. Oder mehr als das, ja, sagen sie. Nein, beruhig dich. Alles gut. Beruhig dich mal. Ich war nur in großzügiger Stimmung. Ja, also der ja, I don't know, Chat. Was bekommst du? Der wirkt mega unsympathisch. Was ich bekomme? Ja. Nichts ist umsonst. Zumindest nicht, wenn du schlau bist. Also, etwas Dünnes, Langes. Also, was bekommst du? Etwas Im Dünnes, Moment Langes. nichts, aber ich Hallo, Max. hab was bei dir gut. Ein Gefallen, den ich bei Bedarf einlöse. Oh, der Fleck. Du verhandelst ziemlich hart, Caulfield. Aber mir gefällt's. Welch eine Überraschung. Ja, kann ich jetzt nicht von ihm verlangen, dass er mir einen Gegenstand gibt? Etwas Dünnes, Langes, Hartes. Er ist schleimig widerlich. Ja, hey, das ist es irgendwie. Darum eben so, nee, gehen Sie weg, oder? Finde ich das echt da noch? Selbstveröffentlichung, bevor es in war? Wer bist du, Maya Okada? Was ist das gesehen? Nochmal schnell. Selbstveröffentlichung. Away bevor from es Home in war? Stories. Wer bist Oh, du, da, Maya check. Wir Okada? haben's. Füllhalter. Der Stift hat die richtige Dicke für Gwens Schloss. Aber er müsste gebogen sein. Gebogen. Dann biegen wir das Ding doch schnell. Hey, ich will hier durch, Mann. Ist da noch mal etwas, wo ich... Kamine sind super. Nein. Aber nicht so super wie moderne Heizungen. Chat. Was machen wir?
Ich find nix, Mann. Sind die alle von derzeitigen oder ehemaligen Dozenten? Jetzt komme ich mir faul vor. Bounce knuddelt Calls ganz fest. 103 Mal. Die richtige Decke für Gwens Schloss. Das kann ich auf jeden Fall knacken. Hag mal den Troy. Nein. Ja, das ist der Bounce halt auch konsequent. Ich denke auch, das ist so ein schleimiger, komischer Dude, der Troy. Den tue ich sicher nicht umarmen. Vor allem findet er das hure Zeug nicht, das er braucht. Jetzt gehe ich nochmal dahinter in den Chat. Da muss doch etwas sein. Come on. Du hast doch so viele Gegenstände. Also sorry, da irgendein Stift oder irgendwie etwas. Danke für Ja, nichts. nein, das haben wir schon angeschaut. Es kommt ein wenig zu spät. Habt ihr etwas? Kokainum. Ist da auch noch etwas? Oh, was do we have here? Guter Combo Breaker. Okay. Aha, kann ich... Oh, ich kann da halt auch wieder raus. Das heisst, es kann sein... What is happening? Es kann sein, dass ich da aussen einen Gegenstand finde. Ich gehe lieber zum Verwaltungsgebäude. Jasmin wartet auf mich. Ja... ja, ich weiss jetzt halt nicht, ob ich da etwas finden kann. Okay. Sie ist fort. Fühlt sich so surreal an. Wissen Sie, was wirklich helfen Oh, würde? du hast sicher irgendetwas da. Mehr Wachleute. Soll ich mich jetzt sicherer fühlen? Jetzt gehen wir da schnell schauen. Also irgendwann muss ich doch so einen Gegenstand finden. Oder ich bin jetzt echt zu blöd gewesen vorher im Chat. Aber ewig machen wir by the way nicht im Chat. Ich gehe gleich zur Verwaltung, um mich mit Jasmin zu treffen. Genau. Nachdem wir einen Gegenstand gefunden haben, den wir brauchen können. Wirklich trauen? Benutzen. Loretta muss das hier gelassen haben, um den Upload zu beenden. Verdammt. Sie hat echt viele Fans. Pot and Kettle Get a Clue with Loretta Rice. Podcast, ja? Okay. Also ich würde meinen Kram nicht so rumliegen lassen. Die Himmelskatze greift an. Oh, Kaffee. Kaffee. Hey, ein Americano? Kein Problem. Das ist jetzt aber schnell gegangen. Holy shit, der hat er aber schon ready gehabt, oder? So, jetzt laden sie sich schnell ab, Max. Du wärst nie nach Arcadia Bay zurückgekommen. Du bist der echte Sturm. Oh, what? Das hat sie Ich bin gesagt. nicht mehr so lange an einem Ort geblieben seit... Es ist eine Weile her. Ich habe fast vergessen, wie es sich anfühlt, dazuzugehören. Und jetzt das. Safi. Ich hätte es besser wissen müssen, als zu hoffen, dass es hier anders sein würde. Manchmal komme ich mir vor, als wäre ich verflucht. Ganz egal, wie schnell oder weit ich renne. Die Vergangenheit holt mich immer wieder ein. Walking with Ghosts. So, jetzt holen wir noch schnell einen Hotdog. Wir hätten inzwischen was hören sollen. Kann ich jetzt nochmal einen bestellen? Nein, jetzt nicht. Ja, Chat, langsam werde ich ungeduldig hier. Alles klar.
Ich bin eindeutig nicht die einzige Künstlerin auf dem Campus. Troys Hammerkarte. Das ist nicht das, was du brauchst, oder? Das ist nicht das, was du brauchst. Gesichter auf dem Kopf? Naja, obwohl dieser Scherzbold hier alle Bilder umdreht, denke ich, das hier ist richtig herum. Okay. Partyflyer. Wie schade. Ich hatte mich so Cancelled. darauf gefreut, von der verschrumpelten, mutierten Nikolauskopie gejagt zu werden. Krampus on Campus, Chat. Krampus. Karlsmann. Moment schnell. Mal kurz schauen, ob ich da noch... Komm ich da rein, please? Nein, komm da nicht rein. El Gallo, El Horizontalo. Karls Fluxkompensator. Bündner Nusstat und John Cena. What? Gute Nacht, Karls. Mögen deine Träume genauso aufregend sein wie Troys Gameplay. Ja, I'm sorry, Karls. I'm sorry für die langweiligen Träume, die du wirst haben. Träum süß und bis bald. Hey, ich keine Ahnung, wieso John Cena. Das war jetzt ein ganz komischer Start gewesen. Er hat jetzt echt zuerst alle Stichwörter aufgezählt. Fluxkompensator, Bündner Nusstat und John Cena ist echt random noch dazu genommen. Und dann sagt er echt ganz normal, gute Nacht. Ja. Und das Gameplay hat er noch reingenommen. Albträume, ja genau so. Ich sollte zum Verwaltungsgebäude gehen, bevor Jesse... Hey Karls, schlaf gut, schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye, tschüss. So, jetzt da aber, Chat. Jetzt holen wir da das blöde Ding. Nein, come on. Nein, das kann ja nicht sein. Das macht mich hässig. Wo ist da der Ausgang? Ich brauche jetzt einen blöden Gegenstand, Mann. Verwaltung. Aha, okay, gut. Komm schon, Max. Geh und Ja, geh und rede mit Jasmin. Ich muss zuerst das blöde Ding suchen. Max. Anscheinend kann ich erst dann reden. Komm, verdeckeln. Mach mich hässig jetzt, das Spiel. Nimm doch auch die Schere. Ich rede schnell mit dem. Dr. Gwen Hunter. Ja, mit ihr. Ich weiß es nicht. Okay, mit dieser Person. Wir kriegen die Vitrine schon auf. Dieses Buch ist vielleicht weggeschlossen. Aber wie es aussieht, kann ich Gwen ein anderes aus der Bibliothek besorgen. Muss ich jetzt sagen... Hä? Aha. Ach, so einfach ist es. So, also Gwen, nehmen Sie das Buch, okay? Gwen? Da war eine andere Ausgabe deines Buchs im Stapel. Meinst du, das geht auch? Oh, danke, Max. Aber weißt du, die Ausgabe in der Vitrine ist die Edition zum 10. Jubiläum. Sie hat eine neue Einführung des Autors und... Ah, also das aus der Vitrine? Bekommst du? Come on, hey. Please. Ich habe schon irgendwie eines... Ah, da ist noch... Ist da etwas? Nichts versprüht mehr Einsamkeit als ein Stuhl, der für zwei gedacht ist. Ich habe schon das Gefühl, es ist in diesem Raum. Es muss doch irgendwie in diesem Raum sein, Chat. Sie da nochmal schauen. Weißt du, Gretchen, es ist okay, traurig zu sein. Der Frau selbst bin ich nie begegnet, aber ihre Büste ist wie eine alte Bekannte. Ah, Hilfe.
Chat, wenn irgendjemand eine Idee hat, einfach in den Chat damit. Da sind wir jetzt schauen. Da innen ist nichts. Der gibt mir irgendwie auch nichts. Oh. Oh Mann, oh Mann. Okay. Schön stillhalten. Das könnt jetzt ein wenig kneifen. Scheiße. Gut gemacht, Max. Du hast's geschafft. Du bist meine Rettung. Das hätte ich vermutlich selbst hinkriegen sollen. Aber hey, was will man machen? Wir sind gerade alle durcheinander. Gern geschehen. Jederzeit. Mein treuer Löffel und ich sind euch stets zu Diensten. Hat Safi dir je von dem Buch erzählt, an dem sie saß? Sie hatte doch ein Geheimnis. Sie war sehr glücklich über etwas. Aber sie hat nicht gesagt, was es war. Typisch Safi. Gott, dieses Mädchen und seine verfluchten Geheimnisse. Danke nochmal für deine Hilfe. Und lass von dir hören, ja? Meine Tür steht dir immer offen. Okay. Danke. Gleichfalls. So, da darf ich jetzt endlich mit der Jasmin reden. Und dann können wir endlich schlafen. Chat. Ich will jetzt schlafen. Ich bin müde. So. Oh, der Moses. Hey Max, Moses, ich... Jasmin wartet auf dich. Alles okay mit dir? Geht es dir gut? Ich war... Hat das Zeit? Ich bin total durch. Ich brauche einen Moment. Ja, na klar. Triff mich im BK-Café. Hol dir einen Kakao und ich komme so schnell ich kann. Kann ich machen. Kannst du schon einen Whisky holen oder so? So ein Chat, was ich jetzt schnell mache. Ich mache den Rage-Stop rein. Das muss jetzt sein. Sie sollen ihren verdammten Job erledigen. Sie haben auch jetzt Kinderfeedback, aber. sicher? Natürlich. Ja. Bitte, alles, was Sie herausfinden. Oh, Chat, ich muss schnell pausieren. Ich habe ja gemerkt, dass ich euch da schon lange nicht mehr gelesen habe. Ist immer noch besser als einfach nur eine gute Nacht. Das habe ich aber vorhin auch gedacht, auch, was bei dir kam. Ist auch gute Nacht. Das ist aber schon lange nicht mehr passiert. Das ist auch, wenn mein Bot, wenn es nicht funktioniert, wenn er keine Verbindung hat. Ich sage aber auch gute Nacht, wünsche noch viel Spaß. Hey, Klo, auch dir nochmal danke fürs Dabeisein und gute Nacht, schlaf gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Klo. Geht der John Cena am Fienchen ins Bett und jetzt träum. Hast du gehört, Fienchen? John Cena gehört jetzt dir. Wiederhören. Das war Ja, der das stimmt, Lakewood-Polizeichef. Übermütig und unterqualifiziert. Die Polizei ist nutzlos. Ja, nein, würde jetzt so nicht sagen. Sie müssen geduldig sein. Geben Sie ihnen eine Chance. Ich bin sicher, Sie tun Ihr Bestes. Das ist Ihr Bestes? Was für ein schrecklicher Gedanke. Darf ich Sie was fragen? Seien Sie ehrlich. Wieso Safi werde und ich jetzt werde ich wieder standen uns nicht gesiezt, sehr nah. Chat. Manchmal war es kompliziert. Hat sie Ihnen das erzählt? Den Eindruck hatte ich. So ist Familie halt. Ja, ich mache jetzt mal, Chat, ich entscheide schnell. So ist Familie halt. Nein, aber
Ich meine, Familien sind doch immer kompliziert, oder? Wer hat schon eine perfekte Beziehung zu seiner Mutter? Nun, nicht Safi. Das steht fest. Also, was wollen Sie wissen? Trotz allem, was Sie bisher entdeckt haben, hat die Polizei Selbstmord als Todesursache noch nicht ausgeschlossen. Maxine, Sie und Safi waren Freunde. Sie vertraute ihnen und sprach offen mit ihnen. Das ist ungeil. Lässt sie irgendwas vermuten, dass sie sich das Leben genommen hat? Das ist möglich. Nein, auf keinen Fall, oder? Nein. Nein. Auf keinen Fall, Chat. Was diese Tat für Konsequenzen haben. Sie hätte sich nie haben. im Leben etwas angetan. Und erst recht nicht anderen. Das ist nicht ihre Art. Also, genau das denke ich so, auch. Oder? Doch manchmal können die Menschen, die uns am nächsten stehen, ihren Schmerz gut verbergen. Bei unserem letzten Treffen ging es ihr gut. Sie war voller Freude über die Zukunft. Ja, true. Dann werde ich sie so in Erinnerung behalten. Glücklich und hoffnungsvoll. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt gesagt, ja, es könnte schon sein, dass sie Selbstmord Es tut gemacht mir leid. Ich wünschte, ich hätte mehr tun können. Es ist okay, Maxine. Danke. Oh, bevor Sie gehen. Wir brauchen ein Bild von Saphir für die Gedenkfeier. Würden Sie uns Ihren Favoriten zukommen lassen? Ich darf das Bild wählen. Ich soll ein einziges Foto auswählen, das Safi gerecht wird. Wie soll das gehen? Oh, und wehe, es ist jetzt nicht das Foto dabei, wo sie nicht getroffen ist, Chat. Dann wähle ich einfach faule das. Sonntagnachmittage geliebt. Okay. Safi konnte ernst sein, wenn nötig, aber sie war einfach so ein Quatschkopf. Wenn sie sprach, wollte man ihr einfach unbedingt zuhören. Chat, ihr dürft da nicht mehr entscheiden. 1, hier die 1, hier die 2 und hier die 3. So ein bisschen ernst, so ein bisschen lustig, ich finde das eigentlich noch schön. Vor allem so als, behalten sie doch eher so lustig und fröhlich in Erinnerung und so, hätte ich jetzt gesagt. Aber Finnchen sagt 2, Tiger sagt 1. Chat, ihr dürft alle noch euren Vote abgeben, wenn ihr wollt. Highway Racer mit Dunkelwald, Season 2, let's go. Deine Season 2 Karten, Dunkelwald 2, Ende des Chats 3. Ja, Chat, dann entscheide ich schnell mit. Ich entscheide schnell mit, ich sage das. Das Gleiche, was Finnchen sagt, gebt da mein Vote ab, auswählen. Safi war mehr als nur eine Poetin. Daran sollen die Leute sich erinnern. Tja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich sollte jetzt zu Moses. Ja, aber ich glaube, das ist so der Moment, wo wir pausieren, oder Chat? Nein, das Meeting ist wichtig. Jasmin durfte Safis erste Entwürfe lesen? Das ist lesen ein wir seltenes schnell. Privileg. Grobe, beschissene Entwürfe August, Oktober. Wir schliefen die Sterne, wir schmolzen Frauen aus Wachs. Ikarus muss nicht erwähnt werden. Es geht weniger darum, wie nah du der Sonne kommst, sondern um die Hitze, die dich verzehrt. Ich träume von verstümmelten Büchern wie, jetzt soll ich sagen, Franziskus, wie Frankenstein, wie eine Sphinx, Kopf einer Frau auf dem Körper einer Bestie. Auf der ersten Seite verlässt sie ihr Zuhause im nicht druckbaren Epilog. Okay.
Wir sollten uns auch bald gemeinsam auf die Sitzung vorbereiten. Von dem, was ich über Campus gehört habe, muss das vom Beginn des Abends sein. Campus on Campus. Mann, Jasmine. Und ich habe gerade so das Abi geschafft. So, jetzt laufen wir da einfach ein bisschen um, oder? Ja, habe ich mir schon angesehen. Mann, Jasmine. Ja. Und ich habe gerade so das Abi geschafft. Ich melde dir nächste Woche mein So, haben wir, dort ist noch etwas. Das sollen wir noch. Visitenkarte. Jasmine verfolgt die Ermittlungen wirklich sehr genau. Schade, dass sie nichts rausgefunden haben. Vince Elderman. Ja. Alter Mann. Alter Mann. Ja, let's go. Die Frage ist jetzt... okay. Ich nehme an, es ist gespeichert. Jetzt ist es, glaube ich, gespeichert. Ich sollte mit Moses reden. Er wartet im BK-Gebäude auf mich. Einfach nochmal schnell, dass es gesagt ist. Einfach nochmal, dass es gesagt ist. Du bist ein bisschen sass. Einfach, dass es gesagt ist. Gut. Und mit dem tun wir den Stream beenden, lieber Chat. Wir machen das anderes Mal weiter. Nächstes Mal. Aha. Es ist halt, lieber Chat, ich meine, ich finde es cool bis jetzt, aber es ist halt, es dauert ein bisschen. Ich habe das Gefühl, es dauert so ein bisschen, bis wir wirklich ein bisschen so, ich will endlich mal die Powers haben. Ich habe das Gefühl, erst dann geht's ab. 9 Stunden und 9 Minuten, holy shit. Ich warte immer noch auf den Moment, wo es ein bisschen abgeht. Bis jetzt ist immer noch so ein bisschen Einleitung. Jetzt war schon mal der grosse der Tod von der... Ich vergesse immer den Namen. Von der Kollegin, von der Freundin, von der Sarif. Oder so. und bis jetzt ist es halt so ein bisschen langatmig. Aber es ist nicht schlecht. Safi, oh mein Gott, merci. Safi. Safia. Es ist wie Sophia, aber mit A. Safi. Okay, kann ich mir glaube merken. Der Safi, die nicht auf der Sans Serif. Ja, true, das habe ich jetzt auch gedacht. Aber das ist wirklich, ich finde das immer noch geil. Es schießt mich aber auch ein bisschen an. Dass ich auch ich habe es auch lustig gefunden und habe sie nicht aufs Foto genommen. Und das Foto hängt jetzt an der Wand und ist wahrscheinlich auch, das sehen wir noch x-mal im Spiel, oder, das Foto. Wo wir auch nur den Himmel sehen, aber eigentlich ist es sie, die auf dem Foto sein. So, Chat. War geil. Hat Spass gemacht. Ein bisschen weg vom Horror, aber wie gesagt, Horror gibt es dann gleich noch einmal mit Song of Horror. Ich habe einfach auch das Gefühl, das Game wird sich auch noch extrem ziehen. Aber irgendwann müssen wir noch die Episode 2 abschließen. Aber jetzt bleiben wir zuerst mal am Life is Strange. Ich glaube, das wird auch noch so ein bisschen Fahrt aufnehmen. Da habe ich ein schweres Gefühl. So, Chat. Ich schaue schnell, wer rum ist zum Raiden. Ich kann natürlich schnell schauen, ob jemand im Life is Strange ist. Zuerst schaue ich mal, wer wir da noch haben. Ich schaue schnell, wer im Life is Strange ist. Nur ich, Chat. Nur ich. Ah nein, jetzt habe ich das falsche Life is Strange. Life is Strange Double Exposure. Nur ich. Musst halt öfters mal vor Mitternacht von Gameplay machen. Hey, true. Absolut. Ja, das habe ich jetzt aber auch, ich habe das schon auch cool gefunden, dass wir heute ein bisschen früher gestartet sind und nicht erst um 2 Uhr am Morgen. Dann ist es halt einmal schon verdammt spät für noch das Game anfangen.
Aber was ich mich anfrage, ist, ob bei Life is Strange, ob das so episodenmässig ist. Ob da immer wieder mal kommt, hey, Episode 1 beendet. Ich hoffe es fast ein bisschen. Ich habe jetzt auch gehofft, dass wir die Episode 1 noch schaffen, aber ich glaube, das dauert noch eine Weile. So, Chat. Schnell schauen, was wir da haben. Lieber Chat. Ich weiss nicht, aber sind wir schon mal zu der Freya gegangen? Sind wir schon mal dort hingeradet? Auf jeden Fall, meine Idee ist, dass wir zu ihr gehen. Weil sie haben mir auch schon jetzt sicher 2, 3 Raids vorbeigeschickt und ich habe, glaube ich, noch nie die Chance gehabt, mich zu revanchieren. Und ich würde das gerne machen, lieber Chat. Aber wir gehen somit noch jemanden hin, wo Englisch geredet wird, aber Herr Freya aus der Schweiz natürlich. Ab und zu redet sie auch schnell Schweizerdeutsch. Aber das ist meine Idee. So. Und was macht sie? Ich muss schnell schauen. The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Oha. Oha, interesting. So, Chat, dort gehen wir jetzt hin. Jetzt habe ich fast Sparta eingegeben, statt Start Raid. Start Raid. Chat, habt ihr eure Sammelkarten gezogen? Habt ihr alle eine gezogen, die eine brauchen? Ich erinnere noch mal schnell daran, wenn jemand eine Sammelkarte braucht, jetzt noch schnell ziehen, bevor der Stream fertig ist. Gute Nacht, ey Fienchen. Gute Nacht, liebe Fienchen. Mögen dich heute Nacht Luna Lovegood und das Firefly-Raumschiff sicher durch deine Träume begleiten. Vielleicht findest du sogar ein paar weiße Söckchen und kuschelige Socken. Okay, im Land der Fantasie. Let's go. Hey, Fienchen, merci vielmals fürs Dabeisein. Dir natürlich auch eine gute Nacht. So wie auch im Highway Racer. Gute Nacht, Highway Racer. Lass deine Träume wie eine aufregende Beat Saber Session in Zürich sein, begleitet von englischen Klängen und dem süßen Geschmack einer Ananas. Schlaf gut und träum süß. Hey, Highway Racer, auch danke, dass du dabei bist und auch dir eine gute Nacht. Und Tiger zeigt mir schnell seine Karte, hä? Kaffeedrink 4, Shield of Reflection 1, Ende des Chats 1. Ja, da fehlen noch ein paar. Ja, da fehlen noch 2, um noch die 6. herstellen. So, Start Raid Freya. Lieber Chat. Da gehen wir hin. Ja, ihr kennt wahrscheinlich Freya auch schon. Wir haben, ich habe die grössten Raids von ihr bekommen. Also wir sind jetzt auch eher ein kleinerer Raid, der zu ihr geht. Aber lieber Chat, kopiert euch doch eine Nachricht für Subscribers oder die Nachricht für Nicht-Subscribers. Ich wäre mega froh, wenn ihr das noch schnell bei ihr würdet reinpasten. Kurz reinpasten und das wäre mega cool. Ich danke euch fürs Dabeisein, lieber Chat. Cooles Game, cooler Soundtrack. Merci vielmals für euren Support, merci für die ganzen Follows. Danke auch nach YouTube, wo tatsächlich immer mehr läuft, wo ich mega Freude habe. Bounce, auch dir gute Nacht, Tiger, auch die eine gute Nacht. Macht's gut, lieber Chat. Nächster Stream am nächsten Samstag. Oder vielleicht auch früher, wahrscheinlich aber erst am nächsten Samstag. Liebe Leute, macht's gut, gute Nacht, schlafen gut, schönen Sonntag und guten Wochenstart, wenn es soweit ist. Bye bye, tschüss.